Hallo zusammen, hier ist wieder euer Telar Lounge wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar grüße ich schon mal alle, die reingeschaltet haben. Ich grüße den Krypto, Schoko, Nurikul, Kortak, den EMB grüße ich auch und Chronox, danke dir fürs Subscriben. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich habe mich jetzt heute doch zu entschieden, ne? Nach hin und her. Wir werden das machen. Schauen wir uns nebenbei die BlizzCon ein bisschen an. Ich muss noch gucken, wie ich es genau mache, zwecks dem Einblenden. Da muss ich jetzt mal noch schauen. Mina, ich grüße dich. Den Noob auch. Xavius ist nun der Meister dieses Waldes. Betretet ihn. Minus 120 Euro. Wurde schon wieder geblitzt oder was ist da los? Also ich muss das im OBS dann noch gucken, wie ich es einstelle. Ich habe es jetzt mal nebenbei schon mal offen. Und, warte mal. Ich mach mal... Nicht ein neues Overlay machen. Nicht hier Plus. Bildschirmaufnahme. Ich werde den Albtraum auf jeden Berg und in Nee, das wollen wir nicht. tragen. Ah. Jetzt mache ich das erstmal hier unten hin. Etwa so von der Größe. Solange jetzt hier das Ding ist, wisst ihr, den Start. Und später mache ich dann ein neues Fenster, wo wir switchen. Warte mal, das können wir vielleicht auch gleich schon mal machen. Nennen wir es Video. Und dann machen wir jetzt hier Aufnahme. Meine Macht wird dieses Wollen wir jetzt hier machen? Land Okay. vernichten. Und dann nehmen wir jetzt Plus. Aufnahme existierend. Okay. Jetzt machen wir das Mein hier. Leben für Xavius. So in die Ecke. So. Was meint er für später? Also, dass wir es jetzt etwa so lassen, bis das so, ne, wenn halt das normale Geplänkel kommt, das Startgeplänkel, da kann ich dann gerne auch schon den Sound und alles anmachen. Und sobald dann der WoW-Teil kommt, wo es interessant wird, hätte ich gesagt, wir switchen dann so, dann lasse ich mir ein kleines WoW unten eingeblendet, ich mache dann nebenbei so ein bisschen was und mache dann halt groß das Dings und muss ich mal gucken. Also so wäre jetzt der prinzipielle Plan. Was meint ihr? Was haltet ihr davon? Mein Leben für Na, Epic Edition, da wird gleich so reingebuttert. Meinst du, die kostet so viel, die Epic Edition? Shop-Mod und Transfer. Ich muss jetzt gucken, das ist ganz ungewohnt. Ich habe jetzt nämlich meinen Chat links, sonst habe ich den immer rechts, aber da habe ich jetzt das Video hingebastelt. Jetzt habe ich auf dem anderen Bildschirm drüben. Meine Macht wird dieses Charakterumbenennung kostet jetzt einfach mehr in WoW als in Deutschland. Okay. Alles klar. Ich bin euch leid. WoW soll erst 21:30 Uhr anfangen. Markus will dich schreien hören, wenn Revamp angekündigt ist. Du, ich bin heute ganz gechillt. Ich bin eher ein bisschen pisst. Und zwar, ich kann euch erzählen, warum ich pisst bin. Ich wollte vorhin, also ich habe extra hier das Zeug vorhin voll gefarmt. Ne? Hab das fertig gemacht. Wollte mein Zeug rausnehmen, wollte ein Video dazu auch aufnehmen. Ne? So einen kleinen Mount Guide für die Sachen, die da drin sind. So, die Kacke ist, meine Händlerdevisen sind weg. Ich habe keine Händlerdevisen mehr. Also die Ressource ist komplett raus. Ich weiß nicht, ob das bei noch einem von euch ist, aber ich habe genau Zero und die werden auch nicht mehr angezeigt. Das ist komplett verbuggt. Jetzt bin ich schon mal ein bisschen pisst, ich sag's euch. Hab alles probiert, 5-mal ein Ausloggespiel zu machen, alle WoWs zugemacht, wieder auf. Nichts funktioniert, einfach weg die scheiß Händlerdevisen. Richtig am Ende. Hast du gestern schon bei einem anderen Streamer gesehen? Ich weiß halt nicht, ich wollte dann halt die neuen nicht rausnehmen, weil wenn es jetzt buggt und ich die neuen rausnehme und die dann auch weg sind, ist halt scheiße, deswegen mache ich jetzt mal nix. Ne, eigentlich wollte ich das Zeug farmen, wisst ihr?
und dann halt ein Video aufnehmen. Wenn ich alles habe, dann kann ich nämlich die Sachen zeigen und fertig ist. Aber nee, geht halt nicht, weil es halt rumspackt. Jetzt hoffe ich mal, dass Blizzard das wieder fixt oder keine Ahnung, was ich jetzt halt machen soll. Ist halt richtig räudig, ich sag's euch. Bin ich schon ein bisschen genervt. Ich habe in eure Träume geblickt. Wollte ich jetzt halt schon noch machen, bevor der Patch kommt, ne? Weil da werde ich einen Haufen andere Video-Stuff machen. Das nervt mich. Ja, aber das sind ja zusätzlich die 1000, also... Bei euch funktioniert das, oder? Habt ihr alle Händler-Devisen? Ich hab noch 100, okay. Ich hatte ein bisschen über 800 und die sind jetzt halt alle weg. 850 hatte ich, glaube ich. Und jetzt halt 1000 aus dem neuen. Also, es fuckt mich jetzt halt schon ein bisschen ab. Ich sag's euch, wie es ist. Wo bist du, Liebster? Sie verderben alles, was sie berühren. Nee, ich hab's gemerkt, weil ich beim Händler was kaufen wollte. Und beim Händler stand auch 0 dran. Also ich konnte auch nichts bei dem Händler kaufen. Um das geht's ja hauptsächlich. Mhm. Bin ich richtig pisst, ich sag's euch. Das nicht funktioniert. Hallo. Ja, schon belastend. Ah, ich muss das rauspoppen, das nervt mich. Chat, okay, warte mal. Pack den Chat mal hier hin. Den packen wir mal dahin. Machen wir das mal so. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Worauf warten wir? Lasst nichts meine Meditation stören. Ich muss durch das Chaos blicken. Dachte ich mir, mache ich mal nebenbei hier so ein paar Quests, ne? Dann habe ich nämlich nur einen WoW-Account, sonst wird's mir die Bildschirme langsam ein bisschen knapp. Ich sehe wirbelnden roten Nebel, gefletschte Zellen. Schreib's Ian, Hessi Kostas auf WhatsApp, dass du es nicht in Ordnung findest. Ich habe leider seine Nummer aktuell nicht. Habe ich verlegt. Aber du kannst es ja für mich erledigen. Malfurion, er leidet. Kämpf weiter, mein Geliebter. Ja, das schmälert mir jetzt so ein bisschen hier den Hype auf die BlizzCon, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich habe jetzt ewig rumprobiert und nichts hat geholfen, bin schon ein bisschen pisst jetzt, deswegen kann da einmal was funktionieren, ich sag's euch. Seine Position ist immer noch unklar, doch er lebt. Wir müssen tiefer in den Albtraum. Ja, hab ihn auf der Schnellwandel 1. Die Gefahr ist nicht weit. Das klang auf Einkommensverlust in dem Video. Ihre goldene Zeit Alles klar. trifft mich an der Zuflucht. Sollen wir uns schon immer einen Sound anmachen? Fortsetzen. Geht's dann gleich los, oder? Bisschen Hintergrundmusik, ich sag's nicht. Sie sind umzingelt. Sie verderben alles, was sie berühren. Da geht was, ich sag's euch. Kommt, wir müssen uns beeilen. Hast du wirklich nur Hype auf die BlizzCon? Also ich freue mich schon drauf, das auf jeden Fall. Die ganzen Mikrotransaktionen? Ja, auf die eher nicht. Teilt sich. Moment, seht ihr das? Federn und Blut. Ihr müsst halt sagen, ne, ob es von der Größe so passt, dann stelle ich nochmal was um. Aber ich würde sagen, jetzt für den Anfang, wo jetzt erstmal dieses Ding kommt,
brauche ich es ja noch nicht groß machen. Beim WoW-Teil switchen wir es dann, hätte ich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Taschentücher im November nochmal rausholen muss. Aber für die BlizzCon werde ich wohl brauchen. Okay, für was brauchst du die Taschentücher denn sonst? Markus, sagst heute minus 400 €, wenn auf allen 4 Accounts die Erweiterung kaufst. Ja, aber ich brauche ja Collector nur auf einer. Also, ich brauche ja nicht 4-mal Collectors Edition. Nein, das mache ich dann ganz gechillt. Das muss ich jetzt nicht sofort machen. Die Verderbnis wuchert hier unerbittlich. Was ist das Zum auf der Fetten, anderen okay. Seite der Brücke? Seid wachsam. Also hast du dann quasi neben dem PC deine Taschentücher liegen und eine Pinzette, oder? Und dann geht's los. Nee, Noobzocker spekuliert nur, man weiß es nicht. Das werden wir dann sehen. Habe ich das auf live gestellt? Ja, habe ich auf live gestellt. Also ich schätze es auch mal, aber müssen wir abwarten. Weißt du, wo ist denn jetzt der Galadin? Der hat gestern rumgeheult, dass ich das streamen soll und jetzt ist er nicht da. Ohne Scheiß, ich mach gleich den Stream wieder aus. Nur wegen dem habe ich den Stream angeschmissen, ich sag's euch. Ihr müsst mir helfen, ihn zu finden. Kann ich irgendetwas tun? Warum sind da eigentlich japanische Zeichen? Weil der Stream auf Japanisch ist. Was mit euch? Ist halt mir scheißegal, nur Galadin zählt. Nein, Spaß. Aber der hat halt rumgeheult oder hat gesagt, hier, kannst du streamen hin und her. Ich weiß nicht, muss mal schauen. Das ist Vertrauensbruch. Okay. Sollen wir zur Eheberatung gehen, Gerka? Ich meine den Noobzocker. Warum seid ihr auch beide rot? Frechheit. Ich vermute, dass die Erweiterung angekündigt wird, ne? Wann wollen sie es sonst machen? Oh, da geht's. Ich glaube, jetzt passiert was. Müsst mir dann sagen, ob der Sound, ob es laut genug ist. Oh, jetzt geht's los. Wenn ich es größer machen soll, dann müsst ihr es aussagen. Da ist er, der Hund, der Galadin. Ich grüß dich. Das schon, du tauchst nicht auf. Ja, ich mach WoW-Sound aus. So cool, so schauen aber unsere Drachen nett aus. Ich kann es noch einen Ticken größer machen. Ich mach's so groß. Hey, grüß dich. Ach so, muss die... Ach, die Frau muss es abnicken, dass der Galadin hier loslegen darf. Okay, verstehe. Willkommen zur BlizzCon 2023. Wird das jetzt ernsthaft übersetzt? Bitte heißen Sie mit uns willkommen der Präsident von Blizzard Entertainment, Mike Ibarra. Kann ich irgendwie auf die nicht übersetzte, oder wollte das übersetzt haben? Ich bin auf das Dings gegangen. Auf geht's! Oh nein, das fuckt mich ehrlich gesagt ab, wenn er die ganze Zeit das wiederholt. Wie geht's euch allen? Oh, wow. Also das ist echt die beste Gaming. You know, this is the best gaming community in the world. Hands down. Hands down. Ja, sorry, ich bin irgendwie auf das Deutsche anscheinend gekommen. Thank you, wow. Hello, BlizzCon. Danke fürs Posten, Gerka. You know, it is so good to be back in person, finally. Wer ist das? Habe ich noch nie gesehen, den Typen. All of us. I love you too. All of us at Blizzard have missed this so much.
bin ich. 4 years. It's Der hat been Daumen, 4 das years. bist You du know what I nicht. say to that? That's too damn long. Senior-Entwickler. Kann mich nicht erinnern an Where's den our Typen. heroes of Overwatch at? Komm, wir schreien auch mit. Adventurers of Sanctuary? Mike Ibarra. Defenders of Azeroth? And gamers everywhere, welcome! We love sharing what we're working on all the time. But to share it in person with all of you and to hear your stories, it cannot be matched. Meeting you all face to face inspires us, and we put this energy and enthusiasm back into everything we do. Thank you all for being here. In fact, we have tens of thousands of you here in Anaheim, California today, and we hope you enjoy the immersive experience we've created here at the show. We also have millions of people watching right now on stream. BlizzCon, please help me welcome everyone watching from around the world. Wieso die Chat-Funktion ausgestellt? Was du oder ich? Whether you're a hardcore or a casual gamer, or if it's been a while since you picked up one of our games, Casual Gamer we're bin here ich. to show you the Blizzard we are today and the Blizzard we are becoming. But BlizzCon isn't just about the latest updates from Blizzard. It's all about you. 12.000 Devisen, das glaube ich nicht, dass da was kommt. And we're devoted to supporting these incredible communities, communities you can be proud of to be part of. All of us, gamers, developers, and fans, we all are united in our shared love for gaming. The person sitting next to you or watching online and chat with you could be your next guildmate, teammate, or lifelong friend. We all have this in common. I've always felt Blizzard brings players together a little differently. Our players have made connections that span continents, languages, and generations. We all have that one story, that incredible play of the game, that clutch card draw, or that raid encounter that your guild barely survived. I know, I've been there too. I know many of us have friends we've met in one of our games. A friend who began just as someone we hung out with in game, but who was there for us to celebrate our real life wins or to support us during a difficult time. That's certainly been true for me. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. And I'm so grateful that some of them are here today. Gus, Pika, Nick, Scoodles, and of course Billy and Kaylee, who put up with my raid wipes all too often. I always know that no matter what is going on in real life, they will be there. No matter what game we're playing, these friends are a constant I can always rely on. And I know many of you share that feeling. BlizzCon truly is about all of us, as players, as equals, as friends. Dürfen Krummi jetzt in die Unterschrift von Metzen servieren lassen? Ja, nicht schlecht. Build technology that allows more gamers to experience our worlds and create characters and stories more players can relate to. The Blizzard community grows, and more importantly, our friendships grow. All of us are so grateful to be part of this community, and in everything we do, we are in service to you. We know we don't do everything perfectly, but thanks to your feedback, we never stop striving to do it right. We are here to foster joy and belonging for everyone. We're proud of the worlds we build, but your experiences within those worlds bring them to life, and your connections with each Unser other Perill dazu, are what das most 35 Jahre WoW-Video laufen lassen. Now, das habe ich mir immer nicht many of you may have angeguckt. heard the recent news about Blizzard joining the Xbox gaming family. Xbox.
Ich habe keine Xbox, also mir komplett wurscht. Both Blizzard and Xbox believe that gaming is a unifier. Wirst du auch nicht? That we should Wahrscheinlich. all be able to play Schauen wir anywhere mal. and any way we want to play. Pumpe. That when the creativity of some of the best developers, artists, and storytellers in the world is fearlessly unleashed, everyone wins. With that in mind, someone is here backstage who'd like to say hello. Oh, wer das wohl sein wird. Da sehe ich mich bei Disco. Disco Pumper, ja, definitiv, deswegen bin ich rein. My friend, our friend, the CEO of Microsoft Gaming, Phil Spencer. Also ich dachte, jetzt kommt Bill Gates. Thank you, Mike. And hello, everybody, BlizzCon. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, da kommt wer anders. BlizzCon ever. And it's great to feel the energy in the room. You are the reason we make games. Your love for these games truly is inspiring. I recently spent so much time playing Diablo 4 with my friends. Hätte sich da mehr gefreut, meinst du, oder was? Season 2 is awesome. And I can tell you that I can't wait for you to see Kauft what the team has Blizzard, aber noch nie auf der planned for that BlizzCon. game. Ja, der It's gonna kauft die be Katze im awesome. Sack, weißt du? Blizzard occupies a special place in the gaming Galadin. Wie war das eben noch mit der Frau? Throughout Blizzard's history, they've pioneered and refined so much across the gaming industry, and many of you here today have been a part of that journey. Think of Diablo. Der eine Typ schreit Diablo. The action RPG genre forward. StarCraft. Spawned the foundation of what esports would eventually become. And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft. Ich hoffe nicht, dass es in Game Pass kommt. And supported games, but really it introduced a much wider audience to the concept of online communities. And Overwatch. Not only reimagined gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Blizzard's influence is everywhere, and because of its enduring legacy and phenomenal revolutionary development, with a care and a craft that is incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players in more places. And now that Blizzard is part of Xbox, we will nurture the essence of what has made Blizzard unique. We're going to empower our new colleagues in a culture of trust, inclusion, and collaboration to continue what they do best. Oh, stimmt, Black Market. Redefining Hast existing recht. genres, creating new, never-before-seen experiences, and uniting players globally in new ways. In Azeroth, in Sanctuary, in near-future Earth, and beyond. It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox, and I'm honored to be able to be here to help welcome all of you to BlizzCon 2023. Having seen what's in store for players, I can say the future of Blizzard is brighter than ever. And you all have so much to look forward to in this show. WordPress muss ich auch noch nachgucken. Ja, machen wir gleich nebenbei noch. So I'll get out of here, let you see the show. Thanks everyone for the warm reception and have a great time at BlizzCon. Thank you. Während der BlizzCon im RAN 44 von Max Ramas, mein Leben ist schon traurig. Du bist selber schuld, wie dass du das so machst. How about that? You know, part of what makes this such an exciting time for Blizzard is that we've never been more empowered, Schau dir das an. free, and dedicated to holding true to what makes Blizzard unique than we are today.
We are accountable for creating this next chapter of Blizzard with all of you. We take this responsibility very seriously as we learn, grow, and get better every day. This is the start of a new era. So much more is possible, and you'll see some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear from some new friends and some old friends. Old friends. Who are returning to the BlizzCon stage to show more about the games and the worlds we all love. Before I go, I want to take a moment to thank our Blizzard team. Ich schaue jetzt mal kurz die World Quest schon mal nach, dass wir das weg haben. Und dann muss ich nachher wegen den Dings noch schauen, ne? Wegen den Black Market Geschichten. Ich weiß. And collectively, we are capable of building the most legendary universes in gaming. Our future, our creative freedom, our path forward is truly our own. Ist wieder gar nichts drin. And I know we all stand together with a singular goal: to exceed player expectations and foster and support each other. Thank you for everything you do. BlizzCon, many of the Blizzard team are here today in Anaheim. Wollen wir eine Wette machen, ob bis 0 Uhr vorbestellen kannst? Ich glaube auch, dass es geht. We all love talking to players, so please don't be shy. Come up and chat with us. Finally, Stirbt die Bühne. on behalf of everyone at Blizzard, we want to say thank you. Thank you, thank you. From the bottom of my heart to our players, past, present, and future. Thank you for your passion and your honesty. Blockiert. And most importantly, thank you for being Was es heute auf der part of our BlizzCon community. gibt. This is what BlizzCon is all about. Devisen for free, hoffe ich mal. Everything we do is for all of you, and it's an honor to be a part of these worlds with you. Now, welcome to BlizzCon. You wanted to see if there was more out there. Well, see for yourself. I'm gonna kick every one of you in the face. See you at the finish line. Did you really think this would be a fair fight? Oh my god. That was disgusting. Yo, nerf this. Kann man Overwatch überspringen? Ich glaube, das ist jetzt bloß so ein Zwischenvideo, oder? Das ist live, da kann nichts überspringen. Jetzt ist das Portal wieder da. Ich dachte schon, ich habe das... Chatfans fürs Handy, Fingers crossed. Drückt dir die Daumen, ja. Ich hoffe, dass so Pet Battle fürs Handy kommt. Das wäre ganz cool. Den Magier habe ich anscheinend. Please welcome Overwatch Game Director, Aaron Keller. Was kommt jetzt? Kommt jetzt erstmal ein Overwatch-Teil oder wie ist das? Hello, BlizzCon! Wer will das wer sehen oder wollen wir das skippen? You have grown this universe into something truly unique and beautiful.
Lass laufen. Ich bin schadenfroh. Overwatch braucht keiner. Ich kann in die Zukunft reisen. Skippen einfach Overwatch direkt zu WoW. Since then, you've been crushed by Diva's mech over 26 million times, had more than 79 million lives saved by Baptiste, and played 65 years. Also ich habe mir Overwatch nur gekauft, um die WoW Collectibles zu kriegen. Ich sag's ganz ehrlich. The development of Overwatch is first and foremost focused on you, our players. We want our game to represent this global community. From the release of our Samoa map, to our celebration of pride, to our first tie-in Peruvian heroes, Lifeweaver and Alari. We also want Overwatch to recognize those focused on achievement and prowess, and released our new progression system and the first set of Hero Mastery courses this year. Lang des 12-Monats-Mod ist, keine Ahnung. Just want something a little different? We've run April Fools and released a dating sim, an actual dating sim, Lover One. Ja, sind halt jetzt mittlerweile alle casual unterwegs, weißt du, so ist das. Casual. We've been hard at work on an overhaul of our competitive system. Die sind auch Nerds. And we'll get into that a bit today and a bunch more over the course of Ja, also ich weiß jetzt nicht, brauchst du unbedingt die Leute im Anzug? Brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, die waren doch sonst immer in den Blizzard-T-Shirts von der jeweiligen Expansion. Die haben sich da umgezogen. Also ich glaube nicht, dass die im Anzug waren. Ich glaube, du hast da eine andere Show gesehen. War es ein Business-Meeting? Let's go into it. To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers. Noch nie gehört den Typen. Keine Ahnung, wer das ist. Mr. Rogers. Aber die haben eine kleinere Bühne, oder? War das nicht sonst größer? Ja, obwohl, die Menschen sind doch relativ klein. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Bühne. Der Typ wirkt so, ob er so gar nicht so weiß, was er da eigentlich macht. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Da ist eine Rednerkappe auf. Together with an incredible team back at Blizzard. Many are with us today at BlizzCon. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. Bro, die Leute, die Overwatch machen, haben mehr gearbeitet als Overwatch-Devs. So eine Kappe will ich auch. Was? Also, ich weiß jetzt nicht, ich bin in keinem von beiden Experte, sowohl nicht in Overwatch als auch in Overwatch Porn, aber du musst es ja wissen, du Zocker, ne? Wann kommt WoW? Wahrscheinlich irgendwann nach Overwatch, oder? Das wird heute schon noch kommen. Ich habe mir jetzt den Plan nicht so genau angeguckt, muss ich gestehen. We haven't leaked any articles. We haven't leaked a spray or two. And we've left zero hints. Especially not in our recent geil wäre so ein kleines Add-on. Warum willst du denn immer arme Leute dissen, Galadin? Was ist denn mit dir? Ich glaube, der will absichtlich triggern. Okay, wollen wir Bingo spielen? Das muss eine Frau, ein Mann, ein Pockmann, was ist denn ein Pockmann und eine Frau und eine von der LGBTQ-Community heute im Stream zu sehen sein. Das ist ansteckend. That's my name, all right. This right here is Gunny, and she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. Erzählst du, Freunde, lieber du bist Botter, aber dann wissen die auch nicht, was das ist, oder? Kannst ja noch was anderes mit. Ich weiß nicht, was POC ist. Ne, erklär's mir. People of Color, oder? Wenn ich jetzt gerade so... Hat man doch gerade, der eine war doch schwarz. Also einen hast von deiner Checkliste schon runter. Ach so. Muss man jetzt maximal pigmentiert sagen, oder wie? Nein, das ist ja nicht böse. Also das ist ja so.
Nee, anders pigmentiert klingt aber auch komisch. Ihr macht schon wieder Topics auf, wo ich gar nicht hin will. So, was wollte ich jetzt machen? Rogue Order Hall wollte ich gucken. Unbelievable. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. Halt, ich muss ja die Dinge mitnehmen, der Artefakt drauf, ne? That's awesome. I love that trailer. We had a lot of fun working on it. It's amazing to finally announce Malga. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject of a lot of fun theories. Ever since that first introduction, fans have been asking when he may become a playable hero. We're excited. We finally have our first Samoan hero. Cool. Wird zwar kein Overwatch, aber der sieht ganz cool aus. Malga, his name, it means mountain in Samoan. He portrays himself as this big, loud brute. However, this is just a facade. He's a cunning tactician, always one step ahead of his enemies. One of the core goals whenever we make an Overwatch character is that people see themselves in our heroes. We're always striving for greater authenticity and representation with each hero. And with Malga, we got a lot of help, actually. Even his tattoo was created by an amazing Der Maui sieht 1:1 so aus. Nee, wer ist Maui? Malga is super fun. It was awesome. Malga is super fun to play. He's easy to learn, hard to master. Genau, bei mir sind auch die Händlerdevisen weg. Also alle Tutti Kompletti, richtig ätzend. Ich weiß gar nicht, unter welchem Punkt die drin sind. Wie ist es eigentlich von der Lautstärke? Bin ich lauter als das Video oder andersrum? Oder halt die Aufnahme da? Ja, das habe ich nie gesehen, Lilo und Stitch. Ist minimal lauter, okay. Wir sind jetzt hier das Artefakt-Ding. Das war da hinten. Kannst ein bisschen leiser machen, das Video, ne? Mit Overwatch ist jetzt für mich nicht so interessant. Was hast du da gepostet? Ups, jetzt habe ich das aufgemacht. Okay, auf einem anderen Ding. Also jetzt keine Pornolinks reinschicken, sonst kommt es auf dem Ding-Screen. Hoping to etch their homeland in the history books. That is insane! He's still fracking like a madman! And it's a 5-man rampage! Oh, what? What? Oh, here we go! They've tasted victory. They've overcome defeat. And all along, the hopes of their fans have lifted them up. Okay, will nicht, dass du Band wirst. Gut so. At long last, the Overwatch World Cup Finals are here. And for the first time in 4 years, we're all together once more back. Das stimmt doch gar nicht, dass ich nur Galadin mag. Aber Galadin hat das ja angestoßen, dass ich das heute nebenbei streamen soll. Nur das habe ich gesagt. Ich mag dich auch. And the wait is finally over. The Overwatch World Cup Finals start now. Genau, ich will, dass der PH streamen muss. Was ist PH? Ich kenne nur den PH-Wert. Please welcome Overwatch Esports host, Zoe Gschwind. Wow. Heißt die Zoe Gschwind? Gschwind Gschwind heißt die, ernsthaft, okay. Jetzt überspringen wir mal hier Overwatch Gschwind. This event has always been such a special event because it truly serves as a worldwide tribute to the beautiful and diverse Overwatch community. Nee, ich glaube schon, dass das echt ist. Die Leute, die auf der BlizzCon sind, sind ja die Hardcore-Fans, weißt du? Du gibst keine paar tausend Euro aus und bist dann nicht hyped. It's just very exciting to see familiar faces, big household names in the competitive Overwatch scene take the stage, form those star-studded lineups, Fearless, Super, Gushue and the likes. But each year, we also get to witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. It truly is a special event for a special community, and I'm very honored and truly happy to be part of it all. Now I know that all of you here in Anaheim
and everyone watching at home is joining us from all Frauen können das machen. Eine Seite vom Hemd reinstecken und die andere nicht. Wenn das ein Kerl macht, sieht er besoffen aus. Among them, a former 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. Wenn die LGBTQ ist, dann hat Gerke keine Chancen. So ist es wohl. Wenn, dann kannst du auf deiner Bingo-Karte einen abhaken oder du hast eine Chance. Das kannst du jetzt aussuchen. If you watch the first game today, tough competition ahead for Team USA. And if you want to find out if one of our former champions will remain victorious or if one of the other 6 Ich würde gerne mal eine Diskussion zwischen Gerke und Shioka sehen. Dafür würde ich auch ein Ticket ziehen. Ich glaube, das könnte interessant werden. Das kann man essen, habe ich gehört. Nee, ist eine Streamerin. Ich merke schon, der Gerke kennt sich nicht aus. Ja, da gibt's doch Geld. Gerk, hast du nicht behauptet, da gibt's kein Geld auf der BlizzCon? Now, of course, the winning team will walk away with a big bag, but this year, each and every single player out of the 43 teams participating. Ja, dann geht denn jetzt das Overwatch-Ding. Ich wollte WoW sehen. Gibt kein Geld. Doch, haben die doch gerade gesagt, 500.000 Attacken gibt's da. Natürlich gibt's da Geld. Thank you so, so much. Nee, das ist Overwatch-Turnier. So, tomorrow night we will be crowning the 2023. Ja, musst halt Overwatch spielen, dann kriegst du Geld, Gerka. And you can catch all the matches and all the action live in Hall B, as well as, of course, on stream. I'm going to be there. I'm looking forward to seeing some of you as well. And now, please welcome back Aaron with a few more things to share on the game side. Yes, Aaron. Thank you, Zoe. Nauga is awesome. And the World Cup matches all weekend will be so much fun. But Overwatch has another thing happening here at BlizzCon. So wenig Spieler in Overwatch, 50k Preisgeld, das Motivation rein haben. Nee, es waren doch 500.000, oder? Hab ich da gerade gesehen, nicht 50k. Part of an exciting collaboration with one of the biggest K-pop groups in the world. Da war 500.000 gestanden, 100%ig. Everyone can jump in game right now to take part, as well as check out their brand new music video for Perfect Night. And in honor of this collaboration, wir können da zurückspringen. Stage and perform in the arena tomorrow after the community night ends around 6 p.m. Pacific. Wann das jetzt? Working on this for Team to await his here to make some emerging onto wann das jetzt? 3-time World Cup champions, Team South Korea, and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. Da war irgendwas mit 500k gestanden. Wo war denn das jetzt? 100%ig. I tell you, it's not going to be easy. It's not going to be easy. If you watch the group stages and if you watch the first game today, tough competition ahead for Team USA. And if you want to find out if one of our former champions will okay, dann gehen wir wieder auf Live, oder ich finde es jetzt gerade nicht. Make sure to join us. Not only will you be treated to fantastic gameplay, of course, no, you will also earn special drops all weekend long on the Play Overwatch Twitch channel. Now, we have a lot of amazing Overwatch 2 action on the horizon and so much to play for our teams. We got over 500,000. Ja, seht ihr? 500.000. Okay, dann gehen wir jetzt wieder auf das Live-Ding. Ups, habe ich den Sound ausgemacht. Live wollte ich klicken. So. Hier, passt ihr überhaupt auf? Ich bin der Einzige, der aufmerksam ist, ich sag's euch. Boah, darauf habe ich gewartet, Cherry Blossom. And in 2024, a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. Within the Clash mode, we are returning to the home of the Shimada clan with the new Hanamura map, Hanaoka. Das auf jeden Fall, sieht schick aus, definitiv. Additionally,
we are working on overhauls to some of our most important in-game systems. Overwatch is a highly competitive game, and in early 2024, we'll release a reworked version of our competitive system with all new competitive rewards. And with Seasons, one of the team's goals has been to create themes that speak to so many of the cool and awesome things that we all love. Next year, you'll experience Eldritch Horror, Egyptian mythology, witches, and even a mirror universe where heroes become villains. Hatten die nicht Overwatch 2 angekündigt und dann kam nicht mehr viel? Irgendwas habe ich da am Rande mitgekriegt. Overwatch is nothing without its heroes. Mauga is the 39th hero in Overwatch, and in 2024, we'll be releasing 3 more, and we want to give you a glimpse of 2 of them. Jetzt geht's ab. A new damage hero Venture is coming in Season 10, and a support currently codenamed Space Ranger in Season 12. And this is just scratching the surface of everything we have in the works. Join us tomorrow here. Stimmt, genau, die haben das angekündigt und dann kam es einfach nicht, das PvE-Ding. It will have more information on Clash. The reworked Das competitive ist natürlich system. bitter, einen Tag vor Release einfach rauscanceln. Wäre wie eine neue Expansion zu releasen, aber dann die Season rauscanceln, kein Raid, kein M+, und kein PvP-Season zu bringen. Sagen, ja gut. Und die neue Kontinent wird auch gecancelt. Is our next hero playable in the Overwatch Hall here in Anaheim, but all of you at home can play Echt, sind die so low? all weekend in-game, including Quick Play, going live right after the BlizzCon opening ceremony concludes. Yeah. Mal schauen, wenn hier die Overwatch-Sachen direkt live gehen, vielleicht kommt zu WoW auch was. Lowest auf Steam. Krasse Scheiße. By the blood of the willing, we call thee home. Oh, we took down a 100. Let's go, baby. High Priest, kill the High Priest. Yes, yes. Dude, I am shaking so hard. Congratulations, the game is out. Oh, I'm pumped for Diablo 4. I think it's gonna be the best. What if you guys play it right now? Hell yeah, really? Yeah. I will cry. That would be amazing. This is awesome. Oh my god. Oh my god, that's so pretty. Go! Run! We really are doubling down on this idea that you can look the way you want, you can play the way you want, you can really make your own fantasy in this game. She looks like me. Das bezahlte Schauspiel? Nein, das glaube ich jetzt nicht. The way he comes in is crazy. Oh my god, the butcher. Boy. Instantly died. They revived me. Frag mich, ob Blizzard die Rechte von allen diesen Leuten braucht, dass sie das einblenden dürfen. There are literally like goosebumps. Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got her! Yes, let's go. Also die eine sah doch gerade aus, hier, Galadin wie Mia Khalifa, oder? Da hast du doch. Die streamt jetzt auch. Will you fight the darkness? Was mach ich dann? Stream, deine Reactions sind nicht übertrieben. Ich mache mir eher so ein bisschen drüber lustig, muss ich sagen. Bis der WoW-Teil kommt. Ich hasse das bei so Leuten, die so overreacten bei allem. Richtig schlimm. Warte mal, habe ich jetzt verkackt? Was muss ich denn jetzt machen? Please welcome the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. Rod Ferguson. General Manager. Schau mal, wie viele Sterne der auf die Schultern hat. Alle salutieren. General Manager. Habe ich auch noch nie gesehen, den Typen. This feels amazing. So glad you're here. And I'm so happy the people at home are here as well. You know, watching that was such a great reminder of what a fantastic community we have and what an exciting year it's been. Now, you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylanif, defeating our hardest boss, Uber Lilith.
Sieht aber schon cool aus mit der Bühne, dass sie die Farbe ändern kann. Also das ist schon nice. Passt gut zu Diablo so. I love the tattoos. You know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hell's Inc. events, including me. And so, you know, Necro Maine for life. So, you know, we talk a lot about the last BlizzCon 4 years ago, and back für den Sub then, bedanke ich mich schon, aber den Rest mache ich eher selten, ja, das ist richtig. Nur deine Aussprache triggert mich ein wenig. Na gut, jeder hat einen Manko, Gerka, weißt du. I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry. People who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Soll ich das jetzt ab sofort machen? Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. Remastered. I love Diablo 2. Bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es einfach laufen lassen soll und nicht viel zwischen rein laber. Ich weiß nicht, ob ihr das dann eher hören wollt. Aber ich glaube, die Leute, die nur das hören wollen, die schauen sich halt direkt den Stream an, oder? In fact, you might not know this, but 60% of Diablo Immortal players have never played a Diablo game before. So we really welcome them to our universe. And then of course, there's Diablo 4. Ja, bitte. Du musst sagen, was von beiden du willst. Warte mal, war Diablo Immortal nicht so ein bisschen unbeliebt? That made it the biggest launch in Blizzard's history. And it means so much to the team to see how you've embraced it. You know, we've played over 1.5 billion hours together so far, and it's your love for the game that drives us. Vergessen. Thanks to you, we've made a lot of changes over the last 5 months. In fact, our patch notes for Season of Blood, our second season, Season of Blood, das klingt irgendwie schon ganz nice. Because that is how much our community has influenced. Genau, das Mobile Pay-to-Win-Game. So wie das, was heute rausgekommen ist, Warcraft Rumble. Ich habe schon ein bisschen gezockt für das Pad, was man da kriegen kann. Now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about. Was ist denn jetzt Phil Spencer? And with that, I'd like to introduce Diablo 4's 2 production directors. They help lead the teams who are building everything we do today and everything moving forward. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. Chris Wilson. Tiffany. Schauen wir mal, ob du wieder an deinem Bingo-Karte jemanden ausstreichen kannst. Thanks, Rod. Hey, BlizzCon. The last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. Ich hab's mir auch gedacht, Gerka. Hast du wieder eins von der Karte weg, hä? The launch was incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. But first, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. Ist so gut angekommen? So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given you a couple this War das nicht das Don't You Guys Have Phones? Wo dann ausgebuht worden ist? So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level 55 ja, das ist Gerka-Bingo. Ich glaub's auch. You can go after for Uber Uniques that everybody's been, sieging for. And with those new bosses dropping both Uniques and Uber Uniques at a much higher rate, and even dropping some special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the end game, letting you get to level 100 about 40% faster than in Season 1. I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have 2 characters in Season 2 already. Of course, all that leveling is about getting that amazing loot. So we've also changed how item power gib mir den amazing Loot. Loot. The power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. The more challenging the fight, the better the loot. There's still lots of work to be done with reworking itemization. In fact, it's one of our highest priorities. But this, along with upgrades to some of our unique items, da hinten is a Käfig great vergessen. first step. So please keep that feedback coming. Now let's talk about quality of life. Here's a few improvements that came directly Stell mir das mit dem Feedback immer so bei Blizzard vor. Da ist der Drucker und drunter steht der Schreddermaschine und direkt vom Drucker in die Schreddermaschine rein. Dann haben sie nämlich Konfetti, weißt du, bei denen im Headquarter.
so you can create even more characters and try different builds. A targeting dummy has been added to Gigabyte, as you can test, Mehr so you can IDs. test those builds before you run into the butcher. Liebe Searching and Asiaten, ich freue filtering mich your immer, dass stash ich is sie now sehe. possible, Ja, okay. and your stash is now Wissen wir mal, was available Gerkas in Typ every ist. town in Sanctuary. Asiatinnen. World bosses appear almost twice as often, so you can die almost twice as often. And we've also freed up some inventory space by making gems of Halber crafting Asiat. material to make even more room for those uber uniques. Das glaube ich nicht. Those are just a few of the new additions Also Assi. already in the game, but we're not done with Season of Blood yet. In fact, starting next week, we'll introduce 5 unique class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, Necromancers. Once again, Ich bin so froh, dass ich nicht Diablo, also Diablo scheint ein cooles Spiel zu sein, aber wenn ich sagen müsste, ich bin heute wieder in der 7 von Malignant unterwegs, das würde ich nicht hinbringen. Ich hoffe, die WoW-Namen sind einfacher. So this will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned gold. It's just another way to give you even more control over making just the right build for the challenge at hand. Also on December 5th, as promised, we'll have another exciting new Und du bekommst nicht hin, obwohl sie einfach a sind. 6-week event called Dumm sagen Tal. UltraGear. Jetzt fängt der auch schon an wie Noobsocker hier. Playable pinnacle experience designed for players who have reached level 100, slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Those who survive will attain a paragon glyph constructed of the Vampire Lord's very Bleib own bei blood. Stumm. But Sangental. beware, Sag nicht Stumm, Sangental, das klingt scheiße. and only gets harder. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday time. Not only here, Rallekühle but sag in ich richtig. Sanctuary as well. Glaube ich. Our first Ich ever verbessere die holiday Namen event, für Blizzard. Midwinter Blight, starts on December 12th. Oh, der Applaus war jetzt aber eher mager. Dieses Lachen, um den Schmerz zu unterdrücken. Da hat er ein bisschen mehr erwartet, der Kollege. Habt ihr das gemerkt? Das tat gerade ein bisschen weh. Jetzt muss es weggrinsen. Könntest du mal eine Bingo-Karte machen mit einem, weil den Teller falsch ausspricht? Ich glaube, das wäre ein neues Spiel nebenbei. Da habt ihr aber wahrscheinlich dann schnelles Bingo. Sag doch Zaralek. Where the heroes of Sanctuary can compete for their class ranking against Bitte, their so viele friends, Sachen sage ich nicht their falsch. clan, or anyone in the world. Watch out, Mikey Barra. I am coming for you. Das war eine Drohung, habt ihr gehört? I'm coming for you. The highest rank will be added to the seasonal Hall of Ancients, where their name and build will live on. So, that's a quick look at where we are today. And while the live game is our #1 priority right now, we have a separate Diablo 4 team that's been working hard on our next chapter. So how about a little teaser? Ach, Dragonflight sage ich doch richtig. Ich sage jetzt schon nicht mehr Dragonflights. But as we look to expand on the story we started in Diablo 4, we're going to take you somewhere even darker. Welche Zone bist du, ohne auf die Map zu schauen? In welcher Ra bin ich? Ich kenne mich ziemlich gut in WoW aus. Kann ja jede Zone von WoW sagen. We have each played a part in what has happened here. You abdicated your choice to this child. And with every step she takes, I grow stronger. There will be no salvation in the light. Grafik sieht schon nice aus. Die Grafik hast du auch nicht in Diablo Ingame. Vessel of Hatred is Diablo 4's first expansion. Sicherheitsblick auf die Map. Hey, ich weiß, dass das Val'sharah ist. Also hier oben wird es übrigens auch nochmal stehen, so nebenbei. In Diablo 4, as we learn the fate of the prime evil Mephisto and his demonic plans for Sanctuary. To do that, we'll be visiting a region new to Diablo 4 and a fan favorite from Diablo 2.
The lush jungles known to outsiders as Torajan, Hier. known by the locals as Aber ich weiß es auch so. Ich kenne mich in WoW ziemlich gut aus. story set in a mysterious new region comes new ways to play, new evils to vanquish, and of course, a completely new class never seen before in the Diablo universe. Vessel of Hatred releases late next year, and we cannot wait to share more about it this summer. Now, before we leave, we want you to know that it's your passion that drives us. Your feedback will continue to help us evolve and improve the Diablo 4 experience for years to come. We couldn't be more excited about our future, and we hope that you are too. Our team has put in a lot of hard work, and we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 campfire panel where we'll be sharing more details about the expansion, deeper dive on some of the upcoming game changes, and we'll also have a special Q&A session to close it out. So enjoy the rest of the show. Ach, Kacke, ich habe den Black Market wieder vergessen. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Jetzt machen wir die Quest noch kurz fertig und dann schauen wir Black Market. Hast du so einen Wolkenkratzer neben als Nachbargebäude, dass du dich selber spiegelst, oder wie? Welcome to the world of Warcraft. Oh, jetzt wird's interessant. World of Warcraft. I'm William Shatner, and I'm a shaman. War ja fast lustig. I'm Mr. T, and this is my Night Elf Mohawk. There's no such thing as a Night Elf Mohawk. Shut up, fool! Fast aber noch. Where heroes like Leroy Jenkins do battle. Leroy Jenkins! That would be the world of Warcraft. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. Timing was perfect! That was fire. For the Alliance! For the Alliance. For the For Azeroth! Ready to work. Please welcome the General Manager of Warcraft. Müsst jetzt jedes Mal salutieren, wenn er General Manager sagt. Ganz wichtig. Achso, warte mal, so ein DK. Doch, den habe ich schon mal gesehen. Oh, er hat ein bisschen zugelegt. And thank you. Hat versucht, den Reißverschluss hochzuziehen, hat gemerkt, klappt nicht und hat das sein lassen. Anybody here for Warcraft today? Yeah! Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So give it up for my Warcraft teams. Das ist Bodyshaming. Oh, stimmt, das darfst du ja auch nicht mehr. Nee, bei Männern darfst du das machen, nur bei Frauen darfst du es nicht machen. 30 years ago, a dispute between orcs and humans led to one of the longest running fantasy adventures in video game history. Er hat Warcraft gesagt. Right? Vielleicht kommt ja Warcraft 4. Generations of players have called Azeroth Warcraft 4 würde ich feiern, wenn es kommt. Teenagers that first played Warcraft when it was released. Da hätte ich schon richtig Bock drauf. Der hat Pornhub gesagt, nee, ich glaube, der ist bei einer anderen Firma. Parents, right? Right. Raising new heroes to take on the raids and battlegrounds of this timeless adventure. It's those shared stories of Azeroth, both in-game and out, that make up this universe. Today is a great day for Warcraft. Er sagt Warcraft. Ich glaube, da ist irgendwas im Busch. This is the beginning of a bold new chapter that will take us through the next
Spoilt mit Glatze? Oh yeah. Okay. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. Ah, das ist schon abgelaufen. Ja, aber 300 irgendwas K. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. Nein, die haben vor der Alliance geschrien. Throughout the taverns of Azeroth, tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Yeah. I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their collections, and boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game, Warcraft Rumble. Yeah. Me too. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. And finally, World of Warcraft. Ja, jetzt, here we go. Da warten wir drauf. Geht das jetzt auf Mittel? WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions, fighting alongside each other. Ich hab's heute gespielt, Warcraft Rumble, um mir das Pad zu holen, was man da verdienen kann. WoW revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming. The very first BlizzCon. Ich habe sogar ein bisschen weitergespielt, ich find's ganz lustig. Kann man machen. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Yeah. Azeroth is a home we can always escape to. A home that is always waiting for us. Together, we build this universe. Our team. Ich muss die ganze Zeit auf diesen Reißverschluss gucken, ohne Scheiß. Ich will dir nicht schämen, den Kollegen, aber ich muss da, es hilft nichts. You are the heartbeat of the brand new adventures that are about to unfold. Ich weiß nicht, ob es auf dem. Das ist halt ein Handy-Game, ich hab's auf dem Handy installiert. Keine Ahnung, ob es das für den PC auch gibt. Thank you. Please welcome from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. Deswegen trage ich XL. Naja. Hello, BlizzCon. Eine angenehme Stimme. Well, I have a pretty good view from up here. It's really nice to see you all. We are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th wir werden geteasert. Ja, jetzt kommt Hearthstone erstmal. Alter, was? Dafür hat einer 2,5 Millionen reingelatzt. 600k für den Koloss, was ich mit euch verkehrt, den habe ich die letzte Woche 4-mal gekriegt. Das ist wasted. Und das ist auch wasted. Leute. Enjoy brawling with friends in the battlegrounds. Or maybe you've just listened to the 10-hour version of the Saviors of Uldum theme song. Thank you all for being a part of our bustling tavern. We invite players both old and new to join us for our 10th anniversary next March. But we have so much to enjoy before then, so let's talk about what's happening right now in Hearthstone and in Battlegrounds. We're setting the stage for a standoff in Hearthstone's upcoming expansion, Showdown in the Badlands, which takes place in Azeroth's Wild West. Die Badlands jetzt weit west? Two strangers will cross paths, an outlaw and a lone ranger. Though they may not know it now, together they are destined for a grand adventure. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there.
But it didn't take long to realize that Vielleicht wird's ja doch noch eine Piraten-Expansion. Everything would change. Step aside. Ha! You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. We did it! No! Oh, nuts. As it turned Versuch mal 10 Minuten nicht negativ zu sein, ich kann nichts versprechen. Wird schwierig bei dir, ne? Alter, ist auf 200k hoch. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Ich glaub, da müssen wir noch ein bisschen Gold rüber schicken. Candle but slider. Sleeping like a rock. Let's show these fine folks some Badlands hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. That's right. Our beloved Reno Jackson and Elise Starseeker are getting an origin tale. They'll work together to save the Badlands from the Blood Rock Town's nefarious mining operation. Singleton decks are returning with cards like Reno Lone Ranger, Hearthstone's first ever neutral hero card. We'll talk more about him at the What's Next panel later today, where we'll also be revealing a motherlode of exciting new cards. You can get your hands on them and more when Showdown in the Badlands releases on November 14th. Now, I know you may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards, on top of 5 sets that are already in the standard rotation. And if you're a new player or you're coming back after a break, that can be a little overwhelming. So we have been hard at work to make it easier than ever to join us. We're excited to announce Ketchup Packs. Nice Ketchup. Ich mag Ketchup. These are game-changing for getting your collection. Ich hoffe, es gibt auch Mayo. You see what we did there? Instead of the typical 5 cards you'd find in a regular Hearthstone card pack, you can get up to 50 cards from a single Ketchup Pack. Da ist ein Typ, der klatscht. Cards you receive will all be from within the last 2 years, ready to play and constructed. All of our players are going to get Ketchup Packs to open once you log in, and for all of you here at BlizzCon in person, or those of you at home who purchased either BlizzCon collection, we're also gifting you a few more packs. For anyone who's been away for a while, all of these packs can add up to hundreds of cards. We'll also be adding quite a few of them into Das Asche für 2,5 Millionen, krasse Scheiße. We hope to see all of you getting some amazing cards and filling in or beginning your Hearthstone collection on November 14th. Die meisten sind da im Publikum echt wegen WoW, ne? Das ist für die Entwickler von den anderen Games natürlich schon ein bisschen blöd, wenn da ein bisschen wenig Feedback kommt, um es mal nett auszudrücken. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. What started as an experiment became a huge part of the game and a fun way to play in the tavern. But playing together is what inspired the new mode
we're debuting here today. Queuing up as a party for a lobby is great, but ultimately, you play against each other. What if you could actually play teamed up alongside each other? Sounds fun, doesn't it? We're pleased to announce a truly cooperative way to play. Battlegrounds Duos. With a shared health pool, team combat, and sending cards back and forth between teammates. Now you can fight with your friends instead of against them. We were inspired by the Battleground community's creativity, finding ways to team up and help each other achieve top 4. So now we're setting an official table for you and your partner to take the crown together. For those of you here in person, grab a friend or make a new one, because you can try Battlegrounds Duos here at BlizzCon right now at the Hearthstone demo area. We're planning to launch this new way to play for everyone early next year, and you can learn more later today and see the new heroes and minions that make teamwork so fun in Battlegrounds. It makes the dream work. We love teamwork. If you're tuning in at home, please make sure to join us at the What's Next Dass er den kürzeren gezogen hat, muss rausgehen. Das glaube ich jetzt nicht. You can also join me and other members of the Hearthstone team in the tavern. For you worthy opponents out there, come duel a dev and challenge the Hearthstone team. Or ich sagen, technische Fehler, Stream hat kein Voice. Pull up a chair by the hearth. Aber jetzt wisst ihr, dass da nicht, dass quasi der Applaus wird nicht eingespielt. Oder der Kollege, der den Applaus einspielen will, ist so ein kleiner Sadist und macht's bei ihr absichtlich nicht. Weißt du, was ich meine? Fertig, grüß dich. Was für ein Game kommt danach? Ich weiß nicht, also 1 muss noch kommen und dann kommt erst WoW. Der erste Tag der Toten in SW am Friedhof müsste die sein. Jetzt kommt Warcraft Rumble, oder? Oh, süß. Danke, ist verloren. Bislang verbraucht. Hier, ja, guckt euch mal das an. 1 Mount, 2 Mounts, 3 Mounts, ne? Es sind einfach 3 Mounts hier drin. X-Pads. Du musst sogar scrollen, aber das siehst du auch selten. Das ist halt lauter Ramsch, was da drin ist. Alter, 1 Million schon wieder für den Ramsch. Wobei der Panther ging nur für 600k raus, krass. Das ist eine trojanische Panther. Ich glaube, das werde ich nicht gewinnen, hä? Wie es aussieht. Please welcome, from Warcraft Rumble, Executive Producer Vic Sarath. Und der Vic. Wenn mal, ob nur irgendeiner im Anzug kommt, aber ich glaube, es ist eher nicht GRK für dich. Oder? Was hat der? Hat er eine Angst? Nee, das ist auch so eine normale Jacke. You gotta love Anixia. She didn't even use a deep breath there. Hello, BlizzCon! Last year, the team and I announced we were working on a brand new Warcraft game. A way to bring Warcraft with you wherever you are and wherever you go. And as you just saw, we've had a ton of fun and poured a lot of love into making this game. Warcraft Rumble is an action strategy game with a deep PvE campaign. Also bei mir hat sich Warcraft Rumble heute schon 2-mal aufgehangen und ich muss jedes Mal wieder neu laden und ich hatte shitty Internet. Und das hat mir ewig gedauert, bis jedes Game geladen worden ist. Aber ich habe es bis Durotal geschafft, ne? Ich habe schon eine Weile gespielt. So,
Hier das Ding You've hoch. ever wanted to see Jaina command an army of Murlocs? Or Grom lead a horde of angry chickens, apparently? Die Chickens, die reißen nichts, die kann ich vergessen. This is your opportunity. By combining leaders, troops, and spells from 5 families, Alliance, Horde, Beasts, Undead, and my personal favorite, Blackrock, you'll battle your way through maps inspired by some very familiar locations. You'll fight to control Und magst du mir mal bitte resources, sagen, mit capture welchen powers, Add-ons, welche and Optionen du eventually kleine Kreuze defeat bzw. the Haken auf boss den Items or bekommen player hast? at the other end. Speaking of bosses, each Das müsste one All the has their own Things unique sein, mechanics. gepaart mit... So you'll have to adapt your strategies Warte, ich to such's the mal threats you'll kurz. face as you battle through the campaign Ich and glaube, beyond. Mock-It ist es, ne? Mock-It Our müsste goal das sein. was to give you everything you love about Warcraft. Ach, du kannst auf dem PC spielen? reimagined with a big dose of what our team calls Nee, das ist Mock-It, glaube ich, nicht Kenner-Mock-It. Kenner-Mock-It habe ich nämlich nicht mehr drauf. Ich habe nur noch Mock-It drauf. Ah, nee, okay, ne, du hast recht, es ist doch Kenner-Mock-It. Ich habe doch wieder beides drauf. Ups. Whether it's for 5 minutes at a time or hours on end. And that was something we especially focused Ja on gut, during the Metzen soll ja beta, wieder dabei sein, ne? to make sure you have something fun to do every time you open up the game. And for those of you that played the beta and gave us your feedback, thank you so much. It's because of your support and the hard work of our team that we feel we got something really, really special on our hands. Now, let's take a look at the result. Ach, Uta ist auch dabei. Oder war das jetzt Tyrion? Könnte auch Tyrion sein von der Frisur her. Diese Raketentürme sind richtig ätzend. Keine Ahnung, da habe ich richtig viele Einheiten drauf gewastet heute. Also es stand bei mir dran, dass ich es freigeschalten habe, aber das kriegst du anscheinend aktuell noch nicht. Das dauert noch, bis du das in WoW dann quasi bekommst. That's why we've made Warcraft Rumble available to download and play right now. Bisschen Sattel vergessen, das natürlich bitte. Wie lange ging das nicht? 3 Tage? Ist das schon rum ums Eck? Ja, stimmt. Das ist schon rum ums Eck. Es geht heute nur bis 10. Ah, ich dachte, es geht bis 0. I'm in a lot of trouble once I get off of here. Whether you're a veteran of Azeroth or just have a deep love for strategy games, there's a lot to enjoy here. We've got a huge campaign with over 70 bosses. And for those of you looking for an especially unique challenge, we even have a heroic campaign with an extra layer of difficulty that we cooked up ourselves. We've got maps with verticality, capture points, resources, traps, and all kinds of other contraptions. Each map was lovingly handcrafted by our team and is its own unique puzzle. In Warcraft Rumble gibt es Mikrotransactions. Ich hab mir den Shop schon angeguckt, da gibt's einiges zum Kaufen. And when you're in the mood for a solo dungeon, we've got you covered there as well. Ja, so nebenbei kann man schon mal spielen. 3-mission gauntlets through places like Normagon and the Dead Mines, where you equip Typen sehen your aus, dass armies ein Hemd with dumm aussieht. game-changing relics. Jetzt, auf das Hemd habe ich noch gar nicht geachtet. Or jump into PvP.
and duke it out with other players on maps inspired by some of the most legendary maps and battlegrounds found in World of Warcraft. You can even join a guild and work together with your friends towards some super special shared rewards. I can only say... Ja, sowas habe ich auch gemacht. Sonst habe ich auch nur gespielt, bis ich das Ding habe. Aber ich habe es ein bisschen weiter noch gespielt. We have so much more coming. For starters, we're going to be releasing a new mini with each season. And that also starts right now. Season 1 of Warcraft Rumble is live. And the latest addition to our growing roster of minis is none other than the Banshee Queen herself, Sylvanas. We're also working on even more ways for you to play with or against your friends. And that includes the biggest challenge in all of Rumble, raids. Make sure to join our Warcraft Rumblings panel later today to hear all about raids and what else we have in store for the future of this game. Now, BlizzCon, before I go, I just wanted to let you know, the team and I, many of whom are here in Anaheim with us right now, we love playing strategy games. And we set out to make a game that harkens back to our RTS roots, where Warcraft began almost 30 years ago. It is really made out of a genuine love for Warcraft by people with deep roots in the universe. No matter how you like to play, there's something for everyone to love in Warcraft Rumble. Thank you so much, BlizzCon. Enjoy the chaos, and we'll see you in game. Enjoy the chaos. It's your call talk. Please welcome Executive Producer, World of Warcraft, Holly Longdale. Ja, klar, das ist ja auf WoW basiert, aber die Map von Warcraft Rumble ist ziemlich zusammengeschoben. What's up, BlizzCon? Ein Kostüm? Ja, ne? Oh, I'm so excited to see you all here. This is fantastic. Well, can you believe we've been playing World of Warcraft for almost 20 years? You know, 2004 was a while ago, right? You know, some of us, we waited in those lines for those midnight releases and got our discs. Yeah! Oder er hat in den letzten 5 Mal Rumble richtig ausgesprochen und du sprichst das Rumble aus. Ich habe Rumble gesagt. Das ist ja schlau und dann legt sie wieder hin. Die sieht irgendwie so ein bisschen superheldenmäßig aus. Ich hab nicht Rumble gesagt, geh weg. Arthas and Thrall and of course so many others. And together we've jumped through the portal into Hey, Telar wusste gar nicht, dass man die BlizzCon streamen darf. Mir haben die Leute gesagt, weil es dieses Jahr free ist, darf man's. Also, ich hoffe, ich bin da nicht falsch informiert. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der streamt, oder? Hoffe ich jetzt mal. Gaming has changed, and you have changed, and so have we, particularly in the past year. The entire team across both modern and classic have embraced their communities. We are truly listening to your voices and taking die kosmetischen Items, die kann man ja zusätzlich kaufen. Open new ones and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. Ich würde eigentlich Cosmetics sagen, aber dann ist es zwischendrin, ist mir nicht mehr eingefallen. Egal. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born. Wenn anderes machen, mache ich es auch, ist immer gut. Naja, ist ein Indikator dafür, irgendwer wird sich schon richtig informiert haben, weißt du? Wenn der Nachbar die Mülltonne rausstellt, für die Müllabfuhr machst du es auch. Ja, es geht jetzt erstmal so allgemein um WoW, so wie es aussieht. Es gibt eine deutschsprachige Übersetzung, aber die Leute wollten nicht, dass ich die angucke, deswegen sind wir auf die englische. But you go again. We've loved watching you take on the challenge or die trying.
Ich kann es auch live übersetzen, wenn ihr wollt. The community has asked, the team is planning to add a new way to play hardcore early next year. And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. And while there's still more to come in Wrath, earlier this year, we looked at your feedback to think about where are we gonna go next. We read through a lot, and I mean a lot of your feedback on social media forums, and we sent out surveys to our players. And here at BlizzCon, we're happy to announce Cataclysm is coming. Ach, bringen sie doch Cutter? Interessant. And it's coming with #changes. Oh, based jetzt, on your okay. feedback, just like you'd expect from Classic. So now, let's jump into the Wayback Machine and get a reminder of all things Cataclysm. Also ich spiele zwar kein WoW Classic, ne, aber das mal gucken, was dann kommt. Ah, die Ingame-Grafik, so wie wir sie kennen. Genauso sieht das Ingame aus, ja. Warum fallen die Häuser einfach auseinander? Okay, da ist ein bisschen Sturm. Okay, vielleicht deswegen. Ja, der Trailer ist neu. Schaut schon verdammt cool aus, muss ich sagen. Mit dem Mamani-Bär, alles klar. So könnten sie die Grafik mal in WoW anpassen, wäre schon nice. Die Grafikkarte ist jetzt gut. Ich habe mir jetzt einen neuen PC gekauft, das müsste schon laufen. Die sieht immer noch so aus, ob die in irgendeinem Fantasy-Film mitspielt. Get ready, my friends, because I love the passion, by the way. Get ready, my friends, because the road to Deathwing's destruction is coming in the first half of next year. All right. Now, over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla experience, and we've loved it. So much, in fact, that we thought we'd add some unique flavor with a seasonal note. Bin gehypt, ich werde es nicht spielen. Ja, sieht bei mir wahrscheinlich ähnlich aus.
Season of Discovery is vanilla wow with a spicy twist. You're going to discover new secrets as you scour the world and find class-altering abilities. Heißt Class-Altering Abilities, das Have you heißt... ever wondered what it might be like to be a tanking warlock? Warte mal, gibt's das nicht schon? Da gibt's ja dieses Ascension-Ding, oder? Kopiert Blizzard das jetzt? In Season of Discovery, you can. The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with the brand new level 25 endgame. You'll discover a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. Also du kannst bis Level 25 spielen, kannst dann in Raid laufen und dann erheben. Das hört sich so an, ob da nicht so viel Content drin ist. Or just a little intrigued about what exactly a Warlock Tank can do, go check it out. Warlock Tank gab's doch in MOP schon mal, ne? Watching online, don't worry. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all of the secrets together, there will be no public testing. WoW Classic Season of Discovery. Naja gut, aber WoW Classic ist immer aufgewärmte Suppe, weißt du? Das wollen ja die Leute. Das wollen sie ja. For more information on the Season of Discovery and Cataclysm, don't miss the Classic panel this afternoon. All right, now it's time to talk to my Dragon Riders in Modern WoW. Oh, jetzt kommt's, das, was wir sehen wollen. Modern WoW. Our team remains committed to giving you meaningful game updates about every 8 weeks with more content sprinkled in between. We really want Komm, wir schalten es to jetzt mal feel um so. alive and the home Seht ihr ein you bisschen want to mehr? come back to no matter how you play. Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. I want to give a shout out to my elves. It is finally our time. 1 week later, Season 3 will start with the last raid of the expansion, Amirdrasil. Ein bisschen sexistisch hier. There we will have our final showdown with Farak and defend our new world tree. Holy shit. But fear not. Gerka haut raus. That's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue of this story and the bridge to our next one. Like I said earlier, we are evolving. We are changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. BlizzCon, it's time for a new adventure. One that has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. And who better to talk about the first step in this journey? Tin hat auf die Brücke gebeamt wird. Wahrscheinlich. Scotty beamt mich hoch. Than someone who carved the path in the first place. Everyone, please welcome my friend and the executive creative director of the Warcraft universe, Chris Netzeil. Na endlich! Jetzt wird da ein Schuh draus. Der hat auch keinen Anzug an, Gerka, also schade für dich. What up, BlizzCon? Holy smokes! Horde, where you at? Alliance! Na gut, der wird jetzt auch schon alt sein, ne? As one!
thank you. Thank you. It is, thank you guys. It has been a long, strange trip to get back to this spot, I tell you that. It has been interesting this past year being back under the hood of World of Warcraft. It has reminded me of a few things. One, I love Warcraft. Er hat nicht gesagt World of Warcraft. Number two, you know what? I really missed this work. And number three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. As Holly said a bit ago, next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. I can't even believe it. Whatever. How many of y'all have been playing from the beginning? I love you. Crazy. So given that, what was that? Doesn't matter. We started thinking, so what next, right? What expansion hook, what single storyline could possibly match such a historic occasion? We started thinking about, well, I did, the good old days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still in a way feel a little unresolved. And in the mix of all that stuff, in the mix of all those ideas, particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially something darker? Okay, es hat mit Zwergen zu tun. I don't know. Will there eventually be Old Gods. an apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void? Wenn jetzt ein Handygame kommt, das wäre richtig, bitte. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. It's gonna happen. And really the big question for all the marbles, what have the Titans actually been doing since the dawn of civilization? What is the real purpose? Old God wird schon was passieren mit. Little installations slammed into the side of the planet. Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Just saying. BlizzCon. All of these hooks and 100 more. 68, carry the 2. A bunch more. All cooking in the pot. Started to reveal a storyline. Something epic. How epic? Real epic. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. A storyline provided we do our jobs, we do the thing that will vector us into the next 20 years of adventure. Soll WoW anscheinend noch eine Weile gehen, würde mich freuen. BlizzCon. Soll ich mich jetzt bloß nicht enttäuschen? 12 € stehen auf dem Spiel. We call this storyline the World Soul Saga.
World Soul Saga? The World Soul Saga is so epic, as we covered. Ist jetzt das It Add-on? cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. Okay. Come on now. Having said that, we are working on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. We're not going to get into it at this BlizzCon. Warte, sind das kleinere, mehrere Add-ons? But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And Das ist nicht der Add-on-Name. is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So, it's coming. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Dun, 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 dun. Das wird spannend. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion What? sets. Okay, jetzt wird's spannend. Die nächsten 3 Expansions. Oh wei, das wird ein Haufen Arbeit werden für all the things zum Collecten. Does this meet with your approval, BlizzCon? My friends, I'm going to warn you, there may be mild spoilers ahead. Oh, also wer jetzt keine Spoiler haben will, der muss leider aus dem Stream. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BlizzCon? Die nächsten 3 Expansions, da bin ich ja mal gespannt. Also die Sachen gewinne ich mal wieder nett. The first part of the World Soul Saga and your 10th expansion is called World of Warcraft, The War Within. Der War Within, okay. Oh, das kann ich nicht aussprechen, das ist schon wieder RIP für alle meine Videos. In this chapter, you will be descending into the heart of Azeroth itself, exploring new subterranean kingdoms and engaging with ancient cultures like the Earthen and the terrifying Nerubians of Arsh-Kahet. Arsh-Kahet. Hat der Arsh-Kahet gesagt? But as the forces of darkness close in around our precious world soul, you, yeah, that's you, will be called to do what you always do, which is Ja, nicht eine neue Insel. dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Talk to me, BlizzCon. The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft Midnight. Midnight klingt ganz cool, ja. In this chapter, you will be returning, ready, to the old world, to the fabled lands of Quel'Thalas. There, the forces of the Void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness and fear. You will not only help reunify the scattered elven tribes of Azeroth, but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. Of course, BlizzCon das Pad ist da. is Azeroth. Things may not go to plan. Things may just spiral wildly out of control, leading us to the third part of the World Soul Saga.
World of Warcraft, the last Titan. The Last Titan. In this chapter, you will again be returning to the old world, this time to the wintry lands of Northrend. And there, at Ulduar, you will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. And there, you will uncover a vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature of Azeroth itself. In time, my friend, in time. And it's called Silithus. There you go. Machen wir was mit dem Schwert. BlizzCon, my hope, our dear hope, is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. We are playing for all the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. Now, BlizzCon. Hearken to me. Always wanted to say that. Thank you. Whether you are a current player, and I'm going to bet that most of you are, or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago, now is the time to come home. Now is the time to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Friends, Azeroth needs her defenders now more than ever. Now, in a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. What you're about to see is one of those moments. And with that, BlizzCon, proud defenders of Azeroth, let the World Soul Saga begin. Jetzt bin ich gespannt auf den Trailer. Jetzt ist es dunkel. Anduin? %100% Anduin. Kleiner Lockbrock. Der hätte es auch sein können, ja. Bisschen fettig aus, ne? Und eine Werbung für die anonymen Alkoholiker. Bisschen zu viel gesoffen. Bisschen Karte hatte. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me.
It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I'm not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. They're getting worse. Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. Warum steckt denn das schief drin? Das stand ganz komplett gerade. Das ist schon wieder nicht akkurat hier. Filmfehler. Ja, sieht wirklich auch ein bisschen aus wie Thor. So ein bisschen einen rougheren Anduin zu sehen, hat schon was. Achso, die Zaralek-Dudes haben das umgegraben. Achso. I do have to say, though, every time I see that cinematic, and I've seen it many times, it gets me right in my heart. It feels like a new beginning, and it feels like coming home. And we are so excited about where we are going. And now that you've seen or heard the overview for the World So Saga, let's talk about the war within. As we all gather and explore beneath the surface, we'll find an ancient Nerubian civilization. Neruba. They will be led by someone we were first introduced to in Legion, Xal'atath, a harbinger of the void. The void brings destruction and darkness that threatens all light in our world. The last time we saw Xal'atath, she promised we would meet again. And it turns out she was right. And while Anduin, Thrall, and others share the same visions emanating from the heart of the world, some are seeing something quite different. Kata Classic Edition im Shop. 80 Tacken. Kriegt man da irgendwas fürs Retail WoW oder kann ich es ignorieren? My visions leere, ja. not the same as the others. No radiance. No song. Just the shadow taunting me.
from below. Eine Insel. Gibt eine... Hello Fall. Warte, war da gerade das Schwert von unten? Deutsche Warband. Was ist der Hero Talents? Aha, Borrowed Power wieder, oder wie? Ach lol, den Dynamic Flying Wiss. Okay. Also Gerka sieht wahrscheinlich schlecht für dich aus, dass man das normale Fliegen überall hat. The fate of our world rests upon the edge of a knife. And our battle lies deep within. Ich glaube auch, dass das 3 Patches sind, verpackt in 3 Expansions. Befürchte ich, aber lass mal abwarten. In the war within, alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new features too that are built to last. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for 1 to 5 players that will offer endgame rewards. You may also find in your delve a familiar character who'll be willing to fight alongside you. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have warbands. With this feature, you could treat all of your characters like family and share banks, reputations, transmogs, and more. Was Reputations? Es kommt doch. Das, was ihr die ganze Zeit wolltet. We're also introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more. Also, during your travels underground, you will meet the Earthen Dwarves, and you'll be able to unlock them as our new allied race. Kriegen die dann beide, Horde und Allianz? The facial hair options are spectacular. There's so much more to talk about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony right here. What I can tell you, though, is that the call to get into the fight to save our world will ring out when The War Within releases next year. Fall 2024. And lastly, I sincerely want to say, we are so excited to begin this new journey with you. And from our hearts to yours, thank you for bringing our world to life. And now, with his own note of thanks, Mike Ibarra. Thank you to all the teams who presented today. There really is so much to look forward over the next 2 days. And this is only the beginning. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. BlizzCon, be great to each other and enjoy the show. Tausend Devisen kriegt man, okay, nicht schlecht. Also habe ich das richtig verstanden?
also mit den Twinks kannst du dann auch, kannst du dann quasi auch den Ruf kriegen, oder? Und was war da noch dabei? Transmog haben sie gesagt, aber das ist ja eh schon accountweit. Und irgendwas anderes haben sie noch dazu gesagt. Omen. Game Live. HTC Vive Mars. Virtual production made simple. Intel. Push your gameplay beyond performance with 13th Gen Intel Core processors. Check out MSI's wide array of monitors. 120, wenn man einen Cutter mitkauft. Warte mal, ich schaue es mir auch mal an. 4K OLED panels. They've got you covered. And the beneficiary of BlizzCon's charity auction is Direct Relief. Spielzeug, Effekt, eine Tage Spielzeit. Beta-Zugang gibt's da. Da gibt's echt wieder einiges an Stuff. Und was gibt's für das Cataclysm-Ding, wenn man das kauft? Whatever you can do. We beg you. Will you save us? Will you make them suffer? Can your shadow be our light? Will you fight the darkness? Please end the terror. Nee, du hast nur das Warcraft Within gelinkt, aber ich guck mir das nachher an, alles gut. Achso, du meinst Galadin, okay. In the beginning, I was all alone. Trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change. Danke dir. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. We did it! No! Aber für Cutter gibt's nur ein Haustier anscheinend für Retail und Camp. I had the right backup waiting for me, just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. Du bist das Maul, ne? Leadership. I'm gonna punch ya! Candle Bud Slider. Sleeping like a rock. Let's show these fine folks some Badland hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. 3 Tage Early Access. Echt, du kannst dann 3 Tage früher spielen? Hey, haben dann nicht alle den Add-on-Start gleichzeitig? Holy shit. Das war ja noch nie.
schon draußen gerade? Ah, ich weiß nicht. Früher zu spielen können dafür, dass du mehr zahlst. Also ich werde mir das größte Paket wegen den Collector-Bills holen, aber das finde ich nicht gut. Das sollen alle gleich starten können. Nee, du konntest schon im Pre-Patch spielen, DH. Da gibt's ja keine neue Klasse, oder? Die haben ja nur ein verbündetes Volk vorgestellt, keine neue Klasse. Also früher spielen finde ich nicht gut. Aber gut, dann machst du nix. Ja, mir persönlich auch. Ich hole mir wegen den Collectibles die größte Version, aber trotzdem finde ich es für die Allgemeinheit nicht gut. Habt ihr es schon gekauft? You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. Naja, gut. Ist ja eine neue Version von Cutter, so wie es aussieht. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Meinst du, jetzt sollen wir WoW-Marke kaufen? Wo ist er denn, die WoW-Marke? Mal gucken. Dark is coming, Anduin. The world needs your light again. Ja, fast bei 400k. I'm not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. Wie sieht denn das neue Mount aus? I trust you. Das hier, ne? Sieht ganz cool aus eigentlich. Da hab erst algerischer Sturmreiter gelesen. Mal da Drachen fliegen. Das sind seine blonden Haare nur dunkel, überall wird mit goldenen Haaren beschrieben. Weil er kurze Haare jetzt hat und Sand wahrscheinlich drin, dann wird das so bräunlich. Ist ja immer noch blond. Halt schmutzig. Look. Whatever's coming, I'll stand with you. Nö, Of course I will. ich kaufe mir das dann in Ruhe. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Ich mach dann Videos zu den Mounts und so, das machen wir alles in Ruhe. I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. Weiß ich jetzt
weiß nicht, ob noch was kommt. Jetzt schauen wir halt, was das nächste ist. Das Classic Mount ist auch für Retail, ja. Wie findet ihr das, dass jetzt 3 Expansion quasi angekündigt sind? Also ich hoffe nicht, dass es so ist, dass jede Expansion ein Patch ist und dass die jedes Mal nur ein Spiel verkaufen wollen. Aber hat der Leak genau das gesagt? Ich habe mir die Leaks jetzt nicht so im Detail angeguckt, muss ich gestehen. Ich hoffe, das sind schon vollwertige... Der Leak war Avalon. Ja. Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Paladin, der will. That's my name, all right. Der will einfach Geld ausgeben. Here is Gunny, and she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella. Die Stadt heißt so, okay. And when I fire them both, it's double trouble. Echt? Hat der Leak das auch gesagt? Oh, ich habe mir die Leaks gar nicht so genau angeguckt. Going so soon, I'm gonna miss ya. Don't tell me that's it. Both hearts pumping. I got your back. Ja, ich dachte mir auch, Early Access für WoW ist ein bisschen strange. Here I come. Say quick, Kiki. We got him where we want him. Kannst du WoW wieder maximieren? Ja, ich kann das wieder umschalten, warte. Unbelievable. So. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. Woo! Ich hab einen Mount, was du nicht hast, dass das nur erleben darf. Jetzt hier vom Dings da bumst oder was? Von der Erweiterung. Schauen wir mal, was da noch kommt oder ob das jetzt durch ist. Ja, wenn, dann kaufe ich mir das jetzt dann nachher gleich oder machen wir das Ganze in Ruhe. Jetzt schauen wir erst das BlizzCon-Zeug, ich nehme das dann mit auf. Bloß wenn ich mir das jetzt gleich kaufe, dann vergesse ich das wieder. Das machen wir dann alles eins nach dem anderen. Vielleicht haben sie jetzt meine Dings entbuggt. Ne, wo sind denn eigentlich die Devisen drin? Die sind immer noch nicht da. Ne, seht ihr, da ist die Währung nicht drin, ist verbuggt bei mir. Ne, ist halt verbuggt. Ja. Ich hab halt einen Bug, ich kann mir auch einen Experimentler kaufen. Ich sagte mir auch, ich hab 0. When it comes to power, performance, and style, you can't do better than an MSI monitor. Rapid IPS and Rapid VA displays provide gamers with the quickest response time on the market, giving you a competitive edge. HDR400 technology provides a more immersive experience for creators. With crystal clear images, 1440p resolution, and 1 millisecond gray-to-gray response, check out the latest MSI monitors to give you the advantages you need. Neue Quest ist auch am Start. Was für neue Quests denn?
Kommt man für jeden WoW-Account 1000 Devisen, wenn man sich's kauft. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber du kannst es ja mal ausprobieren. Ich will erstmal meine Devisen allgemein wieder haben. Devisen waren nicht in der Kiste bei mir. Ich glaube, da ist eh was buggy. Ich mache meine Kiste jetzt aktuell mal noch nicht auf. Müsste wieder angezeigt werden. Whatever you can do. We beg you. Will you save us? Will you make them suffer? Can your shadow be our light? Will you fight the darkness? Please end the terror. Telar, mit dem neuen Add-on kannst Mock mit einem Char für alle Rüstungsklassen sammeln. Bist du dir sicher? Weil ich habe mich schon gewundert, was die meinen, dass man
Transmods mit dem anderen. Jo, steht in einer Beschreibung echt, das wäre ja richtig big. Trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that with the right friends, everything would change. Step aside. You don't know who you're messing with. Das wäre richtig big. They knew the town's Mann, ich bin schon süchtig genug. Sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg waiting to explode. We did it! No! Oh, nuts. Ja, müssen wir mal abwarten, ob es dann wirklich so kommt. Turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Das mit der Bank ist schon mal cool. Let's show these fine folks some Badlands hospitality. Well, looking for a standoff? Careful. Ja, das steht da so drin. Aber ich frage mich, wie es bei Fraktionen ist, weil wenn du eine Quest hast, die du einmal die Woche machen kannst, kannst du dann nur mit einem Char machen? Also wie das mit den Fraktionen dann funktionieren soll, das frage ich mich. Ob das dann auch für die Alten gilt? Also Banking ist cool, Achievements ist doch eh schon accountweit und T-Mock, ja gut, also hört sich sehr, sehr cool an. Muss man mal abwarten, wie es dann sich ausgestaltet, ne? Ich denke mal, da werden noch mehr Informationen die nächsten Tage drüber kommen. Hör auf zu fahren, warte einfach bis Release und chill. Ja, ich mache ja trotzdem was. Genau, Reputations sind auch accountweit. Ja, ich habe jetzt auch 4 Accounts, aber du kannst ja dann theoretisch wieder auf einen runtergehen, ne? Oder auf 2, je nachdem, wenn man nebenbei was verkaufen will. Hier kommen jetzt immer wieder die gleichen Videos, so was ist da los? Das hatten wir doch vorhin schon mal. Das mache ich den Sound ein bisschen leiser. Geht um halb weiter, okay. Und was kommt dann um halb? WoW Retail. Ah, okay. Das wollen wir ja sehen. Okay, dann bleiben wir natürlich jetzt noch erstmal drin in dem Ganzen. Die nächste Enttäuschung. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. Nicht lang. Halbe, dreiviertel Stunde vielleicht. Du musst nur Hocker umhauen. Ich habe noch gar nichts gekauft. Ich mache das alles in Ruhe. Ich glaube, das wären die besten 3 Add-ons. Schauen wir mal. Ja, es sieht schon echt nicht schlecht aus. Das Cinematic muss man auf jeden Fall lassen. Aber ich werde mir schon alles kaufen, keine Sorge. Aber das kann ich jetzt später oder morgen auch noch machen. Erstmal noch bei der Bank anrufen, Kredit aufnehmen. Genau, haben sie richtig gehört. Neue WoW-Expansion kommt raus, muss alle 4 Accounts versorgen. Jetzt wird's teuer. Something dark is coming, Anduin.
The world needs your light again. My son. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. Ohne Scheiß, ich werde mir wahrscheinlich auch ein paar Marken kaufen, wenn das jetzt so hoch geht. Okay, ich habe hier alle Hidden Skins, das ist schon mal gut. I trust you. Über 500 Euro in WoW reingeballert, der Galadin. Holy shit. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie das mit dem Ruf machen, ne? Aber jetzt muss man mal abwarten, ob das rückwirkend ist für alle Fraktionen oder wie das aussieht. Ja, dass der Account weit wird. Whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Aber was mit der Bank? Ich hoffe, die ist dann auch serverübergreifend, accountweit. I'm not sure yet. Wisst ihr, was ich meine? Dass es nicht nur auf einem Server ist. But that sword. Dass das Sword oder das Schwert schief ist, ne, das triggert mich immer noch. Weißt du, Galadin, eigentlich hätte deine Frau vorher bei der Bank anrufen müssen und alle Karten sperren. Hätte doch wissen müssen, dass das wieder eskaliert bei dir. Welches Schwert? Ich sehe kein Schwert. Hä, da unten im Ding. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, ob ich es vergessen habe einzublenden. Das in Silitus steckt, was wir eben gesehen haben. Hat doch sicher ein Geheimkonto für WoW. Achso, das für die schlechten Zeiten. Das wird geplündert. Frau denkt, ist ein Konto für die Ausbildung vom Kind, ne? Wird schon mal was angelegt. Sorry to keep you all waiting. But now that I'm here, let's have some fun. Ach, die weiß das nicht? Okay. Aber gut, ist ja dein Geld, oder? Du verdienst das. Light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Actual gameplay footage. Natürlich nicht. Ich würde mich nochmal einen Stand fragen. Ach du Scheiße. Schauen wir mal, was da noch im Hype kommt, ne? Da wird es vielleicht dann alles noch ein bisschen genauer erklärt, hoffe ich mal. Sind aber schon ein paar coole Sachen dabei, definitiv. For now. Here I come. We got him where we want him. Unbelievable. Das habe ich auch mitbekommen. Ich frage mich, wie das mit Tierset ist, wenn da Tokens droppen, die du umwandeln musst. Wie das funktionieren soll, ob das dann auch geht.
glaube, das wird wahrscheinlich schwierig. Ich schätze mal, dafür wird es wahrscheinlich nicht gelten. Definitiv. Dann kann man auch mit einem Account easy ein Thema farmen, ist eine gute Änderung. Und ich habe jetzt über die letzten Jahre mit 4 Accounts extra reingehasselt, wisst ihr? Mann, Mann, Mann. Habe ich das nicht gelootet? Ob ich mehr Loot-Chance habe? Nö, eigentlich nicht. Außer wenn es halt Push-Drops sind, ne? Dann ja. Ich habe es gesehen bei dir und entschieden, dass du mehr Freizeit brauchst. Achso, das kann natürlich sein. Ja gut, bei Persolut ja. Das ist richtig. Bei Persolut wird's was ausmachen, ja. When it comes to power, performance, and style, you can't do better than an MSI monitor. Rapid IPS and rapid VA displays provide gamers with the quickest response time on the market, giving you a competitive edge. HDR. Weißt du, ich habe mit den ganzen Twinks, die ganzen Fraktionen alle nochmal hochgefarmt und jetzt kriegen es alle for free. Naja, es sei den Leuten gegönnt, ne? Aber es stimmt halt echt. In WoW, du musst einfach nur immer alles aussitzen, am besten nichts machen und aussitzen. Dann kriegst du alles for free. So ist es. Frag mich, ob du, wenn du jetzt eine Allianz-Fraktion hast, dann auch die Horden-Fraktion automatisch freigeschalten bekommst oder das funktioniert. Neue kleine Weltinstanzen, die alleine oder mit bis zu 4 NPC-Begleiter abschließen können. Das klingt ganz cool. Das ist so ähnlich wahrscheinlich wie Torghast, ne? 20 Jahre aussitzen ist halt echt so. 20 Jahre aussitzen, ja. Naja. Mal was ganz anderes gefragt. Wann wird es möglich sein, WoW in VR zu zocken? Ich glaube, das steht noch nicht auf dem Programm. Hast du die VR-Brille? Habe ich eigentlich vergessen, nach dem Black Market zu gucken. Aber die Sachen waren eh über meinem Budget. Ach so, hat keine VR-Brille, aber erstmal nach einem VR-Game fragen. Alles klar. Kaufe kein Auto, wenn keine Straße da ist. Ach so. Aber ich glaube, der Vergleich ist eher andersrum. Die VR-Brille wäre die Straße und das WoW quasi wäre dann eher das Auto, weil es gibt ja viele Spiele, die du VR spielen kannst und für alle brauchst du eine Brille, weißt du, was ich meine? Also da wäre es eher andersrum. Da sind jetzt die ganzen Sachen quasi. Planich, grüß dich. Ja, React hatten wir vorhin schon diskutiert gehabt. Kannst du da mit einem Account quasi durchzwirbeln. Keine Ahnung, warum sie die Sache jetzt bringen und nicht vor, weiß ich nicht,
6, 7, 8, 9, 10 Jahren, wo sie das T-Mark-System eingeführt haben? Ich verstehe es nicht, ne? Genau, du musst einen Account verknüpfen und dann ein bisschen die Kampagne zocken. Danke dir für den Gifted Sub, Galadin. Ich hoffe mal, dass bei den Quests auch alles T-Mark gibt. Das wäre natürlich richtig nice. Im Prinzip haben sie heute die nächsten 7 Jahre WoW gezeigt, richtig? Nee, ich glaube, die Expansions sind jetzt kürzer. Ja, das glaube ich auch. Ein Jahr, ein Add-on. Ich glaube, auf das wird es hinauslaufen. Pizza jetzt bauen und los geht die wilde Fahrt. Ja, muss man mal abwarten. Hört sich ja alles ganz vielversprechend an. Galadin, danke für den weiten Gifted Sub. Bin einfach so happy, ich merke schon. Jetzt lässt es richtig krachen. Halt, ich laufe gerade falsch. Soll jetzt nicht um halber das nächste WoW-Panel kommen? Ja, KWB. Ich denke gerade an Reckon, der macht jetzt bestimmt Freudensprünge mit seiner einen Account-Politik. Ich muss kurz Essen entgegennehmen. Kommt mal hervor mit dem neuen Zeug. Hier geht auf jeden Fall einiges. Oh, habe ich nicht angequatscht? Oh, die müssen den Bericht anhören, okay. With the right friends, everything would change. Die Dame, die mir Essen geliefert hat, war meine Ex-Freundin. Hätte Pizza bestellt, hat 10 Minuten gedauert. Und wie war dann das Wiedersehen? They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. Redet immer noch viel. Choco, vielen Dank für die Bits. Grüße gehen raus. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when Hast nach hinten gerufen, Essen ist da, Schatz. You got it, partner. Na gut, wer sich eine Pizza bestellt hat, dann weiß die ja, was los ist. Candle butt slider. Some Badland hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against Die ist mit reingekommen. Vielleicht will die wieder mit der zusammenkommen. Die weiblichen Irden haben eine Badoption. Mal richtige Zwerge. Rabina, vielen Dank für die 5 Gifted Subs. Grüße gehen raus. Und an den Galadin auch nochmal vielen Dank für einen weiteren gifteten Sub. Jetzt aber, jetzt geht's ja richtig los hier. Ich finde die Wohnung ziemlich toll in die Küche. Hat sie sich gleich umgeguckt oder was? Gleich wieder eingerichtet bei dir, Gerka. Pass mal auf. Jetzt aber hier. Gibt's einen kleinen Hype-Train.
Das Motto, never ever mit der Ex zusammenkommen. Warum das denn? Ist die jetzt schon verbraucht für dich, oder was? Wer ist hier länger zuschauen, hat noch keinen Sub. Oh, Galadin wird großzügig heute hier. Ich sag's euch. Bin neu hier. Ganz neu bist du nicht. Ich hab vorhin gesappt und mir dankt dann nie. Das habe ich dann übersehen. Dann danke ich auch an der Stelle. Psst. Aufgewärmt wird nur Gulasch. Danke dir für einen weiteren Gifted Subs. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, mit der Ex zusammenzukommen. Kann man schon machen. Aufgewärmt schmeckt oft besser. Da spricht der Kenner, hä? Schwertspitze sieht ganz anders aus. Ist der Rest quasi geläutert und mehr Kristalle. War das die Schwertspitze, oder? Die man gesehen hat in der einen Zone, wo dieses leuchtende... diese leuchtend goldene Spitze quasi von oben reinkam. Ich dachte es mir nämlich auch. Nee, die hat mich nach meinem ersten Jahr Krankenhaus verlassen, weil ich zu viel gestresst bin und kaum Zeit habe. Vielleicht hast du jetzt mehr Zeit und deswegen passt es wieder. Und die bringt ja sogar eine Pizza vorbei. Echt, grüß dich. NVIDIA GeForce RTX 40 series and NVIDIA Reflinks, the highest FPS and lowest latency on PC. Secret Lab, award-winning comfort engineered to support your every move. Experience the Oh, okay, das ist natürlich schon ein bisschen Red Flag, ne? Nach 2 Wochen ist sie mit dem besten Freund ausgegangen. Ja, gut. Hey BlizzCon fans, oh, jetzt geht's weiter. Please take your seats. Thank you. What's next? Jetzt wird's interessant. Sollen wir wieder switchen von der Größe? Showcasing a variety of exciting new games and updates, led by some of Blizzard's amazing creators, artists, and designers. So, to kick it all off, here's our first presentation, World of Warcraft, What's Next? Okay, ich switch wieder. So, das denke ich mal besser. Galadin, nochmal danke für den weiteren Gifted Sub. Heute kriegt jeder einen Sub, merke ich gerade, hier. 4 years have passed since the mortal races gathered together in Anaheim, California. Der war nicht schlecht, den kenne ich irgendwoher. Drums of BlizzCon thunder once again. Let me hear the thunder. Wieder ein bisschen lauter. Yes! Thunder. Oh, thank you. Thank you for being here with us today. Hello, everyone, and welcome to the World of Warcraft What's Next panel. My name is Taryn Gregory, and as you may have heard, thank you. As you may have heard from Chris during the opening ceremonies, we are at the dawn of a new era of Warcraft. The World Soul Saga. A story that will play out over the next 3 expansions and will take us on an adventure in World of Warcraft like we've never experienced before. This saga kicks off with the War Within. In this first chapter, our heroes will be called on an expedition to the subterranean depths of Azeroth, revealing a new world full of mystery, wonder, and darkness. There we will confront the shadows below and face new challenges on the battlefield as well as in ourselves. So what is next? During this section, I'll share an overview of the story of the War Within, and then next you'll hear from Maria Hamilton, who will speak to zones and cultures, and then wrapping up with Morgan Day, who will talk about dungeons, the raid, and our new systems. Let's dig in. In our cinematic reveal, did you guys enjoy the cinematic? Ja, war schon nice.
Big shout out to the cinematic team for their work on that. It's just incredible work. We witnessed as Thrall found Anduin Wrynn, who has been wandering alone for the last few years, grappling and lost in his own thoughts and dealing with the experience that he's been through, as many of you may have remembered. Throughout this and our features trailer, we learned two very important developments, starting with these visions. Thrall spoke of a vision calling out from the heart of the world, like a voice from a dream. This radiant song will compel our heroes to investigate its origins, and while at the same time, a darkness has been gathering. Even as the heroes adventured on the Dragon Isles, and in the war within, the mysterious harbinger that Iridikron spoke of will reveal themselves. Xal'atath has returned. Freed long ago from the black blade that once bound her, she is now the harbinger of a new era of the Void's dark machinations. And her message is clear. The Black Empire has fallen. The old gods are dead. And their ancient blood runs deep within the cracks of the world. We, the heroes of Azeroth, destroyed them. The forces of the Horde and the Alliance have proven time and again they are among the most powerful armies that have ever stood. The Harbinger has watched this. She is patient. And while the Black Empire failed, Xal'atath now seeks to set in motion the rise of a new dark legacy, one that knows our true strength and will seek to test it against a new threat of terrible power, the Nerubians of Azj-Kahet. Xal'atath has conscripted the Nerubian queen Ansarek, having offered her people a new future, one in which they will rise from their isolation as a mighty kingdom once again. And here in this sprawling city of Azj-Kahet, we will not find the undead soldiers of the Lich King that we faced before, but instead a new mighty stronghold of the Nerubians as they once were, deadly survivors of the mythic wars that have played out time and again over thousands of years. In return for their loyalty, Xal'atath has granted the Nerubians the means of a dark evolution, one that will turn the Nerubians into a new kind of ferocious and terrifying soldier that we will clash against time and again in the war within. Now let's talk about who we'll be adventuring with. How do you like the key art? Several of Azeroth's greatest heroes will rise to the call of the Radiant Song, and many will be faced with their own unique challenges. Anduin, having survived his ordeal with domination. Yes, look at the art. Oh. Sieht schon badass jetzt aus mit den kurzen Haaren, muss ich sagen. Anduin will be grappling with his relationship to the holy light Wesentlich that he reifer. no longer feels worthy of, while Thrall is seeking a connection to these visions, spreading across the world and working to find his new place in the Horde. While Magni Bronzebeard, long the Speaker of Azeroth, will confront the heavy weight of that responsibility once and for all. Champion! The Wounds Champion! Yes! But that brings us to, I know you saw this in the features Er sieht aus wie Thor. Vielleicht packt er jetzt einen großen Hammer aus. Mal abwarten. Alaria's journey will be central to the events of the themes of the War Within, as she, a Void Hunter, will use all of her prowess to hunt down the Harbinger while being torn between her own nature and the maddening call of the Void to which she is attuned. Along the adventure, she will have a unique rivalry with Xal'atath, whose twists and turns will come to define the nature of this new conflict. Of course, we'll see many more familiar faces on our journey and meet a host of new and interesting characters along the way that Maria is going to tell you more about in just a moment. But finally, this saga is only just beginning. Conceived to be... Yes! Conceived to be an epic worthy of the first 20 years of World of Warcraft, the World Soul Saga aims to redefine the storytelling in our expansion set and strike boldly at the core themes that define Warcraft. The might of heroes, the responsibility of that power, the pursuit of justice. Got to do my best Mets in there. Justice!
and the importance of finding common ground as well as ourselves amidst adversity. Up next, may I introduce Maria Hamilton, who will be sharing more about our zones and cultures in the war within. Thank you so much. Hello, BlizzCon. Wow, I am so excited to be here and delighted to represent our team and tell you about the places that we will explore and the cultures we will encounter in the war within. I can't really see all of you out there. I know there's a lot of you, though, because I can hear you. And I hope to hear lots of oohs and ahs when you see some of this cool art I've got to show you. So let's get started. Thank you. Thank you. Thank you. Yep. Thank you. Okay, as Taryn mentioned earlier, we'll be called by the radiant song, dreamlike visions that come from the heart of the Azeroth. This summons is going to lead us to the subcontinent of Khazalgar, a place long forgotten. Ist direkt neben Pandaria. It's only through recent explorations in Uldaman that we've discovered a Watcher report concerning a contingent of Earthen that was sent to this place long, long ago to investigate a fissure in the sector. What exactly that means, we don't really know, but we can probably speculate. So first, let's talk about the Earthen. Ooh, there you go. There you go. All right, we have met Titan-forged Earthen before, of course, in Ulduar and other places. But this society of Earthen has been isolated within Khazalgar Die schauen aus wie for a Dunkeleisenzwerge. really long time and have developed their own manners and customs. Now, visually, these Earthen are a bit larger in stature, and they're noticeably blinged out. They've got gems all over them, bedazzled, blinged out, you know, that kind of thing, right? But philosophically, they are guided by the edicts of the Titans, a set of codified orders, duties, and expectations that provide instructions for the core functions of their society. You know, Titans, order, all that, right? But the Titans have been absent for eons, and the Earthen are no longer united in their adherence to these edicts. They now exist as three groups that are estranged from each other. The Oathsworn, as their name suggests, still uphold the edicts faithfully and believe everyone else is doing it wrong. Their charge is guarding the Core Way, a Titan passageway that leads right to the core of Azeroth. They're primarily the city dwellers. They live conveniently near the object of their responsibility, that Core Way. Now, the Unbound, in contrast, have abandoned the edicts, and they are considered scandalously rebellious by the Oathsworn. Their original responsibility was providing the materials to keep the Titan installations supplied. And they're primarily rural. They're living in and around the quarries and the mines where natural resources can be acquired. They rarely interact with the city dwellers. They feel neglected and ignored because they have a different opinion on how they should live. Now, the machine speakers have strayed from the edicts in practice, but not with respect to their overall obligation to keep the Titan works functioning. They've had extremely limited contact with the surface dwellers, and they express no little disdain for those who just don't understand the great machines. Their homes are built around vast industrial projects under the surface that allow them to perform their functions in accordance with edicts, more or less. These different perspectives among the Earthen and their variable adherence to the Titan's edicts has weakened the society as originally structured. And that's not good, of course. But a much more serious problem is their steadily dwindling numbers. For reasons that I'm not going to get into here and now, New Earthen can't exist until we help them out by doing some things and unite Das ist die Frage mit den T-Tokens. Und nee, ich habe die Erweiterung noch nicht gekauft. Mache ich die Tage noch. As a result of our actions, the Earthen will eventually be unlocked as an allied race. Yeah. Für Allianz und Horde? Das ist die Frage. These player Earthen will replenish the culture's dwindling numbers and may join either the Horde or the Alliance. Schau mal an. Yeah. It is, of course, player's choice which side you wish to ally with. But as you can see from a small sampling of combinations, there's some fantastic variations and customizations coming for the Earthen models.
including different gem incrustations, beards for all body types, rocky skin patterns, tones, and more. Now that golden mohawk with the braids and the fringe beard, that's quite the look. But I really like the beardless guy with the bushy blonde eyebrows. He looks so cool. He's just kind of like, yep, what do you want me to do? So anyway, all right, moving on. Another cool culture that players will encounter in the War Within is the Arathi. Yeah, and you probably have questions, right? So these are descendants of the original Arathorian Empire, and they've arrived relatively recently and through some somewhat mysterious circumstances. And they find themselves trapped here within Khaz-Algar. Mysterious mostly because I can't say anything more about it just yet because of spoilers, but it's not like spooky mysterious, it's the other kind. As a people, the Arathi are worshippers and wielders of holy fire. They are dedicated to bringing hope and light to the darkness. They're tough, resilient people, with every member of the society being an able combatant. Some few are further blessed with paladin-like abilities through their devotion to the light. Even their airships are powered by sacred flame. The extent to which they're comfortable in battle is probably a good thing because they have established a home away from home in an enormous cavern bordered by an endless underground sea from which terrifying creatures emerge to rampage and create havoc. Not my idea of a cool place to hang out, but they're really, really tough. These watery monstrosities, though, are nothing compared to the threat from below. A constant swarm of Nerubians has been held back so far from invading the Arathi lands. The assault is unrelenting, the threat is dire, and the Arathi can't hold much longer. These bastions of light against the darkness are far from home and limited in number. Sure would be terrible if there was also division within the Arathi ranks. Just saying. That would be pretty rough, what with them being so outnumbered. We could probably help them. All right, speaking of the Nerubians in the War Within, we'll explore their last kingdom deep within Khaz-Algar. These ancient survivors of the Black Empire who rejected their former masters have developed their own culture here in the deep darkness. As Taryn mentioned earlier, Xalatath has made a bargain with the Nerubian queen Ansarek, who seeks a new future and renewed glory for her people. The Nerubians are extremely capable and devious adversaries who have been honing their skills with their constant assault on the Arathi. But domination hasn't come fast enough for the Queen's taste, as the Arathi has managed to hold against this onslaught. So this deal with the Harbinger has included some assistance for her troops. Through some dark alchemical process, Xalatath has provided the knowledge required to evolve chosen Nerubians into paragons of their race, enhancing their viciousness. And Queen Ansarek has embraced these modifications with enthusiasm and eagerly offered her army to achieve the Harbinger's schemes. It appears to be a win-win situation. But not all Nerubians share their sovereign's enthusiasm for change and her embrace of Xalatath. Shadowy figures with far too many limbs maneuver against the Harbinger's plans in opposition to the Queen's desire. As you might expect, any foray into this Nerubian kingdom introduces us to a variety of citizens, including some forms we've never encountered before. Here's a layout of some of the Nerubian models that are completed and also some that are in progress, as well as scale reference for goblins and humans, so you just get a sense of size. In addition to the Nerubian citizens, there are also domesticated insects who serve the kingdom as beasts of burden and pets. The team is hard at work building out the full range of carapaces, carapae, I don't know, whichever, skittering legs, grabby arms, piercing spiky bits, and creepy eyes for you to enjoy, I guess. All right, let's talk about our zones. The surface of Khaz-Algar is our first zone, called the Isle of Dorn. Warte, ich stopp's mal schnell, dann gehe ich auf ein paar Sachen ein, weil sonst kommt es über. Wir können es ja dann, wir schauen es gleich weiter ein. Dann Worry bekommt auch ein Bart. Also keine Ahnung, wie es euch geht, aber was ein Dreck, ohne Witz. Hat nichts mit WoW zu tun, wie das Studio-Set nichts mit dem Studio zu tun hat. Also ich finde es jetzt bis jetzt alles relativ interessant, ne? Und man muss es eh immer abwarten, bis es live kommt. Was genau gefällt dir denn nicht? Also klar, die müssen halt die Story weiterspinnen, ne? Dass es jetzt quasi in den Kern von Azeroth geht,
finde ich jetzt mal eine interessante Geschichte, sagen wir es mal so. Dass das jetzt alles über 3 Expansions sich erstreckt, die Story, dass sie die jetzt quasi bekannt geben. Kann gut sein, muss aber nicht gut sein, ne? Wenn die jetzt halt, wie ich es vorhin schon gemeint habe, quasi jetzt einfach ganz viele kurze Expansion machen, die quasi einen Patch abbilden, dann finde ich das nicht so nice, anstatt eine vernünftige, aber man muss einfach abwarten, wie Blizzard es umsetzt, ne? Also da würde ich jetzt erstmal mir noch kein Urteil bilden drüber. Psychospielen Druid. Also bitte. Mal Leute mit multiplen Persönlichkeiten. Ja, gut. Es kommt immer drauf an, ne? Mit wem du gerade sprichst hier. Sehe ich das richtig? Wenn ich die teuerste Version kaufe, kann ich 3 Tage eher spielen. What the fuck? Ja, genau, das ist jetzt so Early Access. Finde ich auch nicht so gut, dass sie das jetzt machen, aber gut, ich werde mir die teuerste Version kaufen für die Collectables. Die macht ihre Sache gut mit dem Präsentieren, ja, muss man sagen. So, lass mich weiterlaufen. This is the home of the earth and surface dwellers, as well as other native species of creatures. The fertile soil, flowering plant life, and generous waterways provide nourishment for animals in this untouched paradise. An important facet of earthen society is cinder brew mead. This volatile substance is manufactured from molten honey, produced by enormous fiery bees. Their home groves are a remarkable sight, as the hearts of the trees themselves glow with lava-like fluid. Harvesting is always an exciting time, as the ferocious creatures are under. Das habe ich schon automatisch bekommen, aber man muss jetzt nochmal die Quest machen fürs Mock-Set. Fail Blizzard. Achso, gab es da ein Set, oder wie ist das wie in Shadowlands, wo man was killen muss, um das Set zu kriegen? Man kann von Freitag auf Samstag leveln, ist geil für die Typen, die nicht extra Urlaub nehmen und die Server sind nicht so voll. Ja gut, es geht Mittwoch los oder halt Dienstagabend, ne? Klar, 3 Tage wäre dann Montag, Sonntag, Samstag. Ja gut, dann wird es am Samstag losgehen. Auf alle Fälle werde ich jetzt schon meine Farmprioritäten verschieben und Blizzard wird in Zukunft von 2 Accounts weniger Kohle von mir bekommen. Ja, aber wird wahrscheinlich bei mir auch drauf rauslaufen. Die ersten 2 Wochen passiert ja im Grunde eh wenig, aber trotzdem finde ich das blöd. Zugang, Beta, okay, aber Spiel. Also ich finde es auch nicht gut. Ich werde zwar den früheren Zugang haben, aber ich fände, es sollen alle gleichzeitig rein können. Wobei wahrscheinlich das, was Gerka meint, ne, dass dann ein bisschen gestreckt ist, kann auch nicht schlecht sein, tatsächlich. Könnte sein, dass sie 3 Seasons in 3 Add-ons packen, aber mit jeweils mehr Inhalt. Muss tatsächlich abwarten. Ja, ich denke auch, dass dann in einem Add-on nicht mehr so viele Patches kommen. Vielleicht 1 oder 2 Seasons nur. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich finde es geil, keine Serverprobleme, keine nervigen Bugs. Ja, muss man mal abwarten, wie es kommt, ne? Understandably protective of their hives. Now the roosts at Storm Watch are wreathed with lightning and fierce winds. These wild elemental rooks may choose to serve a member of the Oathsworn, who, if so blessed, becomes a Storm Rider, one of the guardian warriors of the earthen people. The Unbound deal with hostile creatures from time to time, but for their most part, sieht schon nice aus. Is fairly relatively peaceful, fairly sort of peaceful. Their comfortable homes are often situated near the places where they once labored as adherents to the edicts. Those sites are now in disrepair, and in some cases, the lair of other creatures. Of course, the Isle of Dorn boasts a great walled city where the Oathsworn live and serve the edicts of the Titans. The city of Dornagal is the location of many important civic buildings, markets, traders, and crafters. And it's here that a traveler will find the expected amenities of a capital city, as well as the Titan Causeway, the defense of which is the Oathsworn's primary charge. Now, beneath the surface of the Isle of Dorn lies our second zone, the Ringing Deeps. As the name suggests, it is here that the Earthen are engaged in their work in accordance with the edicts. In these industrial areas of this cavernous space are huge, complicated machines, lava-heated foundries and forges, and waterworks, both to cool and to power huge machinery. Maintaining these Titan mechanisms and keeping everything running is both the responsibility and the passion of the machine speakers. The Earth has shifted too in places, revealing openings to the sky above to the Isle of Dorn. These cenotes bring
Also das sieht schon echt cool aus, aber verstehe ich das richtig? Du hast oben quasi die Insel, dann kannst du über die Insel runter in das erste Gebiet. Ich hoffe, dass du dann von dem ersten unterirdischen Gebiet in das Neruba-Gebiet kommst, dass du immer so tiefer, also ein Gebiet unterm anderen. Das fände ich richtig nice, wenn sie das so machen würden. Aber mal gucken, was da noch weiterkommt. Viele Spiele werden... War immer so auch, Dragonflight fast 70% konnten nicht... In Dragonflight Hub auch extrem. Also ich glaube nicht, dass 70% da Probleme hatten. WoD ging Garnison bei 60% der Spieler nicht. Also bei mir hat die funktioniert, die Garnison. Ich weiß, bei vielen, die später angefangen hat es rumgebackt. Und in Dragonflight hatte ich am Anfang auch einen Char, habe ich 2 Tage verloren. Der hat den Disconnect und dann war er weg. Was ist jetzt eigentlich mit den 2 fetten Inseln links auf der Map von Dragonflight? Da kommt ja der nächste Patch ran. Ich habe Dragonflight durchgelevelt. Fast 4 Stunden haben wir auch ein Portal gewartet. Ja, das ist natürlich ätzend, wenn du 4 Stunden dann warten musst. Light and water into areas once shrouded in darkness. Abundant greenery, flowers, and creatures that do not typically dwell in caverns may be found in these idyllic spots. It was really important to us as developers that we delivered the fantasy of the hard-working industry, but still had some break-up areas of natural beauty that don't feel like dark, constrained tunnels. Now, as the machine speaker population has dropped, they've had increasing difficulties with Cobalt incursions, and indeed the Kobolds have taken over the mines, das hat was the von work BlackRock areas. Foundry They've even irgendwie. built a city of their own. Unexpectedly, the Kobolds are actually becoming a force to be reckoned with under the aggressive actions of their leader, the Candle King. Candle King finde ich gut. No Deutschland hat ja take bestimmt einen candle. Scheißnamen. No take candle. With the passage of time, the Earthen have diminished both in number and in the knowledge required to perform the various routines to tune and repair the processes. The old ways have been forgotten. Ich will jetzt schon, dass der Endboss der Expansion der Candle King ist. Würde ich feiern. Und dann kriegst du so eine Kerze als T-Mog von dem. And new creative methods must be employed if the edicts are to be obeyed. So they're kind of making it up as they go along. From the ringing deeps, we descend further into Khazalgar to reach Hollowfall, a vast Will aber eine hollow coolere area in the Candle-Kerze earth, haben. bordered by an endless underground sea. This tenuous foothold under the bright light of an enormous crystal has... Das ist bestimmt das Schwert. Sie sagt's gleich, ich sag's euch. Das ist die Unterseite von dem Schwert, oder? ...has allowed the Arathi to survive, using their airships to travel to high plateaus and establish docks, light towers, villages, and even a priory. From their capital of Merildar, these trapped people strive to keep hope alive and spread the light, while engaged in a near constant battle with the Nerubians at their borders. The open spaces, the bright light, and the greenery are intended to feel as though we're on the surface, somehow, rather than in this sort of strange hollow within Azeroth. The crystal provides brilliant light, warmth, and growth for vegetation. You may notice that all the blooming plants have opened their blossoms toward the light and seem to be reaching in that direction whenever they're in Hollowfall. Unfortunately, the crystal sun has been changing in recent years. Where once the light was steady and reliable, it now fades without warning, plunging the Arathi into darkness, save where they have built light towers and maintained their holy flame beacons. In the absence of this light, the dangerous Kobis and other fierce creatures emerge from the sea to rampage. As the Arathi are barely holding back the Nerubians, these unpredictable episodes are incredibly demoralizing and deadly. Happily, the light has always returned to the crystal. So far. And at the deepest descent in the war within, we reach the zone of Aj-Kahet. That almost rhymes. Anyway, the Nerubian city of Threads has been built on the ruins of itself, over and over and over again. As areas decay and crumble, a new district is built upon its ruins, and as a result, the city climbs ever higher. Those Nerubians favored by the queen, or possessing enormous wealth, or both, command the greatest views and live in the highest places over these swarming masses of the many districts.
The Burrows is the home of the scavengers, the forgotten, deep in the decay and the filth. The Umbral Bazaar is a trading hub of fine silks, fascinating alchemical discoveries, and other exotic and hard-to-find goods. Genau. The Skeins are the home of the lore keepers and scholars who toil to maintain the history of their people and research myths and legends of Azeroth. There are many other districts and less than savory neighborhoods, both well-known and secret, that the careful adventurer could discover, should they risk life and limb to do so. But the key to such exploration is fitting in among the Nerubians and being accepted, an enterprise best accomplished through skill in the use of pheromones and considerable bravery. Warum glüht da nur die Spitze? Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es doch nicht das Schwert. Aber die haben ja gesagt, diese Arati-Typen, die sind da noch nicht so lange. Heißt, es könnte schon hinkommen, dass das Schwert reingerammt wurde. Aber es stimmt schon. Vielleicht, weil es unterirdisch ist. I don't know. The zone of Aj-Kahet features areas of spectacular dark beauty that are inhabited by these creatures that have found a way to live among the Nerubians without being deemed a threat, found to be particularly tasty to consume, or just too much fun to torment. The mobilization of forces to assault the Arathi while also providing military might to achieve Xalatath's schemes has stirred up all sorts of inhabitants of the darkness. And deep within the city itself, the Nerubians are gathering an odd substance, the black blood of the old gods, for some unknown purpose. But I'm sure that's fine. And now I'd like to talk a little bit about our zone flow. As I mentioned, awesome, huh? Okay, also du kannst auf jeden Fall Drachen reiten in der neuen Zone mit allen möglichen Mounts. Das ist schon mal gut. We travel from the Isle of Dorn into the Ringing Deeps, into Hollowfall, and then into Aj-Kahet. In the War Within, all of our zones are connected all together using the airlock technology that we developed for Zarelek Cavern, allowing for this seamless descent from the Isle of Dorn all the way to Aj-Kahet. That was video I just captured last week of the transition between the Ringing Deeps and Hollowfall. As you can see, we built for dynamic flight, and we were able to flow directly between the zones without the load screen. There is some seriously amazing swoopy goodness to be had moving across these zones and through these spaces. It feels so cool. Aber das ist so, wie ich es mir gedacht habe, ne? Also das sind 3 Zonen quasi dann untereinander. Das ist schon relativ nice. Also mal was anderes. To burst out of a really tight area and into just a huge drop like that. It's so exhilarating. Now this blobby map that I've got up here was an early attempt during development of our zone flow to try to figure out how we would stack these zones together and achieve the relationship between their geography and geometry that made sense and felt great to traverse. We ended up with something slightly different than this, but this is pretty representative to explain what the world builders were thinking about when they planned these spaces out. It was really important to our design that while 3 of the 4 zones are technically underground, they didn't feel that way, and that they were distinctly different from one another. We pursued that goal by introducing the natural cenotes in the Ringing Deeps and leaning into the fantasy of the classic underground foundry and industrial workspaces. So even in the zone that felt the tightest, there's places that look as though they're actually on the surface. And within Hollowfall, we created a massive hollow space in a cavern so vast it feels like an exterior, with a huge artificial sun in the form of a gigantic crystal. And in Aj-Kahet, we leaned hard into traditional Nerubian architecture with hanging nests and huge palaces built all over a decaying city that just falls away into the depths. And that is the last bit of eye candy I have for you today. I hope you enjoyed this peek at what we've got in development. So now it's time for me to introduce you to Morgan Day, who's going to give you lots of information about dungeons, raids, and systems. Enjoy. Thanks very much. Bye.
Das war schon echt ganz cool. Also bin ich schon hyped drauf, muss ich sagen. Schaut nice aus. Er hat auch keinen Anzug an, Gerka. Sad. Hello, BlizzCon. Hat sich keiner für dich rausgeputzt. And I'm here to talk to you about some of the upcoming content, features, and systems in The War Within. I'm sure I'll also make some funny faces that I'll regret later in thumbnails, but whatever. First up, let's talk about dungeons. There will be 8 new dungeons coming in The War Within, 4 during Level Up, 1 in each of the 4 zones that Maria just walked us through. Ja, das ist basic, ne? Hat man jeder Expansion. There's a lot of really cool stuff happening in these dungeons. For instance, we have like a kobold dungeon where you'll meet that Candle King. Where Ja, nice, der Candle King. You have to kind of keep it going to light your way. Ich muss mir jetzt einen Char sichern, der Candle King heißt. Unbedingt. Scheiße. Jetzt bin ich wahrscheinlich schon zu spät dran. There's a dragon riding dungeon, of course, but also one of my favorites is the Cinderbrew Meadery that Maria just talked us through. So this is a dungeon that takes place on our first zone, the Isle of Dorn, which is where you'll experience, all of our earthen buddies, and this is the place where they make that Cinderbrew mead that she was talking about. They take in all that honey that they gather from throughout the zone to make the mead, to do all kinds of fun and/or nefarious things with. Although I do have to say, I feel like they're a little bit behind the times. I feel like all the kids are drinking that, hard seltzer or something these days, but whatever. They're old school, I get it. Next up, our raid, the Nerubar Palace. So this is an 8-boss raid that will take place in the zone of Aj-Kahet. And this is really the culmination of all of those machinations we keep hearing about that we see play out between the Nerubian Empire, their queen, and her collaboration with Xalatath. So for this next one, we don't normally show things this early, but I thought it'd be cool to share. On the left there, you can kind of see the top-down view of the raid, and on the right, it's more of like a side cutout. So we like to work on all of our dungeons and raids when they still look like this, as it's much easier to iterate while we're in 2D than it is to kind of change the zones around once we're in the game and it's all blocked out. So to step us through the raid really quickly, after barging through the front door, you'll very quickly fall and/or get knocked into one of those giant pits of that black blood of the old god that you'll hear much more about in Aj-Kahet. And then you'll battle your way through the harvest pits, and then finally traverse your way back up through the stalactite wing, which is not a final name, I promise, until you finally fight your way into the queen's inner sanctum, where you'll come face to face with her as the end boss. So as you can see, this will kind of feel like a winged raid in terms of the vibes, but in terms of the player experience, it'll actually be quite a bit more linear than what you might be used to for a raid with some winged vibes. So something that I also think is fun to talk about really quick is with all of our dungeons and raids, we like to try to explore what is the thing that's going to make this space feel really unique, that's going to make it stand out from all the other times that we've built these dungeons and raids. And with this space, we really thought that, given that we have the Nerubian to play with, they've got all these amazing webs and silken threads that you can kind of traverse the zone through, we thought it'd be really fun to explore verticality as a major element to this raid. So I think that'll be really fun to see what the team comes up with for that. Next up, let's talk about systems. Jetzt wird's interessant. So I want to walk you through some of our features and systems at a really high level, but first I want to talk about some of the philosophies that are really guiding us to add these into The War Within. So first and foremost, we really want to continue to extend the philosophies of Dragonflight into The War Within. And really, when we talk about that, there's 3 main pillars that I want to touch on. First, we really want to make sure that we're focusing on evergreen features. We want to make sure that we're making World of Warcraft better forever and not focusing on things that we know we're going to have to leave behind as we move into future expansions. Ja, kaum weil das Thema kommt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine good news. We want to make sure that there's something for everyone. So whether you're a hardcore raider, a PvPer, a collector, or apparently like Holly, you just love to play tons of alts and run around the world exploring things, we want to make sure that there's something in War Within that you can really geek out over and that resonates with you. And finally, we want to make sure that we're continuing to build on our philosophy and build on our systems and content with people who play multiple characters in mind. We want to make sure...
We want to make sure that we're building all of our systems to really respect the time of the player behind the keyboard and not focusing so much on the accomplishments of that individual character. So let's talk about delves. Delves are a new feature that will be integrated into the outdoor world experience, where the fantasy of these is actually that you'll be joining the Dragon Scale expedition in their search for lost treasures all across Kazalgar. So delves are an evergreen feature that is really integrated into that outdoor world experience. We want delves to be a new pillar of endgame content for those outdoor world explorers. We really view this as something like when we added world quests back in Legion, where they are going to be really integrated and transformative into that outdoor world, especially that endgame loop. So one of the main reasons I'm stoked about delves is that these will provide an opportunity for us to give seasonal content and rewards to those outdoor world explorers. So that means things like rewards that you're used to, like mounts, achievements, titles, but we'll also be adding an outdoor row to the Great Vault with War Within. Das hört sich ja cool an für die Leute, die nur quasi nur instanzierten Content spielen. Will be able to share in the joy of rushing to the Great Vault every week to collect your loot. And there will also be 13 unique delves that we'll be launching War Within with. And delves will scale from 1 to 5 players and be role agnostic. So that means if you want to play a delve solo, that's totally cool. If you want to go with you and your partner, that works as well. Or you can bring your whole dungeon group in, and the delve will scale based on your group size and your roles. And I would be remiss if I didn't mention one of my favorite features of delves, which I think Maria alluded to earlier, which is that there will be an NPC companion joining you on all of your adventures. So for Season 1, that'll be Bran Bronzebeard, as you can see. Oh, ich sehe schon, das kann man bestimmt wieder leechen. And Bran will be tagging along with you on all of your delve adventures and will totally never, not even once, aggro a pack of monsters that you didn't want him to. And I don't have my fingers crossed behind my back right now. So Bran will have a customizable talents and mechanics and abilities that you'll be able to kind of load out to suit your playstyle and needs. So, maybe you need a little bit of extra healing. Well, you can load Bran out to provide that for you. And finally, you wouldn't be exploring with the Dragon Scale expedition if at the end of every delve there wasn't this massive treasure trove that we need Bran to open for us, which hopefully brought a couple of keys to open some of the chests in there. But before Bran can open that vault for you, you'll need to maybe defeat a boss, maybe you'll solve a couple puzzles, something like that, and then Bran will be able to open that vault door for you. Next up, let's talk about warbands. It's happening! So warbands are a system that we're introducing that will really be the representation of all of your characters across your Battle.net account. Warbands are an opportunity for us to create a platform where you can share your achievements, resources, and all that other good stuff across all of those characters. So the goal of this system is really to be that representation of the Ich hoffe, das ist auch Xstream, ne? Also dass das nicht nur auf einem Server ist, sondern dass das dann auch zwischen den Servern ist. Aber mal schauen. Philosophy shift that I mentioned earlier about really respecting the time of the player behind the keyboards and not those individual characters. There's actually a ton of additions and modifications. We've talked about a few here. There's no singular UI screen that says warbands. It's more of all these modifications and updates and features are kind of wearing a big coat that says warbands on the back of it. It's how I kind of keep it straight in my head. But just to talk about a couple of those cool features, we'll actually be revisiting the transmog rules of how you acquire those appearances in the War Within. So for all of you who have Account wäre cool, ja. So that means all of you who have probably had to run 4 characters through all of those legacy instances just to make sure you're collecting all the appearances, that won't be the das case kenne ich in gar War nicht. Within. You'll just be able to run it with 1 character. Nice, endlich. Kann ich meine Accounts wieder abschaffen hier.
And oh yeah, Holly mentioned this already, but this is obviously one that people are looking forward to. All of our reputations as well as renown in the War Within will be shared across your entire account. Last but not least, let's talk about hero talents. So here's a quick mock-up of what the UI will look like that I think really helps explain how these integrate into our current talent trees. But really quick, let's take a look at how this will work. Okay, das schauen wir uns gleich an. Ja, ich will halt auch quasi das Video schauen. Ne? Ich kann nicht jede Sekunde auch in den Chat gucken, Pandora, deswegen stoppe ich es immer wieder zwischendrin. Also ja, ich habe es gesehen, dass ihr es gepostet habt, aber ich habe da erstmal das geguckt, ne, weißt du? Deswegen, ich will ja das auch live mitsehen oder semi-live. Muss ja zwischendurch ein bisschen stoppen, dass ich auf euch eingehen kann. Ich laufe dann 4 Instanzen parallel, dann machen wir das noch ein bisschen zügiger. Mag das Linksystem nicht? So there will be 3 new hero talent trees per class, and 2 will be available per specialization that you can freely choose and swap between. And also, this is another evergreen feature. This is a system that we think is going to provide a new vector of choice and customization for you and all of your classes, as well as create opportunities for us to really dig into some of those core class fantasies that are, so amazing. So Hero Talents will introduce these new, small, self-contained talent trees like you just saw on the UI. And the way I like to think about it is like, currently we have 2 types of talent points, right? We have class talent points and specialization talent points. And now in the War Within, there'll be a 3rd type called hero talent points. So let's look at a quick example, which hopefully explains it a little bit more. This is a warrior, as you can see. Okay, jetzt aufpassen. These are the 3 hero talent trees that they'll have available: Mountain Thane, Colossus, and Slayer. And as you can see in the top left, we have Protection, who will be able to choose between Mountain Thane and Colossus. Up on the right, you see Fury. Yep, that's right. Mountain Thane and Slayer are their options. And down at the bottom, Colossus and Slayer are their options. So this is how the majority of our classes are going to look in the War Within. The exception, of course, being Druids and Demon Hunters, who are a bit special, so there's a look a little different. Ich bin special, habt ihr gehört. So let's take a look at how you'll unlock the system, as well as how it'll feel playing through as you're leveling through the War Within. So the system will automatically unlock at level 71, and it'll just kind of appear in your UI. You'll earn 1 talent point per level as you level from 71 to 80. And there are 10 talent points in total, with several choice nodes along the way. So I like to think of this as being similar to like the Legion artifact, where as you were leveling and progressing, you were making some choices along the way, but ultimately you're going to unlock the whole tree. And also, I want to be very clear here. These are extremely low friction to swap between those choice nodes, as well as to swap between the different hero talent trees. So, this should be very analogous to your current talent trees and will follow all the same rules that you used to there. So, at the start of a raid boss, before a Mythic Plus starts, before an arena match kicks off, and anywhere in between. And to wrap us up, I wanted to show off a really quick video of what hero talents look like in action. Oh, cool. So this is a warrior, as you can see, pop an avatar, jumping in. And this next one is that same warrior with the Mountain Thane talent tree. As you can see, Stormbolt hits multiple targets. There's a couple cool new V effects, and a lot of other cool stuff going on there as well. I heard some oohs. Ooh. Our effects artists will be happy. So that about wraps us up for our What's Next panel. Oh, scheiße, ich werde OP, aber es kriegen ja alle Klassen gar keine, weißt du? Also, so Special-Fähigkeiten. We hope you really liked what you saw here, and if you'd like to know more, please join us tomorrow at the Deep Dive panel at noon, where Ian will walk you through some of what you saw today in more detail. Woo, Ian! As well as a bunch of other cool new stuff in the War Within. So thank you all so much. I hope you have a great BlizzCon. Bye! Meinst du, Worry ist die bestdurchdachteste Klasse? Abwarten. Red's dir nur ein, dass du OP bist. Ich
Ich würde es dir ja wünschen. Ja, Flameo, du bist aber nicht so viel Worry-Main wie der Gerka, weil der Gerka ist ganz speziell, weißt du? Die haben das nur für ihn gemacht. Ich habe auch Bock, auf jeden Fall. Also, mir taugt das mit den Zonen, dass da eine Höhle unter der anderen quasi weitergeht. Das finde ich ein cooles Konzept. Omen. Game Live. HTC Vive Mars. Virtual production made simple. Intel. Push your gameplay beyond performance with 13th Gen Intel Core processors. Check out MSI's wide Was kommt jetzt als nächstes? Ist jetzt für heute durch, oder wie? Oder kommt da noch was? They've got you covered. And the beneficiary of BlizzCon's charity auction is Direct Relief. Ich hab kurz mein Nippel gespielt und OP gesagt. Das kann ich mir sogar vorstellen bei dir. Am Ende ist das Azeroth explodiert, wahrscheinlich, ja. Ich kann Overwatch und dann Classic. Sollen wir das nebenbei auch noch laufen lassen? Was meint ihr? Ah, die Artefaktwaffen habe ich da schon rausgezogen. Ach, implodiert, nicht explodiert. Na gut, kommt aber auch selber dann raus. Wo ist denn jetzt hier dieses komische Tor? Da muss ich mich hier, glaube ich, in die Glashall porten. Schwarzes Tor. Ja genau, dann kommt Overwatch jetzt und dann kommt Classic. Kommen jetzt wieder die Videos, oder? Und dann gehen wir jetzt wieder auf Live. Da fuck, ich mache im Grunde nur Witze, die kommen nie gut an. Naja, das sagen sie alle. Not after what I've seen. Das sind die Leute, die hauen irgendwelche Sprüche raus, dann merken sie, dass sie nicht gut ankommen und dann sagen, ach, das war nur ein Witz, das war nur ein Witz. Man kennt sie, die Leute. Was sind jetzt hier diese Runenschmiede? War die oben, oder? Nee, ich habe jetzt einfach auf Live gestellt, das sind ja eh bloß die ganzen Videos, die wir schon kennen. Kann ich jetzt wieder ein bisschen leiser machen. Kann ich es eigentlich wieder switchen, oder? Weil die kennen wir ja. Switchen wir wieder. Fandst du den WoW-Trailer am besten? WoD-Trailer? Und BFA-Trailer auch ziemlich nice. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? Bena, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Sure. Danke für die Gifted Subs nochmal. But that sword was aimed at someone. Ah ne, schon mal, da habe ich schon alles. Hast du einen Überblick, wie viele Quests du bisher abgeschlossen hast? Ja, auf Data. Was hältst du von den Timok-Changes? Also, ich persönlich finde, dass es seit Anfang an so hätten machen sollen. Ist eine gute Sache, prinzipiell. Für mich, ich habe jetzt halt extra 4 Accounts geholt und farm die ganze Zeit. Naja, ist so ein bisschen gemischte Gefühle, weißt du, was ich meine? Cooler wäre es gewesen, wenn es von Anfang an so gewesen wäre, aber das ist es halt so. Für Reckon ist es gut mit seiner Ein-Account-Politik. Der kann jetzt dann richtig aufholen.
Genau, dann kann ich ein bisschen runtergehen. Ich hab das jetzt viel mehr Stromkosten sind, wenn ich ehrlich bin. Man muss halt mal abwarten, wie es mit dem Tierset ist, ne? Weil wenn man einen Token hat, den man mit einer bestimmten Klasse umwandelt, das wird ja dann nicht funktionieren. Wisst ihr, was ich meine? Dass man, und auch in Katalysator, wenn man die reinpackt, da wird man wahrscheinlich trotzdem wieder mehrere Accounts brauchen, aber für Dungeons auf jeden Fall dann easy. Morgen kommt auch was zu WoW, so wie ich das verstanden habe. DK habe ich auch schon. Schamane brauche ich auch nur noch Hidden. Jetzt muss ich gucken, da brauche ich nur noch Hidden. Hier auch. Da jetzt auch. Hier auch. Auch. Da auch. Hier. Auch. Habe ich auch nur noch Hidden. Ich brauche jetzt noch Monk. Und Demon Hunter. Aber da brauche ich jeweils noch beides, oder? Ja. Und Druid muss ich halt mit, keine Ahnung, mit verschiedenen Klassen das machen, ne? Also mit einem Tauren, und mit einem Troll und mit einem Worgen und so. Mal gucken. Der Iron, danke dir fürs Subscriben. Grüße gehen raus. Wegporten. BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Omen, Game Live. Wahrscheinlich hat Iridicon nicht in dem ersten Add-on, was jetzt kommt, einen Auftritt, vielleicht dann im zweiten oder so, keine Ahnung. Mal abwarten. Mountain Dew Game Fuel Mystic Punch. Redeem points for gaming rewards and exclusive items in Diablo 4. Nvidia GeForce RTX 40 Series and Nvidia Reflex, the highest FPS and lowest latency. Wie fandest du die Show? Du, viele coole Sachen haben sie auf jeden Fall vorgestellt. Das System mit den Höhlen untereinander finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und jetzt mit den ganzen accountweiten Änderungen ist es natürlich auch Quality of Life, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, ist natürlich eine nette Angelegenheit, vor allem wenn du viele Charaktere hast. Definitiv. What a day. It's good to be alive. I'm going to let you in on a little secret. Legion-Trailer ist auch richtig nice, mit Varian auf dem Luftschiff. I used to take things very seriously. I never had time for fun. Das mit dem Thema gelesen, muss direkt an dich denken. Und Dragonflight und den hier nicht so nice. Also... Jetzt von dem Expansion-Trailer muss ich sagen, da war jetzt auch kein Gänsehaut-Moment dabei, wo Strull und Anduin miteinander gequatscht haben. Das stimmt, ja. Und 47 Min 500k nur Deutsche. Hä, was hast du da für ein Video gepostet? Was ist das? Hab ich das jetzt in einem anderen Ankündigungstrailer? Ach so, die Aufrufzahlen oder was? Ja, steht doch nur 5K dran. Die werden wahrscheinlich das alle live geguckt haben, wie ich jetzt auch sagen.
What's up, everybody? Okay, I'm sorry, I'm excited. It's great to be here. But, you know, working on our Overwatch hero takes a full team. And I'm thrilled to introduce some of the amazing people who help bring him to life. We have Kyunso, our narrative designer. Alec Dawson, our lead hero designer. Okay. Zum Shuffle nebenbei. Ja, hast die leicht verguckt. Also im Endeffekt kommt jetzt heute nur noch was zu WoW Classic, oder? Und that's it. Ehrlich gesagt, mich wird das, also ich spiele jetzt quasi keinen WoW Classic, ne? Aber mich würde trotzdem interessieren, was da kommt tatsächlich. Was da jetzt mit diesem Cataclysm auf sich hat, beziehungsweise mit diesem Sonder-WoW, was da jetzt kommen soll, wo man nur auf Stufe 25 leveln kann erstmal. Gut, das jetzt mit Overwatch, das interessiert mich eigentlich nicht. Wie sieht's aus bei euch? Wollt ihr das Overwatch-Ding unbedingt sehen oder können wir das skippen? But here's a very quick introduction of him for anyone who doesn't know who he is. He was originally introduced in 2019 in the second Overwatch short story, What You Left Behind, written by Skip, Overwatch kann skippen. Classic wäre noch nice. Ja, Classic würde mich auch interessieren, auch wenn ich es nicht spiele. Meinetwegen kann skippen. 1 Million Dragonflight investiert. Denke, die gehen wieder auf 15 bis 20k hoch. Was denkst du dazu? Wann hast du investiert? Jetzt oder vor ein paar Wochen oder Monaten? Look at him. Look at that sly, self-satisfied grin. He's just the guy who wants to have fun. Also wir skippen Overwatch jetzt, hätte ich gesagt. Wann geht das jetzt weiter? Erst in einer Stunde, oder? Dann blende ich das jetzt aus. Warte, dann können wir das ausblenden. Dann schauen wir nachher einfach weiter, hätte ich gesagt. Sobald das losgeht, dann können wir jetzt ein bisschen diskutieren. Letzte Woche für 5k pro Stück. Könnte so oder so rausgehen. Also ich sag mal so, dass die potenziell steigen, ja, kann ich mir vorstellen. Das einzige Problem, was du haben wirst, es könnte halt auch sein, dass in der neuen Zone es neue Quellen gibt von dieser Grundmaterialie, die du brauchst, um die Drakonisten herzustellen, und die es da in Massen gibt, und dann hast du jetzt eingekauft und dann gibt es das Zeug in Massen und die werden eher günstiger. Das könnte auch passieren, ne? Und dann hast du es quasi in den Sand gesetzt. Ich kann dir die Story erzählen. Eigentlich selbes System, was du jetzt hier hast, in Shadowlands. Da waren dieses Hornbike hieß das, glaube ich, schwerer Hornbike, das Leder, was du brauchst für die Legendary zum Bauen. Und ich wusste, okay, nächster Patch kommt raus, wieder ein Haufen Leute bauen ihren nächsten Rank Legendary, die Hornbäge müssen teurer werden. So, prinzipiell war die Annahme die richtige, aber dann kam in dem neuen Gebiet einen Multifarm rein mit Leder und du konntest so schnell Leder dort farmen, dass zwar die Nachfrage nach Hornbike sicher nach oben gegangen ist, aber das Angebot so viel größer war, dass die Preise sich mehr als halbiert haben und ich quasi aus 10 Millionen 5 Millionen gemacht habe. Ne? Also ich habe das halbiert. Obwohl meine Annahme die richtige war, dass mehr Hornbike quasi nachgefragt wird, war aber das Angebot viel größer. Und das könnte dir halt jetzt auch passieren, wenn, ich habe nicht auf den PTR geguckt, aber wenn es irgendwo in der neuen Zone dieses Sporn oder so extrem gut gibt, dass du dann vielleicht Pech haben wirst und dementsprechend, ja, drauf hocken bleibst. Aber das muss man abwarten, ne? Vielleicht hast du auch Glück und da gibt es keine krasse Quelle und alle brauchen das Zeug und das ist richtig teuer. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Also kann beides sein. Ich habe es mir auch überlegt, ich habe aber die Finger von gelassen, weil ich mich die letzten Male zu oft verbrannt habe mit so einem Scheiß. So Spekulation. Das erste Mal nur für 10k T3 abgestaubt. Ja, nice, GZ. Die ganzen Sachen, auf die ich geboten habe, die sind alle auf über 200k hoch. Das war dann... Achso, warte, jetzt kann ich hier den Sound wieder anmachen. Habe ich den Sound jetzt doch nicht angemacht? Und?
Ich habe darin tatsächlich die einzige Chance gesehen, ohne viel Zeit ins Investieren Gold zu machen. Was anderes ist mir nicht eingefallen. Ja klar, Sachen flippen ist halt meistens, kannst du viel Gold machen mit geringem Zeitaufwand, aber mit einem hohen Risiko, ne? Dass du halt auch viel verlierst. Das ist meistens mit Flippen, geht das einher. Letzten Addon-Patch bekommst du alles hinterhergeschmissen. Ich finde, investieren kann man immer nur kurzfristig leider. Das auf jeden Fall. Am Anfang sind die Sachen halt teuer. Wenn er jetzt Glück hat, dann gibt es keine krasse Quelle, wo das Zeug richtig easy kippst im Patch. Die Dinger gehen vielleicht auf 10k hoch. Er hat sie für 5k eingekauft, hat er sein Gold verdoppelt. Und die werden auch gut weggehen, weil du die halt schlichtweg brauchst am Anfang, um dein ganzes Gear abzugraden und so, ne? Aber wie gesagt, wenn es so läuft wie bei mir damals mit dem Leder und es dann irgendeine Quelle gibt, wo du das Zeug hinterhergeschmissen kriegst, ne? Zum Beispiel bei diesem neuen Event-Baumboss, da gibt's ja anscheinend auch einen Haufen Pflanzen. Wenn da auch diese Sporen rauskommen, dann hast du halt gelitten, ne? Wenn die quasi jeder en masse kriegt. Das ist halt die Frage. Das weißt du halt nicht. Oder man hätte auf dem PTR sicher gucken können, aber ich habe nicht auf dem PTR geguckt, tatsächlich. Ja, ich sag mal so, wenn man dann einen größeren Betrag investiert, ne, je nachdem, was für einen selber ein größerer Betrag ist, dann muss man sich am besten auf dem PTR informieren. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe auch nichts investiert. Habe ich aber damals beim Leder auch nicht gemacht, ne? Da habe ich auch nicht geguckt, wie sieht's aus. Das war ein Fehler im Nachhinein betrachtet. Aber jetzt gucken wir mal. Also morgen kommt ja dann noch ein Deep Dive. Das wird dann noch interessant. Und können wir mal schauen, was da noch so rumkommt. Was mich jetzt gerade noch ein bisschen wundert, warum habe ich denn jetzt hier keinen Sound mehr? Euer Wille geschehe, Meister. Okay, jetzt klappt es wieder mit dem Sound, oder? Musst nur was umstellen. Weird. So, jetzt muss ich die Dinge hier machen. Ich habe jetzt die ganze Zeit nebenbei, während wir hier die Videosachen angeguckt haben, mit den verschiedenen Klassen hier diese 2 Quests-Reihen immer gemacht. Einmal das hier, ne, mit dem Herz. Und das andere, die Valchara, weil das sind quasi 2 von den Artefakt-Skins, die du mit allen Klassen einmal machen musst. Jetzt habe ich noch hier den Demon Hunter und den Monk, dann habe ich es, glaube ich, mit allen Klassen gemacht. Titan-Panel in Regler, oder nicht? Hier oben. Ah, stimmt, ja, da ist auch ein Regler. Aber habe ich noch gar nicht benutzt, ehrlich gesagt. Na gut, dass du sagst. Aber da war anscheinend die Soundquelle irgendwie umgestellt, warum auch immer. Warum auch immer. Und was sagt er jetzt zu dem, was wir bis jetzt wissen über die Expansion? Wie sehr freut ihr euch so auf einer Skala von 1 bis 10? Um das jetzt mal so ein bisschen grob. Wie hyped seid ihr auf die Expansion? Okay, der Galadin haut eine 11 raus. Noch eine 11, eine 10. Ich bin froh, wenn Dragonflight rum ist. Kortak ein F, der hat zwar nicht verstanden, was Zahlen sind, ist aber nicht so schlimm. Morgen darfst du wieder eine Klasse für besondere Kinder. Allein Warband zieht ja schon 8. Kann man sagen, dass Chris Metzen einfach WoW-Goat ist? Definitiv. Der muss eigentlich gar nichts machen. Es muss nur der Name dastehen und er ist wieder mit dabei. Das reicht schon. Nummer 1 sagt, nee, das war was anderes. Ich glaube auch, dass das was anderes war. Also ich sag mal so, ich hatte relativ niedrige Erwartungshaltung und bin
bin positiv überrascht. Natürlich habe ich ein bisschen Mixed Feelings, ne? Schlichtweg deswegen, viele Sachen, die kommen, sind, wenn ich jetzt neutral auf WoW gucke, absolut richtig, ne? Dass das Warband mit dem, dass die Fraktionen accountweit werden, das Thema accountweit wird und dieses ganze Zeug ist, wenn du neutral drauf guckst, eine coole Sache und richtig. Wenn ich jetzt auf mich persönlich gucke, ärgere ich mich so halt, ich habe alle Fraktionen mit X Chars hochgefahren, weißt du, ich habe in vieles Zeit rein investiert, was jetzt quasi die anderen for free kriegen, ne? Also so ein bisschen ärgert mich das schon, aber es ist trotzdem die richtige Sache. Jetzt für die WoW-Spielerschaft. Das ist halt immer diese Geschichte, ne? Einfach abwarten, nix machen, damit fährst du immer besser. Dieses 3 Tage Early Access, weiß ich nicht, finde ich unnötig. Das ist ein bisschen Geldmacherei von Blizzard. Wisst ihr, was ich meine? Das lockt halt mehr Leute. Bis jetzt haben sie ihre Collectors Edition an die Leute verkauft, die quasi die Collectibles haben wollten, ne? Also die Mounts und etc. Jetzt werden sie die Collectors Edition auch an die Leute verkaufen, die sofort spielen wollen. Das werden auch nicht wenige sein. Er hat aber auch im Auftreten gemerkt, dass er da richtig Bock drauf hat. Also so im Vergleich zu den anderen Lümmeln. Ich glaube, er ist halt einfach von der Persönlichkeit auch einer, der da viel mehr reingeht. Weißt du? Ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitssache. Da ist nicht jeder so eine Rampensau. Epic Edition hat halt am meisten. Early Access mittlerweile gang und gäbe, da Microsoft nun dabei ist, wundert mich das nicht. Gut, ich zocke jetzt keine anderen Games großartig, ne, deswegen bin ich da jetzt nicht so firm drin. Allein schon die 1K-Tennis habe ich mir direkt gegönnt, aber wie gesagt, hat paar... Ja, das Problem ist mit den Ressourcen habe ich aktuell ein Problem, ne? Meine kompletten Devisen sind weg. Das buggt. Ich habe meine Kiste jetzt auch nicht aufgemacht, weil es aktuell rumbuggt und ich keinen Bock habe, dass die dann furz sind. Wie nervig ist das, ich sag's euch. Direkt Ticket aufmachen. Ja, ich glaube, das mache ich dann nach dem Stream. Oder morgen. Ich wollte vorher halt ein Video aufnehmen, das kann ich dann nicht machen. Hat mich schon leicht abgefuckt. Nee, ich mache den Handelsposten nicht auf. Bei mir ist die Currency aktuell komplett weg. Wenn ich jetzt den Handelsposten aufmache und das dann noch buggt, dann kriege ich die auch wieder nicht. Weißt du, was ich meine? Also die mache ich jetzt extra nicht auf. Kannst du auch direkt reinschreiben, das passt. Ja, das bringt ja nichts, wenn ich in ein Ticket zu einem GM schreibe und deine Probleme mit reinschreibe. Ja, die Handelsposten-Devisen sind bei mir weg. Ich hatte, glaube ich, 850 vom letzten Monat und jetzt wird die Währung mir nicht mehr im Währungstab angezeigt. Ich habe einfach 0. Konzentriert euch jetzt auf die Suche nach Überlebenden. Nervig ist das. Der Champion hat den Übergriff abgewehrt. Nun wird es Zeit, mit den Auserwählten die restliche dämonische Verderbnis in unseren Hallen auszurotten und die Exodar wieder für unser Volk zu sichern. Wie werdet mir bald donated? Meinst du meine Ressourcen, oder wie? Ich hab noch 25 über. Naja. Meine sind irgendwie weg. Wann geht es jetzt mit WoW Classic los? Um 11 oder um halb 12? Nee, ich habe schon immer geguckt, dass ich 1000 aufhebe. Einfach deswegen, wenn quasi mehrere Sachen kommen, die ich haben will, wisst ihr? Dass du da nicht in die Bredouille kommst. Weil das wäre dann natürlich schon ätzend, wenn du dann gelitten hast. Wenn du dann gelitten hast. Also 11:30 Uhr. Also das gucken wir uns dann auf jeden Fall nachher noch an.
Das Classic-Ding. Kann ich ihn sehen? Nicht alle, die umherwandern, haben sich verirrt. Mutter des Lichts. Mutter des Lichts. Tut mir leid. Ich wusste nicht. Champion, wir müssen aufbrechen. Jetzt! Erklärungen folgen auf dem Weg. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Ja, immer bereit hier. Nennt sich Herz des Lichts. Es ist der Kern aller Empfindung des höchsten Naru, Xera. Sicher eingeschlossen. Einfach 1000 Plätze auf Data abgerutscht, hier, wenn man nichts macht und die 4 suchtet, wie ein Dover. Ja, so ist das. Ich müsste immer noch stabil auf meinem Platz sein. Den Kern zu öffnen. Darum wurdet ihr geschickt, Champion. Das ist der wahre. Nee, das hat nichts mit dem Add-ons zu tun. Ich habe ja, wenn ich zu dem Händler gehe, wo ich was kaufen kann, steht da ja, ich habe 0 Ressourcen und im Tab hier, und das müsste ja unter Verschiedenes sein, habe ich auch keine Ressourcen. Also das ist ein Blizzard-Ding. Das ist nichts mit Add-on. Im Herzen des Lichts für immer verloren. Bist du dann froh, deine Accounts aufgeben zu können oder wirst du vermissen? Ja, ich bin hin und her gerissen. Weißt du warum? Erstens, ich habe da ja Chars, die ich gelevelt habe, das zum einen. Und zum anderen kommt noch dazu, man muss jetzt mal abwarten, wie es ist, wenn es in Raids so ist, dass du quasi die Tier-Token dann nicht richtig umwandeln kannst, also bei verschiedenen Klassen, dann brauche ich doch mehrere Accounts. Also du gehst jetzt zum Beispiel in den Boss rein, ne? Und der droppt einen Tier-Token für Druid, Magier, weiß ich nicht, Schurke, Todesritter, was da alles drauf ist, ne? Und ich bin da jetzt mit meinem Druid drin. Und ich kann das Token aber nur für Druid umwandeln und muss dann trotzdem, und dann droppt noch ein Pala, Priester, Hexenmeister-Token und das Token kann ich dann gar nicht umwandeln. Ja gut, dann muss ich ja trotzdem mit noch einem zweiten Account reingehen. Wisst ihr, was ich meine? Die Effektivität mehrerer Accounts bei niedrigen Dropchancen ist auch höher. Jein. In 99% der Fällen nein. In 1% der Fällen ja. Es ist ja, wenn du in den alten Raid gehst mit Legacy Loot, ist es ja so, du kriegst, sagen wir mal, der Boss droppt 5 Items. Bin ich mit einem Char drin, kriege ich 5 Items. Bin ich mit 2 Chars drin, kriegt der eine 2 Items, der andere 3 Items. Sind auch 5. Bin ich mit 3 Chars drin, kriegen 2 Items, einer kriegt ein Item. Sind es auch 5. Also es bleibt die gleiche Anzahl. Wenn du alles mit einem lernen kannst, ist vollkommen wurscht, ob du mit einem oder mit 3 reingehst. Ja? Vollkommen wurscht. Wenn du Push-Load hast, dann ist es besser. Zum Beispiel Akrama-Schwert, Tassalesh, was ich letztens gekriegt habe. Da hast du eine höhere Chance. Und, wie du gerade sagst, bei Personal Loot. Aber die meisten alten Raids, die man solo farmen kann, haben ja quasi Legacy-Loot-Modus. Und und Personal Loot hast du ja nur in Shadowlands, ne? So wie ich das sehe. Und wahrscheinlich kriegt Shadowlands dann auch irgendwann den Legacy-Loot-Modus, schätze ich mal. Und im aktuellen ist es ja auch wieder Rollen, ne? Klar, dann könnten sich mehrere Accounts lohnen, wenn du jetzt mit anderen Leuten irgendwo reinläufst und dann mit 10 Leuten drin bist und 4 sind deine Accounts. Ja, dann hast du ein bisschen eine höhere Chance dann, ja. Also, da muss man mal gucken. Wie teuer sind denn jetzt die Tokens jetzt richtig hochgegangen? WoW-Shop? Ah, WoW-Shop ist offline, oder was? Geht da nicht. Perfekt. Alter, dieser 411k. Richtig hochgegangen. Richtig raufgegangen, der Spaß. Zu einer Zeit, die jetzt nur noch der Hauch Ihr denkt, ihr habt gewonnen. Ihr werdet erfahren, wie eine Niederlage schmeckt. Und wenn es meinen Tod bedeutet.
Der Shop hat anscheinend einfach nur gehangen. Ich habe vorhin schon ein paar Mal WoW komplett alles ausgemacht, komplett neu eingeloggt. Ist leider am Säckchen. Leider am Säckchen. Weiß auch nicht. Also muss ich wahrscheinlich echt ein Ticket machen wegen den Devisen. Und davor kaufe ich mir aber auch nicht die Expansion, weil sonst latze ich da rein und dann sind die Devisen auch weg. Wisst ihr, was ich meine? Also das macht jetzt alles keinen Sinn. Sag mal, ich habe gesehen, dass du deine Add-on-Liste aktualisiert hast. Da fiel mir auf, dass du gar kein Leertrix Plus nutzt. Schon mal nachgeschaut, ist Multitool. Doch, Leertrix Plus habe ich. Habe ich das nicht drin? Hier. Leertrix Plus, habe ich das nicht da reingeschrieben? Ah, steht drin, wollte gerade sagen. Ich habe aktuell für meine Verhältnisse sehr wenige Add-ons drauf. Was habe ich? DBM. Add-on Factory für Alcoholic, All the Things. Collectonator, Collector und Auktionator, ne, um die Sachen zu scannen. Datastore ist für Alcoholic. Mock ist Mock Add-on. Minimal Button Back ist hier quasi für. Leertrix Plus. Netplates für meine Plates. Postkasten Add-on. Prat für den Chat. Recount. Rematch für Pet Battle. Und Titan Panel für oben. TomTom. Trade Skill Master. WoW Quest Tracker für die World Quest und WoW Sing, um auf der einen Seite da gucken zu können. Also, das ist relativ abgespeckt, ne? Ich habe jetzt aktuell keinen Add-on für M Plus oder irgendwas, das mache ich dann wieder, wenn ich es brauche, ne? Aber, ja, jetzt, wenn ich schon mal alles komplett neu mache, jetzt erstmal auf wirklich das Minimum runter und dann kann man ja immer noch nach oben gehen quasi. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen meine Herangehensweise aktuell. Lebt wohl. Wir werden uns wiedersehen. So, jetzt bin ich am Überlegen. Jetzt geben wir erstmal das kurz ab. Und dann schauen wir mal weiter. Ach so, und ich wollte nebenbei noch nachschauen, ob es irgendwas Auktionstechnisches gibt. Halt, warte mal, da hinten ist das, ne? Da hinten war das. Nö, sind keine tollen Sachen im Auktionshaus. Schade, schade, schade. Fuck, mein Bayonet Lounge lässt mich nicht mehr den WoW-Account aussuchen. Naja, man kann jetzt nur noch einen WoW-Account haben mit dem Battlenet-mäßigen T-Mock sammeln oder mit dem quasi Battlenet-Count-weiten T-Mock sammeln. Ums Eck. Ich habe euch überall gesucht. Du machst WoW auf und dann suchst du aus. Ah, okay. Ich versuche mal etwas Neues. Meinst du das eine Pad hier, oder? Weil das habe ich jetzt auch gekriegt. Wo haben wir es? Von dem... muss irgendwo Level 1 sein. Hier, das hier. Die Gnomin. Da muss ich noch ein Video machen zu dem ganzen Spaß. Ja, Kotak hat es ja gerade geschrieben. Hey, bei mir steht jetzt installieren dran. Was muss ich denn jetzt installieren? Habt ihr das auch? Ach so, weil ich auf WoW Hardcore bin. Ah, ich kann jetzt nur noch die Starter Editions auswählen. Interesting. Lol, das sind jetzt nur noch die Starter Editions aufgeführt. Muss ich mir nachher auch mal angucken, wie das aussieht. Genau, den Hocker habe ich heute auch umgehauen. Ich glaube, da muss ich mich mal morgen ein bisschen ranhocken und einiges an Videomaterial raushauen.
Ich glaube, morgen nehme ich auch mein Collection-Update auf. Warte, wir können es mal testen, wie es aussieht. Also ich starte jetzt hier mal WoW und mal gucken, was dann passiert. Also steht jetzt hier die Testversion dran. Schauen wir mal, was passiert. Ne, jetzt tut er mich hier in die Testversion einloggen. Das ist dumm. Also ich konnte jetzt nichts auswählen. Ja, Leute, dann heißt es nicht mehr ausloggen. Ich kann jetzt hier nicht aussuchen. Was kann ich denn aussuchen? Ich kann öffentlicher Teststream Wattle aussuchen. WoW Classic. Dragonflight. Öffentlicher Teststream. Kannst du den Teststream von 1.7 noch rein? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja schon live, das Game. Ja, wenn ich auf Live gehe, habe ich nur noch die Starter Editions. Das ist natürlich jetzt beschissen. Ja, ich kann auch nicht mehr die normalen Games aussuchen. Wahrscheinlich lassen sie dich jetzt nur noch rein, wenn du die Expansion schon gekauft hast. Also ich sehe sie nicht mehr, die Spiele. Ich sehe nur noch die Testversion. Ja, aber ich hab... Ja genau, das hat der Kortag auch schon gesagt, dass du es nach dem Start auswählst, aber es war ja gerade nicht so. Warte. Ich gehe jetzt hier auf Spielen. So, dann loggt er mich ein. Und wo habe ich das jetzt ausgewählt? Gar nichts. Ich habe die Hände nicht an der Tastatur gehabt und jetzt bin ich in meinem Test-Account drin. Da war nichts zum Auswählen. Oder kann ich das jetzt hier irgendwo auswählen? Nee. Also, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas zum Auswählen hatte. Das ist mein Test-Account. Der hat halt nur Maine Chars drin. Also, da war jetzt nichts. Ich kann ausloggen, wieder verbinden, System. Ich kann einen Account erstellen. Mein Account. Ach nee, da gehe ich nicht auf die Battle.net-Seite. Okay, nevermind. Also, ne, ich muss jetzt nicht unbedingt auf einem anderen Account. Ich muss jetzt eher erst hier die Quest. Ist soweit in Ordnung, aber trotzdem ist halt ein bisschen nervig jetzt. Wenn man jetzt in seine Accounts einloggen will. Also, wisst ihr, was ich meine? Eher uncool. Eher uncool, würde ich mal sagen. Spackt halt wieder einiges rum bei Blizzard. Jeder Schritt in diesem Wald birgt Süße. Dieses Jahres-Abo, gibt's das schon länger? Ja, das gibt's schon länger. Da gab's schon mal Promotion-Mounts für. Formten die ersten Druiden dieses Land zu einem Abbild. Ich hab's dir direkt im Discord geschickt. Oh, ich hab Discord gar nicht auf, merke ich gerade. Echo. Doch Val'Shara ist dem Traum so ähnlich, wie es dieser Welt nur möglich ist. Seid bereit, Champion. Bald stehen wir... Holy moly, wie viele Leute haben mir denn im Discord geschrieben? Hast du einmal Discord nicht auf? Sag's euch. Folgt mir. Na, ich muss jetzt erstmal ein bisschen was im Discord mitlesen. Es ist schön, euch wiederzu... Kommt schnell, es ist etwas geschehen. Er war im Traum, aber nun wacht er nicht mehr auf. Er lässt sich nicht aufwecken. Was ist diese Verderbnis? Wir wissen es nicht. Sie ist erst vor kurzem erschienen. Ah, du hast denn da so eine Übersicht. Okay, interesting. Oh, Matrox, ich habe anscheinend mal vergessen, dir zu antworten, sehe ich gerade. Schon meine ganzen Whisper-Geschichten durch. Ah, ja.
Ah, ja. Ich glaube, ich mache mir nachher ein Eis. Zum nächsten Teil hole ich mir ein Eis und futter das nebenbei. Kannst du nicht zocken? Wahrscheinlich kannst du nur zocken, wenn du die nächste Erweiterung kaufst. Das wird so eine passive Erpressung. Hier geht's, öffne Accounts einwandfrei. Hast du die neue Erweiterung schon gekauft? Jesse, kannst du die Accounts noch auswählen? Achso, von online auf offline? Das könnten wir mal gucken, ja. Also, jetzt gehen wir mal offline. Online. Ne, hat gar nichts gebracht, nur das mal zu. Meinst du? Ja, das kann sein, dass das wegen dem Starter-Accounts rumspackt. Aber die hast du ja, die wirst du ja nicht los. Neu starten. Battle.net meinst du, oder? Was ist da drin? Neue Inhalte jetzt anschauen. Ah, jetzt funktioniert's wieder. Ja, neu starten hilft manchmal. Das ist der Spruch der IT. Haben Sie das Gerät schon an- und ausgeschalten? Hat funktioniert mit An- ausschalten. Ah, ich nehme den Spaß hier. Ist ja gut. Kannst die Starter trotzdem löschen ohne Problem. Das werde ich auf keinen Fall machen. Ich habe damit Exiled Streets gespielt. Ich muss mit 24 Chars Exiled Streets spielen. Die muss ich behalten bis zur Ewigkeit. Bis Blizzard die Tore zumacht. Bevor ich die Test-Accounts lösche, hacke ich mir lieber gewisse Bodyparts ab. Um jetzt nicht spezifischer zu werden. Das mache ich nämlich nicht nochmal. Ich danke euch. Noch scheint nicht alles verloren. Gesindel! Nicht. Eigentlich ist es ja wurscht, ob da einen Test-Account hast oder nicht, oder? Was stört der denn? Hast schon Hexer-Ritual gemacht? Nee, das können wir nachher machen. Ich mache jetzt mit dem Demon Hunter hier noch die Questreihe fertig. Und dann können wir das Hexer-Ritual machen. Hexer-Ritual. Ishnu Daldir. Ach so, dafür hast du genutzt. Ja gut, klar. Leute mit mehreren Accounts sind hier wahrscheinlich prozentual mehr vertreten als in einem Stream, wo Leute M+ spielen, das ist richtig. Die haben meistens nicht mehrere Accounts. Da bist du hier schon genau richtig. Aber ich denke mal, der ein oder andere wird jetzt mit der Expansion den ein oder anderen Account abbauen. Ob Blizzard das auf dem Schirm hat? Ich weiß nicht. Auf einmal Abozahlen halbiert. Dann heißt, ja, wir müssen das leider wieder zurücknehmen. Wir haben nicht an die ganzen Multiboxer gedacht. Die finanzieren unseren Arsch hier.
Dann wird aus dem 3-Expansion-Plan auf einmal nur noch ein 1,5-Expansion-Plan. Und dann war's das. Das gestern und vorgestern gemacht und festgestellt, dass wenn du 8 Accounts hast mit dem Namen WoW 1 bis 8 und einen davon löscht, dann den neuen erstellst, heißt der WoW 9. Echt? Okay. Du kannst die, glaube ich, umbenennen, oder? Die Accounts. Ich hoffe, du hast vorher geguckt, ob du auf den Chars irgendwas Seltenes noch rumliegen hattest, bevor du die jetzt gelöscht hast. Ja, man werden Chars transferieren. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich dann Chars transferieren werde. Das muss ich mal gucken. Aber wahrscheinlich, wenn es so ist, wie ich denke, werde ich die Accounts vielleicht sogar behalten. Aber das muss ich mal gucken. Was, wie, wo, warum. Lasst mich kurz verschnaufen, Champion. Die langen Jahre der Wache haben ihre Spuren hinterlassen. Achso, gut. Da war nur ein Level 5er drauf. Und der hat jetzt wahrscheinlich das seltenste removed Item, was es im Spiel gab. Bin mir ganz sicher, dass es so ist. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich aufgrund der neuen Informationen meinen Plan ein bisschen ändern werde. Also im Endeffekt, was ändert das? Quasi eine Bank mit allen Chars zusammen ändert meinen Plan eigentlich überhaupt nicht, ne? Ruffraktionen können mir auch egal sein. Ich habe alles von Ruffraktionen. Also ist eigentlich komplett Lachs. Das Einzige ist das mit dem T-Mog. Und da muss ich halt überlegen, ob ich jetzt quasi lieber andere Sachen vorziehe zum Farmen. Eigentlich, na, bleibt sich's relativ gleich. Also, ich denke mal, wenn du jetzt alten Content laust, könntest du halt wenn du jetzt zum Beispiel 2 Accounts hast, 2 Instanzen parallel laufen. Du hast ja viel Autowalk auch, ne? Jetzt 3 oder 4 Instanzen parallel kannst du wahrscheinlich knicken, weil dann läufst du mit allen gegen die Wand schlussendlich. Aber mit 2 ist, denke ich mal, immer noch machbar. Bei hochleveligen Content macht es wahrscheinlich dann keinen Sinn. Ich bin wach, ich bin wach. Für Szenarios. Ja, naja, gut, du musst... Ich glaube, Pre-Patch kommt ja ein bisschen vorher. Es hieß ja Fall 2024, ne? Wann beginnt der Fall? Was ist da so die Grenze? Fall ist Herbst, ne? Ende September, Dezember. Ja gut, also dann könnte es halt schon sein, dass das vorm Jahr ist, weil du musst sehen, meisten werden Expansion-Features quasi im Pre-Patch verwurstet. Der ist vielleicht schon einen Monat vorher. Ende September bis Ende Dezember. Ja, könnte sein. Aber ich denke mal, da wird dann auf jeden Fall noch eine Season kommen, oder? Also es wird jetzt dann nicht die Season ein Jahr laufen. Gut, gab's schon, dass eine Season ein Jahr lief, ne? Aber ich denke, da wird noch was kommen. Mountcampen vor allem, deshalb habe ich mir meinen zweiten Account und vor allem für... Also ich denke mal, 2 Accounts werde ich auf jeden Fall behalten. Ob ich 3 behalte, muss ich mal gucken. Oder 4. Aber das, ja... Ja, also ich denke mal, ich werde mir die Erweiterung auch jetzt erstmal nur auf 2 holen und das mal abwarten, wie es dann im Pre-Patch ist. Aufrüsten kann man da ja immer noch, ne? Das ist jetzt um 11:30. Ja, in ein paar Minuten schauen wir dann rein. Dann gucken wir Classic noch, was da geht. Meinst du wieder Fated Raids? Ja, könnte sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Könnte gut sein, ja. Aber
kommt auf jeden Fall einiges Neues an Systemen, ne? Jetzt mit den weiteren Skillpunkten muss man mal gucken, ne? Wie sich das dann verhält damit. Wir wissen ja schon, Gerker wird OP mit seinem Worry. Ist schon confirmed. So, die Quest muss ich unten abgeben. Weißt du, was das Problem ist, Gerker? Die Klasse wird zwar OP, aber wenn du dann nur noch mit einer Hand spielen kannst, weiß ich nicht, ob du dann noch so krass bist, obwohl die Klasse OP bist. Schwierig. Bis um halb, da geht quasi die nächste WoW-Runde weiter an Infos. Soll das mega clunky sein? Wir reden jetzt über die neue Expansion. Ach, die muss ich freilassen. Ach, scheiße, ist ja nicht so. Hast du auch gepackt zu allen Expansions? Schau, ich spiele den Druid auch schon einige Expansions als Main. Ich bin da auch nicht so einer, der immer die beste Klasse spielt. Ein halbes WoW-Classic, genau. Also ich spiele zwar kleinen WoW-Classic, aber mich interessiert's, was sie da jetzt neu bringen. Vor allem das mit diesem bis Level 25 und dann gibt es einen Raid und so. Also, ne, ich werd's sicher nicht spielen, aber hört sich auf jeden Fall interessant an. So ein bisschen die Hintergründe zu wissen. Mal gucken. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ob diese Artefakt-Sachen dann auch hier accountweit werden, ne? Weil ich fahre mir jetzt gerade noch ein paar Skins. Weiß halt nicht, ob ich das jetzt hier gerade umsonst mache. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber jetzt bin ich fast durch mit dem Stuff. Er hat so verbissen gekämpft. Doch jetzt gehört euer Arztdruide mir. Niemand ist dem Albtraumfürst gewachsen. Kannst du das spielen, wenn du Retail alles hast? Ja, das wird nur lang dauern. Die Zeit läuft ab, Champion. Ihr werdet im Hain des Szenarios gebraucht. Für Classic gibt es übrigens auch ATT. Naja, habe ich schon mitgekriegt, dass es das theoretisch da auch gibt. Theoretisch. Oh, ich mache mir nachher sowas von Bananensplit. Ich habe Bananen gekauft und ich habe Eis gekauft. Dann bastel ich mir einen Bananensplit für Arme zusammen, ich sag's euch. Beim ersten Einloggen im Add-on explodiert dein PC dank ATT. Ah, so schlimm wird's schon nicht. Hab ja jetzt einen guten Kübel hier gekauft. Wieso kaufst du nicht direkt Bananensplit? Weiß gar nicht, ob es sowas auch gibt. Bestimmt, ja, wahrscheinlich, aber will der frische Bananen drin haben. Mach mir einen Bananensplit. Natürlich. Natürlich, sicher, Dicker. Ach nee, das wollten wir hier in dem Stream nicht, ne? Stimmt, da war ja was. Erklärungen sind unnötig, Malfurion. Ich habe gesehen, was folgt. Apropos Artefakt-Skin, beim Druid gibt's ja Bären und Katze je nach Gestalt von verbündeten Völkern. Wie hast du das in ATT gelöst? ATT gesinkt? Geht wohl nicht. Nee, ich hab ATT gesinkt, die Artefakt-Skins, die sinkt's irgendwie nicht. Aber ich müsste mal gucken, ich hoffe, ich hab hier... Warte mal, ich muss Druid einstellen. Steht das dran? Ich hab Nachtelf. Scheiße, noch ein Nachtelf. Nachtelf. Ah, fuck. Doch, ich hab einen Kultiraner, das ist schon mal einer. Okay. Nachtelf. Ich hab einen Tauren. Nachtelf. Scheiße, ich hab keinen Troll. Dreck.
Hochbergtauren. Du brauchst einen Tauren oder einen Hochbergtauren. Du brauchst einen Troll oder einen Zandalari-Troll. Ja, aber Warg oder Kultiraner sind gleich. Sind immer 2 gleich. Aber ich brauche einen Troll hier auf dem Account. Ich habe auf dem anderen einen Troll, aber das zählt da nicht. Müsste ich mir jetzt echt hier noch einen Druid erstellen? Warte, wie viele Chars habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9... 30, 31, 32, 34, 35, 36, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60. Moment, ich habe mich verzählt. 61? Du kannst doch nur 60 haben. Ah, okay, ich habe mich ziemlich verzählt. Na gut. Reden wir nicht drüber. Warum sagst du mir, nachdem ich mich 5-mal verzählt habe und unten angekommen bist, sagst du mir übrigens unten steht die Zahl, denk mir so, ja gut. Das sind richtig viele Spielstunden, das ist richtig. Zeit Classic. Richtig reingehustelt. Haben sie nicht, Legion war geil, BFA hat vielen gefallen, Shadowlands hat sehr vielen gefallen, außer Storyline. Glaube ich, ist immer eine subjektive Sache. Da gibt es immer die Leute, denen es nicht gefällt und auch die sind meistens halt lauter als denen es gefällt. Weißt du, was ich meine? Ich wollte mal schauen, wie oft du dich verzählst. Alter, ich bin auf 61 gekommen, obwohl ich nur 57 Chars habe. Aber dann kann ich theoretisch noch einen Druid erstellen. Boah, weiß ich nicht. Ich habe ja schon irgendwie 10 Druids oder 11. Legion war das letzte, worüber die Leute positiv berichtet haben. Interesting. Aber eben den removeden Umhang für 400k aus dem Haar rausgekauft, der dir noch fehlt, würde ihn dir für 200k geben und dir sogar 200k schenken. Das würde ich sogar machen. Hast du meine Liste geguckt, dass du weißt, dass er noch fehlt, oder wie? Galadin ist heute richtig der Gönner, ich merke schon. Ich träume und die Welt erbebt. In jedem Traum. Jo, mach mal, link mir den mal. Wann ist morgen der Deep Dive in Retail? Boah, ich weiß gar nicht genau, aber hier weiß es bestimmt wer. Ja, den brauche ich noch. Sehr leichter Kettenumhang. Düstere Vergangenheit verbindet ihn mit Xavius. Selbst er kann sich Xavius nicht allein stellen. Wir müssen ihn finden. Die Zeit drängt. Welchen Char umbenennen? Ja, stimmt. Kann sein. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob da noch irgendeiner... Oh, ich muss noch meinen Magier auf Horde dran, sonst habe ich immer noch nicht gemacht. Für das eine T-Mog-Teil, das fällt mir gerade wieder ein. Die Lüfte rufen nach mir. Lasst euch von meiner Macht durchströmen. Nichts kann. Xavius ist nun der Meister. Das ist sehr lange nicht mehr. Betretet ihn und ihr gebt euch den Albtraum. 20 Uhr ist Retail morgen, okay. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich werde den Albtraum. Ich bin außer Reichweite. Ja, ich denke mal, das werde ich morgen auch wieder streamen. Wenn ihr da wieder Bock habt, dann schauen wir es uns zusammen an. Machen wir es halt ähnlich wie heute. Das ist zu weit entfernt. Hier mal die ganzen Leute buff dissen. Meine Macht wird dieses klägliche Land vernichten. Bringt mich zu Fall. Ich muss näher ran. Von neuem. Hey, ich grüß dich.
gucken, Hansi. Danke dir fürs Subscriben. Hallo Tele, sag mal, wie findest du es, dass man die neue Erweiterung erst zu Release spielen darf, wenn man die 89€ Version kauft? Release bedeutet Veröffentlichung des fertigen Spiels. Naja, so wie ich das verstanden habe, gibt es ja Early Access, nur 3 Tage. Oder störst du dich jetzt dran, dass du jetzt das Game kaufst und dann halt erst in einem Jahr spielst, oder wie? Weil das ist ja bei WoW immer schon so. Du kannst das Game natürlich auch erst kaufen, wenn es rauskommt, ne? Aber viele wollen halt die Collectibles gleich haben, deswegen kaufen sie es halt jetzt schon. Das ist mit dem Early Access, weiß ich nicht, finde ich fragwürdig, das finde ich nicht so geil. Obwohl ich das mir eh kaufen würde, ne, weil ich die Collectibles halt habe, aber naja. Die andere Geschichte, dass du es halt jetzt kaufst und dann halt erst in einem Jahr rauskommt, das ist normal bei WoW. Aber du wirst ja auch nicht gezwungen, dass du es jetzt kaufst, ne? Es wird ja nicht out of stock sein dann. Das dann so quasi FOMO kicken müsste. Ich mache gerade Oschi überall. Wie kann ich das beschleunigen? Oschi überall ist, dass du Oschis quasi rausziehen musst, oder? Naja, du musst halt diese Muscheln holen, ne? Am schnellsten geht es in der Gruppe. Aber da sind jetzt halt keine Gruppen mehr drin. Das Ding ist, ne, es wird dir jetzt wahrscheinlich wenig weiterhelfen, aber du hättest das halt am Anfang der Expansion machen sollen. Da gab es teilweise 40-Mann-Gruppen, die haben alle die ganze Zeit die Oschis rausgeholt und dann hast du halt über die Oschis der anderen die Muscheln die ganze Zeit bekommen. Jetzt musst du es halt leider auf dem mühseligen Weg machen. Bedeutet, du musst, wenn dann, angeln, um die Muschel zu kriegen. Das ist Option 1. Option 2 ist, du machst diese Kisten auf, die man bei den Kaluak freischalten kann, diese Angelbedarfskisten, also sind die Muscheln auch drin. Und Weg 3 ist, glaube ich, auf der verbotenen Insel gibt es, glaube ich, irgendwie so einen Angel-Rare und der droppt, glaube ich, auch die Muscheln, habe ich mir sagen lassen. Aber ich habe den nie gefarmt, weil ich habe das, wie gesagt, am Anfang der Expansion gemacht. Ne, und dann musste ich da nicht mehr drauf zurückgreifen. Was für Kisten sind das? Wenn du bei den Tuska einen gewissen Ruf hast, siehst du extra Kisten, die haben so Angelbedarf drin, die siehst du dann auf der Map. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch du sein musst. Na, die Tuska werden mir bei dem Twin gar nicht angezeigt. Die Angel-Dailies geben 5 Muscheln pro Quest. Ah, okay. Sind aber auch auf... die bei den Angellöchern, oder? Ja, das kannst du natürlich auch machen. Mich stört es, dass die teure Version kaufen muss, um zum Release spielen zu können. Die verkaufen uns das als Vorgabeversion, aber eigentlich ist das so, dass alle anderen bestraft werden. Ja, sehe ich schon auch so. Bin ich definitiv auch kein Fan von. Aber was willst du machen, ne? Wie gesagt, für mich persönlich macht es keinen Unterschied, weil ich hätte mir eh die große Version gekauft für die Collectibles. Aber nervig ist es schon. Galadin, lass das nach dem WoW-Teil machen. Weil das nehme ich dann auch mit auf, weißt du, in mein Video. Dann bist du mit im Video drin. Dann machen wir es so. Oh, apropos, ich mache mir jetzt schnell mein Eis noch. Scheiße, jetzt geht's ja gleich schon los. Leute, ich bin schon wieder spät dran. Also, wie machen wir das jetzt? Wir machen das jetzt wieder in Vollbildmodus, live. So, ich schalte euch das jetzt wieder rein. Moment. So. Ich bin gleich wieder da. Falls es jetzt losgeht, dann verpasse ich den Anfang, aber egal, ihr kriegt das mit und ich mache mir mein Eis jetzt schnell.
BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Omen, Game Life. Xbox, power your dreams. Mountain Dew Game Fuel Mystic Punch. Redeem points for gaming rewards and exclusive items in Diablo 4. NVIDIA GeForce RTX 40 series and NVIDIA Reflex, the highest FPS and lowest latency on PC. Secret Lab, award-winning comfort engineered to support your every move. Experience the ultimate performance gaming seat. HyperX, we're all gamers. Good afternoon, everyone. Here's our next presentation. World of Warcraft Classic, What's Next? Hola, BlizzCon! Hi! My name is Ana Resendes, and I am one of the 2 lead software engineers on the World of Warcraft Classic team. Today, today I will be joined by 3 other of my members of the Classic team. Josh Greenfield, our senior producer. Nora Valera, my fellow lead software engineer. And Tim Jones, our team's lead designer. It is an honor for us to represent the Classic team and talk to you about so many of the things we're working on WoW Classic. So today, let's talk about the Classic journey so far. Ich glaube, ich habe noch nicht viel verpasst, oder? Hardcore and a new season. Season of Discovery. Yeah. So, Eis ist am Start. Was, Bild groß? Ja, mache ich, warte. WoW Classic was announced at BlizzCon 6 years ago. And ever since that day, the team worked really hard to bring those precious memories of WoW to you and to me. The Classic journey officially started when you joined us in 2019 back in Azeroth creating a new character. Remembering the importance of having a good wand and being careful of how many mobs you pull at a time. We went through the journey of getting your first mount and feeling like you were riding the most powerful machine, making all those level 10s jealous of your speed. Eventually, we hit 60 levels, and we went on to face some of the most iconic challenges, including the Fire Lord himself, Lord Ragnaros. We ran the Gong of Anchorage and saw new Scar Lords walking among us. We completed our journey at level 60 by adventuring into Naxxramas with 39 other of our friends. In 2021, the Dark Portal opened, and us brave heroes stepped forward into a new world to face the Burning Legion. In Outland, we learned to fly and see the world from a different perspective. And after killing many Talbot, Schämen Sie mal nicht wegen Ihren Akzent. and turns out, you know, maybe we were prepared after all. Later on, we explored the coldest continent of Azeroth. We arrived to Nordrend via boat of Zeppelin, and we started hearing about the presence of the Lich King. We became masters of vehicles, and if you're like me, indeed press that red button. Yeah, oops. All to prepare ourselves for the ultimate combat and defeat the Lich King on top of Icecrown Citadel. You know, as you heard earlier from our executive producer Holly, our journey will continue into Cataclysm Classic in 2024. The Classic journey started with you as a love letter to the WoW community. We asked what you wanted. You responded to us. Ja, merkt schon ein bisschen, ne? And as we move onward, we look to bring new Classic experiences to life. Kata and beyond. Aber ist irgendwie ganz We're putzig. driven by smart changes as informed by you. So this is Kata for you. You know, Kata. but before we talk about all the changes that we're bringing to Cataclysm Classic, let's talk about some of the features that will be returning as your journey to the new level cap to 85. So, Goblins will be joining the Horde, Worgens will be joining the Alliance. Worgens, go!
Cataclysm also unlocks a bigger combination of classes and races. For players that like to play as a Night Elf mage, your time is now. Transmogs are coming back into Cataclysm. Start getting those ideas ready for your next transmog contest. For the explorers, there's also where archaeology makes its debut. And for our PvP fans, rated backgrounds are coming back. Yeah, love PvP. The world will be changed after Shattering of Deathwing. No giant swords just yet, but big changes to Azeroth nonetheless. Along with graphical improvements, literally thousands of new quests await you across different continents. And of course, you will also be able to unlock flying Azeroth. As the world changes, it comes with some of the most iconic dungeons and raids that you have ever experienced. All in all, this comes with 5 new zones, 10 new dungeons, and 7 new raids. And speaking of those raids, Cataclysm had a hugely varied opening tiers of raiding, including Bastion of Twilight, where after defeating our 2-headed mage Cho'Gall, a surprise appearance from Sinestra awaits. Later, we will venture into Firelands, soaring through rings of fire against Alice Razor, and seeing Ragnaros take his first baby steps. They grow up so quickly. This is just some of what we know, but what are we bringing new to Classic? What's new for Cataclysm Classic? We have seen a ton of positive feedback in the community around the new Titan Rune dungeon system in Grad, or as you might know it as Heroic Plus, allowing you new deterministic opportunities to gear up. So we're excited to bring the spirit of those forwards into Cataclysm, for you to experience these new takes on Cataclysm dungeons. We will be making updates to the guild advancement system introduced in Cataclysm. We want to ensure that guilds that are on the smaller side are not left behind. In past years, we heard from you about wanting to have collections UI in Classic. So we're happy to have introduced that in our final patch of Grad. And now transmogs will live in it too, and they're going to be account-wide. So get all those alts together and get all that gear. Classic gives us the opportunity to revisit the cadence at which we release content and patches. I think we all know when a patch has overstayed its welcome, which is why we're excited to announce that Cata Classic will be experienced at a faster rate, faster than the original. And with that, we're also making changes to the leveling speed for new characters to get to level 80. But these are just some of the changes that are coming to Cataclysm Classic. We also have other topics of discussion in the team. But as we said, WoW Classic started as a love letter to the community. And we continue to look to you and you to provide great feedback. So if you're here at BlizzCon, please swing by the Darkmoon Fair that is over there. There's a mailbox where you can submit any questions you have. And for those of you at home, talking to you, there's going to be open threads in all the WoW forums in every region, and we look forward for your thoughts about all things Classic. Thank you again for taking this journey with us as we venture forth into our mysterious future. Speaking of the amazing contributions from the community, let's talk about hardcore. Yeah, hardcore. Yeah. So I have a question for people here. Who here has made it to level 16 hardcore? Wachen die Leute da wieder auf? Very impressive. Die lügen doch. That's really, really impressive. But, okay, who here has died before level 16 hardcore? Yeah. Me too. You and I, my friends, that has happened. But in fact, you're not alone. Yeah. You have joined the graveyard alongside all these characters, including those unfortunate hunters. So here are updated stats from end of last month. And for our next information of data here,
I do not have a data table for this, but let's take a look at some reenactments of the 3 most common environmental deaths in hardcore. So, who else was looting that final mob and forgot to take a look at their breath meter? Oh, das ist natürlich belastend. Maybe you were too busy typing in the chat in Ironforge and became one with the Great Forge. Or you misjudged the distance and gravity gave you a moral reminder. I've been there. Yeah, I mean, these are some dumb ways to die, you know, but on the opposite side, there are so much more heroic ways to die. And we have been super excited to see how players have engaged with our new feature, Duel to the Dead. Mokura. Yeah, we're very impressed by the community events and all the players that have been brave enough to participate in them. It takes a lot. But you know, as Holly mentioned earlier today, we have a new optional rule set coming to hardcore. So we are excited to officially announce that Self-Found will be coming to hardcore in early 2024. Yeah. Na klar, ihr wollt doch die Essensgeräusche haben, oder? Players that opt into this mode won't be able to trade, use the mail, or use the action house until you reach max level. We hope that you join us to take on this new challenge. So yeah, on behalf of the Classic team, thank you so much for joining us on the Classic journey so far. And we can't wait to see you back in Azeroth. So now, I know everybody wants to hear more about the Season of Discoveries, so I'm gonna bring in, my senior producer, Josh Greenfield. Thank you. Da waren jetzt erstaunlich wenig Infos drin in dem Ganzen. Ich hoffe, da kommen jetzt mal ein paar Infosachen. Wow, look at this crowd. Hello, BlizzCon. My name's Josh Greenfield, and I'm the senior game producer on WoW Classic. I'm here to talk to you today about our new season for Classic World of Warcraft, Season of Discovery. Today, I'm going to give you an introduction and an overview of what our season is at a very high level, as well as giving you an idea of what our major features are. After this overview, I'm going to hand things off to a few other Classic team members to dig into some specifics about what I'm going to cover. So let's go ahead and jump in. So it seems fitting to start off talking about discoveries. It's in the name, after all, so it seems pretty important to the season. Ist aber schon ein bisschen picky. When you first start a character in Season of Discovery, it'll look and feel identical to original World of Warcraft. You'll slay kobolds, you'll give lazy peons a bonk, all the kind of normal things you do when starting fresh in World of Warcraft. When you get to around level 2, however, in the starter zone, your class trainer will offer you a new quest, and this is to go find your first rune. We'll talk about runes in a little bit more in a minute, but after that intro quest, the game simply tells you, go find more. And that's kind of where discoveries come in. Discoveries are essentially secrets hidden throughout the game world. They usually aren't quests in the traditional sense. There's nothing on your map to show them to you. This is Classic after all. And some may be as simple as a treasure. Oi, was ist da los? Hängt das Ding jetzt? Treasure coffer deep in a kobold mine, but many are small events kind of unto themselves, oftentimes requiring more than one player, a little bit of creativity, or some keen observation skills to obtain. One of the things we love about Azeroth is the sense of awe and wonder it inspires. It's a massive world. But due to the kind of solved nature of original WoW, it can sometimes feel a lot smaller than it did when we first started our adventures. Discoveries are a way to disrupt that a bit. Keep the world familiar, comfortable, but add enough new things to find to evoke that sense of adventure and exploration we first felt when we stepped foot in Azeroth. Beyond the next hill, deep in the next crypt or cave, something exciting could be hidden. One other thing we love about discoveries is this social and information sharing aspect. For those first few weeks of each phase, we hope to find secret finding communities pop up, both in and out of game, as players scour Azeroth to find all these little hidden things. We can't wait to read general chat as players begin sharing what they found with each other in real time. We think that social and info sharing aspect is super exciting, and we can't wait to see how long it's. Naja, sind wir ehrlich, das wird auf irgendeiner Newsseite stehen, geh dahin, geh dorthin, geh dorthin.
Ich glaube nicht, dass das Leute großartig im Handelschannel kommunizieren, sondern die werden halt die Koordinaten kopieren und dann dahin hatschen, wenn wir ehrlich sind, ne? Aber es hört sich halt besser auf so einer Präsentation an. Takes for all these little secrets to be found. In order to preserve this sense of discovery, we will not be holding a public beta or PTR for Season of Discovery. Thank you, yeah. We want day one of Season of Discovery to feel as fresh and full of surprises as we can. So we're taking a chance here to keep those first few weeks as exciting as possible. The last thing we'll say about discoveries now is that we wanted to craft them in a way that really felt at home in original WoW. Many times when playtesting amongst ourselves, we'd find a new NPC or an object, and someone would hesitate and say, like, is this from 2004? Is this new? And we're like, yeah, it's new. That's new to the season. And to us, that's a great success. The idea here is that these things feel as like a natural part of Azeroth as it was at this point in WoW's history. Next, let's talk a little bit about level-banded content phases and what that means. In essence, level-banded content phases are how we're going to approach the level-up journey in Season of Discovery. When we initially launch, the level cap in Season of Discovery will be level 25. After a number of weeks, the level cap will increase to a higher level for the next phase. So, why a level cap of 25 to start with? Well, our inspiration for this actually came from the WoW Classic Beta in 2019. We saw how much fun the game was when the level was capped at a lower level, and how players would find new and exciting talent and item combinations to optimize around. And this is something we've always looked back fondly on, and it's something we've wanted to sort of explore ever since. We also realized how approachable an initial lower level cap could be. We talk a lot internally about approachability on WoW Classic and respecting players' time. There's a major goal of this level-banded approach to really give you a chance to get into it. One of the things we really consistently see on forums or social media too is it too late to start? And oftentimes we'll hear this literally within a day or two of a new release. And obviously, it's never too late to start playing Classic WoW. But as we've all grown into additional responsibilities and found ourselves spending maybe a little less time playing games than we used to, we can definitely feel that sense of kind of fear of missing out, or FOMO, when we log in after a long week and see our friends 10 or 20 levels ahead of us. And for that, this level-banded approach is perfect. There will be plenty to do in each new leveling journey, from the quests and dungeons and battlegrounds we all know and love, to finding all the brand new things to discover across Azeroth. And then later on, leveling new alts to find all of their hidden discoveries as well. There's lots to do, but we're hoping that you won't ever feel that sense of being behind just because you couldn't play on a given day. We also plan to give a very sizable experience boost to the previous level band every time we raise the level cap. This is kind of similar to Joyous Journeys in Wrath Classic, if you're familiar with that. So even if you miss a phase or once a level in alt, you'll be able to catch up. Oder du wartest einfach wieder und dann kannst du easy leveln. Easy fix. So the next Neue WoW-Philosophie. Warte einfach so lang, bis alles easy wird. GG. thing we want to talk about is in-game at level cap. So when we kind of decided on this level-banded content approach, we had to kind of sit down and ask ourselves, what is in-game when the level cap is 25? And first, I think it makes sense to talk a little bit about our inspiration. And this is something we really keep coming back to a lot on Classic. Since this is a version of original WoW, we wanted to start out grounded in familiar locations and put the focus for the new stuff on fresh gameplay and mechanics in those iconic dungeons and locales. To that end, our first raid in Season of Discovery will be the iconic dungeon, Black Fathom Deeps, reimagined as a 10-player raid instance. Thank you. Next, one of our main goals is to ensure that. Ich hoffe, die ändern wieder Heirlooms. Ah, nee, warte, ich wollte es richtig aussprechen. Heirlooms. Will da XP drauf haben. Ich glaube, das werden sie nicht wieder zurückändern. Bezweifle ich. Ich weiß gar nicht, wie ist es in Classic? Die gab es doch dann auch schon in Cutter, oder? Da sind die doch eingeführt worden. Ich wette, der hat einen richtig haarigen Bauch. Den will ich streicheln. Was ist mit dir verkehrt? Also, ich glaub's auch, aber ich will den nicht streicheln. Aber tut er keinen Zwang an. Vielleicht hat er ja OnlyFans, dann kannst du ja mal vorbeigucken. Ein Wortel? These are
fully featured, deep, satisfying raids, and not simply Danke the fürs addition Followen. of a few mechanics to existing encounters as they were in 2004. All of these encounters are a full ground-up redesign and should feel like proper raid encounters. Nee, ich habe relativ And wenig of course, Körperbehaarung. with new raids comes lots of new loot. In addition to raids, we also really want to play up that PvP aspect. And as a result, we're planning to add several outdoor PvP events to the game as the level caps increase. Thank you. Lastly, one of the things we're most excited about is where we go when we start getting to higher levels. We are leaving the door open to the possibility of completely new experiences and the prospects of exploring previously unfinished or unused locales for future raid and dungeon content. We're sorry, getting level 60. I know, I'm excited too. I'm excited too. We think that level 25 is going to be full of great, memorable gameplay that feels right at home in original WoW, but this is just the first step, and we think the best is yet to come. So next, let's kind of change gears and talk about rune engraving a little bit. So this is one of the most exciting new things about Season of Discovery. One of the most consistent pieces of feedback we've gotten from previous iterations of original WoW, such as our Season of Mastery, is that many players would like to try some adjustments to their favorite class or spec. We really wanted to take a chance with Season of Discovery and go kind of wild here, and we did. That's where rune engraving comes in. Rune engraving is a new skill that all Season of Discovery characters know automatically on character creation. Rune engraving allows you to gather, learn, and apply new class abilities directly to your equipment, kind of like enchants. In the initial 1 through 25 experience, you'll be able to discover runes in your chest, legs, and glove slots, and as the level cap increases, additional runes for other item slots will be discoverable over time. Once learned, runes are permanent and can be applied and reapplied to your gear at will, just out of combat. One of the most exciting things about these runes is that they exist completely outside of the talent system, meaning that you could very realistically splash in, damage abilities with a healing talent spec so you could solo a little bit better, or you could swap maybe to tanking ability runes to round out the tank spot in your 5-player group if you're missing one. You may also encounter previously faction-specific paladin and shaman buffs as runes, which helps bring some parity to each faction without those classes losing their unique flavor or the factions losing their unique flavor. In order to also streamline the talent system to go along with runes, we do plan to adjust the respec cost to be much more nominal in Season of Discovery, particularly at low levels. And that's not all. That's not all. Who knows, maybe, just maybe, someday, you won't be constrained to just one talent spec in Season of Discovery. Who knows? So, overall, we've been playing this a ton internally. We've been having so much fun with it. It's everything we love about Classic, plus so much more. At this, I'd like to hand this off over to one of our lead software engineers, Nora Valletta, to talk about some specific abilities you may encounter on the different classes, as well as to talk a bit about our PvP plans for Season of Discovery. Aber mal eine Frage in die Runde. Ich habe das schon öfter gesehen, da gibt es doch dieses WoW Ascension oder wie das Ding heißt. Das hört sich ziemlich danach an, wenn ich ehrlich bin. Also es hört sich danach an, dass Blizzard da das spitz gekriegt hat und da jetzt Teile von übernimmt. Hab das nie gespielt, ne, aber hab dann halt so Ads gesehen von. Weiß ich jetzt auch nicht. Take it away, Nora. Habt ihr schon das neue Add-on gesehen im Shop? Ja, es ist drin. Ich hab's aber noch nicht gekauft. Thanks, Josh. Hey, BlizzCon. My name's Nora Valletta, and along with Anna, I'm a lead software engineer on WoW Classic. Und wie ist der Englisch? Passt es dir, Matrax? There are over 100 runes in the 1 to 25 leveling bracket across all classes, and we'd love for you guys to go forth and discover them on your own. However, to give you an idea of what to expect, I have a few to share with you today. First things first, I want to share some of the things we had in mind when designing runes in Season of Discovery. One is to shake up the meta. Our seasonal content is a great opportunity to deliver WoW Classic, but with a twist.
With our non-seasonal content, we try to deliver a classic experience close to the original, but with seasons, we have the freedom to experiment with what-if scenarios, such as Oh, what if schon wieder rogues could Shaming hier, tank? Gerka. What if paladins did have a taunt? On that point, we wanted to introduce abilities such that each class has something special. Ja, das sieht so aus, als ob der Schwarz zu kurz ist, ne? And go, dang, that's so cool. I wish I could do that. Many of the runes you find are greatest hits remixes of popular abilities from various WoW expansions, so many of them will be familiar. Ich finde es interessant, dass weniger über die Game-Inhalte gesprochen wird und immer mehr über die Leute, die es vortragen. Wisst ihr, was ich meine? Familiar to you. That said, some of these familiar abilities may actually behave a little differently than you remember. Some spells and abilities you'll discover have never been introduced before in any WoW expansion. For these, we were careful to make sure they were an appropriate fit for class fantasy. Most importantly, we want Classic to continue to feel like Classic. Many of the iconic spells and abilities you've seen in various WoW expansions feel fitting for that expansion or fitting for modern WoW, but would feel out of place in Classic, so we tried to avoid introducing anything with a too modern feel and made adjustments wherever it made sense. Anyways, enough of that. Let's take a sneak peek at some of those abilities. Druids. Oh, jetzt wird's interessant. Druids. In Season of Discovery, you have an interrupt called Skull Bash, which can be used in cat or bear form. Fury of Storm Rage removes the mana cost of Wrath. Dealing damage with Wrath has a... Warte, ist das eine Special Ability? Das ist doch einfach die Abilities, die es im Retail gibt. Also wollen die dir jetzt einen Classic verkaufen mit einem Twist, wo sie dir wiederum Spells reinpacken, die es im Retail gibt? Ist das der Twist? Warum spielst du nicht gleich Retail? Naja gut, schauen wir weiter. Has a chance to make your next healing touch instant. Wild Growth applies a heal over time effect to your target and up to 5 nearby party members. Wild of the Growth ist da auch ein Retail-Ding. Merken die Leute, dass die Classic spielen? Oder spüren die schon nichts mehr? Hello, Hunters. Beast Mastery will increase your pet's damage, health, and focus regen. Growl is now a proper taunt. Explosive Shot is a ranged damage over time ability, and Lone Wolf gives you a damage boost if you... Wollt ihr mich eigentlich rollen? Das sind doch, glaube ich, alles Sachen. Also den Explosive Shot kenne ich aus Retail, Lone Wolf, die Fähigkeiten kenne ich auch aus Retail und dass der ein richtiger Spot ist, kennen wir auch aus Retail. Bringen die jetzt einfach nur Fähigkeiten von Retail rein? Holy shit. if you have no active pet. Pair this with dual wielding, and you've got yourself a mean melee hunter. Melee Hunter. Aus welcher Expansion kennen wir das? Ice Lance is an instant frost spell that deals triple damage to frozen targets. Living Flame causes flames to erupt and chase a nearby enemy, leaving a burning trail in its wake. And Regeneration is a heal, which marks your target with a temporal beacon. Another rune ability called Rewind Time will heal the damage taken over the previous 5 seconds. You can heal other people with this, by the way, not just yourself. So Normalerweise recyceln die den Classic-Content in Retail, aber jetzt haben die den 5-Hit-Move gemacht und ich gedacht, Idioten, knallen wir jetzt Retail-Shit in Classic rein und verkaufen das neu aus Legion. Ja, genau, aus Legion ist das. Also, come on. Naja, gut. I hope you've made room on your roster for mage healers. Paladins. In WoW Classic, they don't have a taunt, but here it is in Season of Discovery. Hand of Reckoning is your taunt. Das erinnert mich gerade hier an Star Wars, wo sie quasi alle applaudieren, als quasi die Demokratie in eine Diktatur umgewandelt wird, ne? Und alle applaudieren und sie merken es gar nicht. Das ist jetzt auch diese Situation so, wo eigentlich aus WoW Classic wieder Retail wird und die Leute WoW Classic spielen, die Retail nicht mögen. Schon ein bisschen paradox. Naja, schauen wir weiter. Knowing this ability will also increase the threat bonus of Righteous Fury and cause you to gain mana when healed by other players.
Crusader Strike is a weapon attack. It's a weapon attack which costs no additional mana and instead regenerates your mana slightly with each hit. And Seal of Martyrdom can be activated to cause melee attacks to strike other nearby targets. You'll lose health when inflicting damage with this. However, nearby party members will gain mana based on the damage you take. Priests. You can channel penance to heal nearby friendly targets or deal damage to enemy targets. Prayer of Mending heals your target the next time they take damage or receive healing. Afterwards, it'll bounce to another friendly player nearby. Homunculi animates 3 miniature copies of your character, which will attack your target with a mace, a sword, and an axe, reducing their attack speed, attack power, and armor, respectively. Rogues. From stealth, Shadow Strike allows you to teleport behind your target and strike for a nice big chunk of damage. Envenom is a finishing move. It deals poison damage based on your deadly poison doses on the target, and also increases the frequency of applying instant poison for some time afterwards. Just a Flesh Wound is our rogue tank ability. You generate way more threat, you take reduced physical damage while Blade Dance is active, you're less likely to be critically hit by melee attacks, and your Feint ability turns into a taunt called Tease. Shamans. Lava Lash deals offhand weapon damage. Offhand. In Season of Discovery, Enhancement Shamans can dual wield with the help of another rune, not pictured here. Happy hunting. Healing Rain is a gradual AoE heal which can be placed on the ground, or on a lamppost, or on the ceiling. Naja, zwischendrin sind 1, 2 Talente, die neu sind, aber fast alles andere kennst du über den Lauf der Zeit, ne? War der in der einen oder anderen Form schon mal in WoW? With this, you'll deal increased threat, you'll take less damage, and Earthshock becomes your taunt. Warlocks. Haunt deals damage, increases all shadow damage you deal to the target, and heals you for the damage it dealt once it's dispelled or expires. Chaos Bolt sends a big beefy bolt of fire at the enemy. It always hits, it can't be resisted, and it causes all of your fire spells to pierce through absorption effects. And Metamorphosis. This is your shapeshift, allowing you to transform into a demon, similar to a druid's bear form, increasing your armor and reducing your chance to be critically hit. Searing Pain becomes instant, Shadow Bolt becomes a melee cleave, and Curse of Recklessness is your taunt. Warriors. Okay, jetzt pass auf. Victory Rush is a weapon attack that can be used after killing an enemy. It will heal you for a certain percentage of your health. Devastate will cause your Sunder armor to deal main hand weapon damage, increased for each stack of Sunder armor already on the target. And Raging Blow is a vicious strike that deals heavy damage, but can only be used while enraged. Now this is just a taste of all the abilities coming to classes in Season of Discovery. And really, bottom line, we want everyone to feel OP. Anyways, enough about runes. Let's instead turn our attention to the ancient forest of Ashenvale in northern Kalimdor. Ashenvale is known for its beauty, its rich natural resources, and its role as a hotly contested territory between the Horde and the Alliance. In Season of Discovery, earning kills while in Ashenvale will trigger a zone-wide PvP event. During this event, a leader will appear in the zone for each faction, a Farseer for the Horde, and a Priestess of the Moon for the Alliance. Your objective is simple. It's to defeat the enemy leader. Now this is easier said than done. These leaders are tough, so you'll have to work together to take them out. In addition to the main camps where those faction leaders reside, various other camps will spawn across the zone for each faction. The Priestess of the Moon and the Farseer are each buffed by respective leaders in those smaller camps. The more of those small camps you can take out, the weaker your enemy's faction leader will become. Sounds familiar. It's much like Alterac Valley.
This event is an awesome way to earn honor, as well as reputation with Warsong Gulch factions, which allows you to unlock some of the best level 25 gear in the game. You'll also be able to earn a mount, which you can actually use at level 25, but only in Ashenvale. It will increase your speed by 50%, giving you the extra boost you need to seek and destroy the enemy. So, come kick some ash in Ashenvale. I'll see you there. Anyways, I've done enough talking. It's time for me to pass things off to Tim, who's going to talk to you about raids and the PvE endgame. Take it away, Tim. Thank you, Nora. Hey, BlizzCon! My name is Tim Jones, and I'm the assistant lead designer on World of Warcraft Classic. Woo! Multiplayer content is the heart of World of Warcraft. Whether we're questing together, running a dungeon, crafting an item for a friend. Hier, Gerke, wieder Bodyshaming am Start. Ja, so übergewichtig ist der jetzt nicht, der Tim. Or chatting in Guild about where to find that new Metamorphosis rune for Warlock. WoW offers one of the richest multiplayer experiences across all of gaming. Sagen ja nicht mit so einem Scooter reinfahren muss. To deliver on providing new group content that's both challenging and rewarding. Now first, I want everyone to take a moment with me and imagine, alongside the Zorm Strand on Ashenvale's north coast lies the ruins of an ancient elven temple to the goddess Elune. Evil stirs within, drawing the likes of the Naga and the Twilight's Hammer in search of power and anything that could hasten the coming of the old gods. Maybe you've been here before, maybe not. No matter your familiarity with this place, it's hard not to be drawn in by the mystique, the rich art, the level design, as well as the robust creature and spell ecology of Black Fathom Deeps. On the Classic team, we couldn't help but ask ourselves, could this amazing location be more than just a 5-player dungeon? So we're excited. Get your level 25 Prebis, equip your runes, find 9 of your best friends, and get ready. The Classic team is proud to announce Level Up Raids. New instance challenges for raid groups to experience the max level for each of Season of Discovery's content bands. Woo! At level 25, Black Fathom Deeps is the first. Was? Telar in 5 Jahren, wenn er nicht täglich Sport macht? Nee, ich hab nicht so einen krassen Bartwuchs. Also das glaube ich nicht. Außerdem habe ich noch viele Haare. Und die Wohlstandsplauze habe ich auch noch nicht. Aber mal schauen, was in 5 Jahren ist. Sagen wir mal, die Seerstein-Nassjata gibt's die nur durch Rare-Mobs? Ich meine, da sind sie am besten gedroppt, aber ich meine, die konntest du auch durch, die sind auch so random mal gedroppt, aber relativ selten. First level up raid that you'll experience in Season of Discovery. Groups should be easy to form. Grab a couple tanks and healers, make a party of 10, you're good to go. God knows, everyone and their mom can tank and heal in Season of Discovery now, so that shouldn't be a problem. And content phases in Season of Discovery won't be as long as traditional Classic expansion patches either. And we want you to have as many opportunities to explore and plunder the riches within. And as such, Black Fathom will offer a 3-day lockout, much like the raid Zul'Gurub. The story's the same, the location and creatures may be familiar to some, but the challenges and rewards are brand new. 7 new bosses are here to both entertain and test your skills. And how could we not make raid content without new loot? Existing quests and rewards have also been updated for the raid as well. And you'll even be able to find secrets within the raid. Can you solve the mystery of the Twilight Artisan? Can you find the recipes for Black Fathom sharpening stones and wizard oil? And will you be the first group to access the new world buff, Boon of Black Fathom? Ooh. Okay. I love your guys' enthusiasm. This is amazing.
Let's peek behind the curtain at what challenges await players in Black Fathom, or as we affectionately call it, BFD, not to be confused with BRD or BFA or BWL or BWD. You guys get the idea. Baron Aquinas, he guards the entrance. No longer a simple quest NPC. You must challenge his elemental lieutenants that inhabit the Fathom Stones and defeat him. And in doing so, you may face off against Aquinas himself atop the infamous jumping puzzle. And jump you must to get in range of the Baron, but beware both the boss and your teammates, because there are many a peril that may knock you off. In all honesty, this boss is lightly tuned, and there are some hidden power-ups below the water to help you return to the platform. Next off, you must face against Gamura, the fearsome turtle that's been swimming in the enchanted waters of the deeps for a long, long time. Exposure to... Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Also die Instanz, also die Raid-Instanz, die neu benutzt dieselbe Grundmodel, also quasi dieselben Räume, wie dementsprechend das Dungeon, das wir heutzutage haben, nur dass neue Bosse reingesetzt sind, oder? Weil bis jetzt haben wir ja nur die Bosse gesehen, nicht die Instanz, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Telar kaufen Marken, die droppen gerade wieder. Warte. Ach. 415, auf wie viel waren die denn vorher? Ist relativ hoch noch. To these energies has granted her both power and size, but most importantly, she's now protected by a magical barrier that protects her against almost any attack. Break through this barrier and start blasting for massive damage. Get your orange parse. All this commotion will bring you to the attention of Lady Saraves, a powerful and reckless Naga sea witch who commands a legion of Black Fathom elite in Myrmidons. She is a formidable foe that will overwhelm you unless you find a way to turn her own spells against her and her minions. These three bosses round out the prologue of Black Fathom Deeps, and all three are available to fight in our demo in Hall D. Check it out. And that's not it. Witness the corruption of Gelihast and take on the march of the Void Murlocs. Break past Lorgus Jet's magical barriers and corrupted totems. Conquer your dreams as you challenge Twilight Lord Kelris. And good luck against the giant Void Hydra. Seriously, you're going to need it. And not to forget, there will be glittering prizes awaiting you, including some of these fancy items. Now, telling you all this is great, but I think we'd rather just show you. So it is my pleasure to provide a quick sneak peek video of the raid, edited by the team itself, as though it was pulled straight from a community website in 2005. Please take a look. Ja, Gerke, genau, das ist das alte Dungeon, aber anscheinend soll das halt in dem neuen WoW-Modus dann halt ein Raid sein, ne, mit anscheinend auch mehr Bossen. Also da sind dann, was habe ich gelesen, 10 Bosse drin. Ja, naja. Dass da nicht was komplett Neues aus dem Boden stampfen, war ja klar, ne?
Naja, es klingt halt besser, wenn du sagst, wir haben einen neuen Raid für den Ding, anstatt wenn du sagst, wir packen in eine 5-Mal-Instanz ein paar mehr Bosse rein und nennen es Raid, ne? Das ist halt Wording, es klingt halt besser. Aber nichts anderes ist es. Die haben dieselbe Instanz gelassen und haben halt ein paar Bosse da ausgetauscht und so wahrscheinlich dann hochskaliert auf, halt auf 10 Leute und nicht mehr auf 5. So einfach ist es. Wenn die Musik geht, also. Und nervig finde ich die jetzt nicht. Well, that's it for today, guys. We're looking forward to... Oh, okay. That shouldn't be here. Okay. That should definitely... Okay, sorry, we should have... Okay. Was war da gerade gestanden? Papa's Walk. Das sind die Katakomben unter Dings da, oder? Wo man eigentlich nicht reinkommt, oder Karastan, so sah das aus. That's it for today. On behalf of the Classic team, and as Anna mentioned at the top, nothing that we do in WoW Classic would be possible without all of your support and your voice. Thank you so much for making the dream of WoW Classic and all the experiences we're working on a reality. We can't wait to see what else we have in store for the future. We can't wait for you to see. So please stay tuned for Hearthstone, what's next, coming up right after this. And we hope you have enjoyed this look ahead at what's next for WoW Classic. I want to reiterate, this is just a taste of all that you're going to uncover in Season of Discovery. And for those of you here at BlizzCon, we hope you get to take on the first 3 bosses of our Black Fathom Deeps raid on the show floor. And for everyone else, we're so excited for you to experience it when Season of Discovery launches worldwide in just a few short weeks on November 30th. Na, geht das da schon los? Okay, das ist ja gar nicht weit hin. Schau dir gute Tanks an. BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Xbox, power your dreams. Omen, game life. HTC Vive Mars, virtual production made simple. Intel, push your gameplay beyond performance with 13th Gen Intel Core processors. So, wie sieht's aus? Kommt da jetzt heute noch was oder war's das dann? Ihr habt doch den Plan bestimmt offen. And the beneficiary of BlizzCon's charity auction is Direct Relief. Hearthstone und Rumble, aber gut, Hearthstone und Rumble wollt ihr das unbedingt sehen, wahrscheinlich nicht, oder? Kannst ausmachen, okay.
Jojo, sag dann einfach Bescheid, Galadin, solange quest ich hier auch noch. Whatever you can do. We beg you. Will you save us? Ich merke schon, Gerka hat jetzt richtig Blut geleckt, ne, was die Diskussion angeht. Can your shadow be our light? Da brauchst du ja nur noch 2 Accounts wegen T-Mog. Ja, muss mal gucken, ne? Wie es sich dann ausgestaltet mit Tiersets und so. Da ist noch ein großes Fragezeichen, weißt du? Will you fight the darkness? Ein großes Fragezeichen. Du, ich hab auch richtig Bock. Also jetzt nicht auf Classic, ne? Weil ich bin kein Classic-Spieler, aber auf Retail definitiv. Warte mal, wir schalten jetzt wieder das Ding um. Everything would change. Step aside. Assigned. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something. Ich muss ein bisschen im Hintergrund noch laufen lassen. And it was like a powder keg waiting to explode. Jo, ich wünsche dir auch noch eine gute Nacht, ne? Schlaf gut, EMB. Metzens so ein Macher. Ich merke schon, Noobzocker hat über ein Bett hier so ein großes Plakat von Chris Metzen hängen. So ein Poster. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. Nach dem Auftritt, ja. Okay. Ein Token für alle Klassen. Also ich glaube nicht, dass sie das anfassen. Ich vermute, es wird so laufen, dass du am Ende quasi Stoff, Platte, Kette lernen kannst, aber für Tiertoken musst du wahrscheinlich trotzdem noch die Klassen ran schaffen. Würde ich vermuten, ne? Aber mal gucken. Vielleicht machen sie es ja cool. Hast du dir WoW-Marken geholt? Nee, wollte ich jetzt dann noch machen. Es geht schon wieder runter, oder? Meint ihr, dass es morgen Nachmittag nochmal hochgeht? Macht jetzt wahrscheinlich schon Sinn, ne? Gogo, mach. Ja, warte, ich log schnell um. Auf was bist du online? Auf dem Horden oder auf dem Alicha? Horde. Okay, dann logge ich auf dem Hordenschar.
Hier 7-mal wurde der Trailer gezeigt, reicht langsam. Ich glaube, den tun sie immer als Filler zwischen den einzelnen Episoden zeigen. Aber ich glaube, jetzt kommt ja eh nichts mehr Richtung WoW. Dann machen wir den Dingstream jetzt auch aus. Dann schalten wir das hier mal um. Okay. Warte, jetzt kann ich mein ganzes Zeug auch wieder darüber schieben. So, Galadin, ich bin am Start. Jetzt ziehe ich meinen Chat auch mal wieder rüber. Komme ich ins Fernsehen? Definitiv, ja. Wo ist er? Warte mal, machen wir da den Sound wieder an. Champion, können wir sprechen? Wo ist er denn, der Galadin? Da. Ja, ich kaufe mir jetzt gleich ein paar WoW-Marken. Jetzt machen wir aber erstmal das hier. Was haben wir gesagt? 200k wolltest du haben, ne? 400 hast du gekauft, na krass. Gut, als nächstes bin ich jetzt auf meinem Hortenchar auf Ereda unterwegs. Und zwar hat der Galadin mir hier einen Umhang besorgt. Sehr leichter Kettenumhang heißt der. Und Galadin ist heute... hat die Spondierhosen an, denn er hat ihn anscheinend für 400k gekauft, überlässt ihn mir aber für 200k, also nimmt da ein bisschen Verlust in Kauf, aber bringt mir die Collection weiter. So, jetzt muss ich mal gucken, haben wir genug Nullen? Ja, sieht gut aus. Weil das ist einer von den wenigen Umhängen, die mir noch fehlen. Es ist ein Removed-Umhang und der ist eigentlich so gut wie nie im Auktionshaus, ne? Oder wenn dann halt für sehr, sehr hohe Beträge. Den hat der Galadin extra rausgekauft für mich. Und ja, jetzt lernen wir uns den einmal. Dann vielen Dank an den Galadin, an den edlen Spender hier, dass ich den wesentlich günstiger hier kriege. Und dann tragen wir den noch einmal ein in die Liste. Und zwar, ich habe auch noch 12k für Bonus-Rolls ausgegeben für die letzten Legion-Items. Also 200k. Und dann schmeißen wir das auch hier einmal raus. Ihr seht, da haben wir den Umhang drin. Das ist einer von diesen Classic World Drops, die quasi nicht mehr im Spiel sind. So, schmeißen wir den raus und dann werden es auch wieder ein paar weniger. Jetzt 119 Items sind es jetzt nur noch insgesamt. Ja, wird langsam. So, so viel dazu. Halt, warte mal, das tue ich jetzt hier wieder andocken. So, dann machen wir... Achso, den YouTube-Chat habe ich jetzt da drüben noch. Gut. Aber man weiß ja noch gar nicht, ob 3 neue Add-ons in 3 Jahren sind, ne? Man weiß jetzt nicht, wie schnell die kommen. Was habe ich verpasst von der BlizzCon? Oh, einiges. Alles Mögliche wird accountweit. Ruf wird accountweit. T-Mock lernen wird accountweit und so. Also da kommt schon einiges. 1,5 Jahren bestimmt. Also ich denke auch, dass es nicht mehr der 2-Jahres-Zyklus ist, ne? Aber wie schnell das denn genau ist, man weiß es nicht. So, jetzt gehe ich auf mein Main und dann kaufe ich mir da die Tokens. Dann mache ich aber derweil noch ein anderes WoW auf, weil ich weiß jetzt nicht, was man da sieht mit irgendwie so Zahldaten und so. Ist wahrscheinlich, ja, das mache ich dann, ziehe ich ihn rüber und gut ist, wisst ihr. Warrior OP.
Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich jetzt die Dinger gewonnen habe. Es wurden 3 Add-ons angekündigt, ja. Schneller als normal heißt es. Aber was das genau bedeutet, haben sie nicht gesagt. Tuse ist jetzt hier gerade aufgeploppt. Muss ich dann auch noch die Tage ein Video zu machen. Ja, morgen muss ich mich mal hinhocken und einige Videos durchballern. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe nichts gewonnen, oder? Die sind alle teurer geworden. Nee, da habe ich nichts gewonnen. Jetzt locken wir mal zu dem anderen noch um. Wie viele Marken soll ich mir denn holen? Mal ein paar. Alle. Was heißt alle? Ich kaufe mir jetzt nebenbei ein paar Marken einfach. Ich glaube, da sieht man zwar eh nicht irgendwelche Sachen, aber ich tue es jetzt mal lieber nicht in Dings rein. Nicht, muss ja nett sein. Ja, aber es lohnt sich immer noch, die jetzt für 4,11 zu kaufen. Letzte Mal vor 2-3 Monaten, wo ich mir ein paar Marken gekauft habe, waren sie auch über 400k. Dann habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm, ich kaufe mir 10 Marken und Gutes. Hey, ich hätte mal eine Frage. Kann man die Meisterzähme immer wieder besiegen? Also hintereinander für das Achievement und den Safari-Helm, oder sind die nach einmal geblockt? Das kommt, glaube ich, auf die Expansion drauf an. In manchen Expansions kannst du die immer und immer wieder besiegen. In anderen hängen die an World Quests. War da nicht ein Cap auf die Marken? Kann man endlos? Weil Galadin, hattest du nicht mal gemeint, dass da ein Cap drauf ist? So. Nebenbei ein paar Marken gekauft. Ach, 20. Okay, dann passt's ja easy. Ich habe jetzt 10 Marken gekauft. Ja, rein mit dem Ding. Stellen. So. Ja, 10 Stück sind es, okay. Okidoki. Ja, wenn die Marke mal relativ weit oben ist, dann rentiert sich das. Seht ihr, ich habe 0 Währung und ich hatte aber 800 irgendwas. Also irgendwas ist da verbuggt. Eigentlich wollte ich ein Video aufnehmen und dann Zeug zeigen. In dem Handelsposten, aber das funktioniert nicht, weil es halt verbuggt ist. Danke für nichts, Blizzard. Und aus dem Ding habe ich jetzt auch noch nichts rausgenommen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Nicht, dass die dann auch weg sind. Sicher ist sicher.
So, jetzt gehe ich nochmal auf den Monk, dann machen wir das schnell fertig. Das ist, glaube ich, der letzte Char, und dann habe ich nämlich alle durchgequestet. Weißt du, welches Add-on geht, wo man dauerhaft fighten kann? Meinst du dauerhaft fighten? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was du meinst. Hast neues Add-on schon vorbestellt? Nein, habe ich noch nicht. Wenn ich das kaufe, dann will ich ein Video zu aufnehmen, weißt du? Also nicht, dass ich es kaufe, sondern was es da für Collectibles gibt, so als kleine Vorstellung, Mount Gun und so. Und ja, dementsprechend mache ich das dann morgen in Ruhe, dass ich da durchblick. Genau, da kriege ich auch Devisen. Was soll ich schauen im Battle.net? Hast du mir was geschrieben oder was? Da hast du mir... Sehe ich jetzt gerade nicht. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach, da hinten irgendwo. Du, das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Dann braucht man halt auch nicht mehr x Accounts, ne? Also mal gucken. Mal gucken. Was ist denn da gepostet? Gibt eine Heldentat, Sturmreiter Gold. Ich kann das nicht anklicken. Was ist das? Kannst du mir das nochmal posten? Irgendwie spackt das. Kann ich es auf dem anderen anklicken? Ah, der hat nicht mal Ding rausgezogen. Er hat einen Handelschannel-Spam hier. Achievement. Ist das neu drin? Kommt gar nicht, wenn ich Sturmreiter eingebe. Gibt 6 neue Rennen mit dem neuen Mount. Ach so, okay. Und zu Reckon gesagt, Leute wie X-Reef werden sich freuen, er ist weit oben in den meisten Kategorien, aber nicht in T-Mog und mit der Änderung wird er gut aufholen. Ja, definitiv. Wenn man die auf Gold macht, bekommt man halt eine Heldentat. Ah, okay. Na ja, gut, klar, es bringt keine Punkte, es ist eine Heldentat. Genau, du kannst dann alle Rüstungsklassen mit einem Char lernen. Also so ist zumindest die Aussage. Wie es mit Tier-Tokens aussieht, keine Ahnung, ne? Gibt dir ein neues Mock-Set. Na gut, muss man mal abwarten, wie das aussieht. Sturmreiter gibt es auch noch einen Titel, okay, nicht schlecht. Da wird er richtig aufgefahren bei Blizzard. Beeilt euch! Wir müssen Fahren finden, bevor es zu spät ist. Ja klar, auch wenn du dann deine Bank auch accountweit hast, ne, das ist natürlich auch eine coole Sache. Ist halt jetzt die Frage, wenn man da ewig viel Zeug drin hat, wie das dann funktionieren soll. Ob man dann so eine zusätzliche Bank hat oder wie das klappt. Danke dir fürs Followen. Müssen wir mal abwarten. Er hat so verbissen gekämpft. Doch jetzt gehört euer... Niemand ist dem Albtraumfürst gewachsen! Die Zeit läuft ab, Champion. Ihr werdet im Hain des Szenarios gebraucht. Wir müssen rasch handeln.
Ja, dass man einfach den Charnamen oben auswählen kann. Das wäre eigentlich am coolsten, ja, wenn du einfach auf jede Bank von jedem Char zugreifen könntest. Das wäre richtig nice. Aber wie ist das dann mit seelengebundenen Items und so? Ich glaube eher, dass ein neues System kommt, dass du quasi wie so eine Gildenbank hast, bloß für alle deine Chars. So schätze ich, dass das sein wird. Wisst ihr, was ich meine? Erklärungen sind unnötig, Malfurion. Ich habe selbst beklauen? Das glaube ich bei dir, Schlawine. Der smaragdgrüne Traum wird vom Albtraum überwuchert. Das ist das Werk des Satyrs Xavius und der Legion. Hilfe ist endlich angekommen. Gelobt sei Elun. Wenn ich die Questreihe mit dem hier fertig habe, dann habe ich mit allen die normalen Artefakt-Appearance. Dann brauche ich bloß noch ein paar Hidden Skins freischalten. Ich glaube, es sind eine Handvoll, viele brauche ich nicht. Und dann halt mit den ganzen Klassen halt 30 Dungeons, 200 World Quests und was sind's, 1000 Kills. Und mit manchen habe ich schon ein paar Sachen. Also für diese weiteren Varianten des Hidden Skins. Aber ich bin gar nicht so weit weg, dass ich alle Skins dann, die man noch holen kann, fertig habe. Naja. Ja, also eigentlich ganz cool, dass sie jetzt schon die nächsten Add-ons die Namen verraten haben, aber was genau der Inhalt ist, weiß man natürlich nicht. Aber zumindest so eine Richtung, ne? Bietet ein Titel von dem Add-on schon mal. So, wie heißt jetzt nochmal das Add-on, das man sich holen kann jetzt aktuell? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Spielaufwertung, da steht es da bestimmt. Der War is in... Also jetzt üben wir das schon mal. Hallo, hier ist wieder euer Telar und heute bin ich mal wieder für euch in The War Within. Ah, das wird schwierig. Nee, das kann ich nicht aussprechen. Das muss Blizzard nochmal umbenennen. Das wird schon mal nix. Das merke ich jetzt schon, dass das nix wird. Ich träume und die Welt erbebt. TWW. TWW ist aber eine Scheißabkürzung. Werd jetzt schon wieder sauer, wenn ich nur dran denke, wie du das aussprichst. Ja, das weiß ich nicht. Da hat Blizzard nicht an mich gedacht. Naja, du hast ja ein halbes Jahr gebraucht, um Dragonflight auszusprechen statt Dragonflights. Ja, aber das war ein Lernprozess, ein harter, ich sag's euch. Letztes Wort einfach weglassen. Der War. Bin wieder in The War unterwegs. Ja, weiß ich nicht, klingt auch blöd. Dann sage ich lieber, ich bin in WoW unterwegs. Lasse ich das Add-on einfach weg, das passt immer. Oder einfach nuscheln, das mache ich eh schon. Die Nuscheltaktik ist schon am Start. Ich sag's euch. Wie ist denn die richtige deutsche Übersetzung? Gibt's ja eigentlich nicht, oder? Das heißt ja auch im deutschen Verkauf haben sie den englischen Namen. Mitten im Krieg. Nee, das ist, das ist... Das ist nicht die richtige Übersetzung. Krieg im Inneren wäre die richtige Übersetzung, genau. Mitten im Krieg, du Kasperl. Da sagt er, dass ich kein Englisch kann. Beides geht. Ja, aber nein. Einfach nur nein. Ist mittendrin, aber man weiß doch, was gemeint ist. Dass es im Inneren ist. Deswegen sind es ja auch Höhlensysteme und der Titan im Inneren und dieses ganze Zeug. Als nächstes kommst du mit dem Uwe, der ist auch dabei, der ist auch mittendrin. Neue WoW-Expansion. Übersetzt per Google-Übersetzer.
Ja, der Krieg innerhalb, das passt am besten. Hey, ich grüß dich. Weißt du auf Kalatas? Ich mich auch, ja. Ja, und ich hab's gesehen, ich hab's gekonnt ignoriert. Die Hot. Hast du da noch ein zweites Bild? Neben dem Bild vom Chris Metzen oberkörperfrei hat er noch ein Salatas Porträt hängen. Der Noobzocker. Weiß er gar nicht, wen er mehr anschauen soll. Auf die wird ein Boss? Ich denke schon. Ich werde erstmal bis zur neuen Expansion kein Teamwork in Raids, Dungeons farmen, weil das ist ja Zeitverschwendung. Wenn man einen Account hat, ja, ist richtig. Also, bevor du nichts anderes machst, ne, ein bisschen was kann man natürlich trotzdem farmen, aber klar, dann kannst du es wesentlich effizienter machen. Für mich persönlich macht es keinen Unterschied. Ich ziehe halt meine Chars mit und gut ist, weißt du, was ich meine? Aber für alle ohne mehrere Accounts, ja, da gebe ich euch vollkommen recht. Worauf warten wir? Wir vergeuden Zeit. Und auch, ehrlich gesagt, für mich ist es auch nice, weil dann muss ich nicht mit mehreren Accounts jedes Mal looten, die auf Follow packen, kann nicht springen und diese ganzen Kack, was du dann hast. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil für mich, ne? Ich freue mich auf Ruf accountweit. Nun ist die Frage, werden die alten Ruf automatisch accountweit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das war jetzt nicht spezifisch gesagt. Es kann natürlich auch sein, dass die nur den neuen Ruf komplett accountweit machen. Aber ich vermute mal, so wie sich das angehört hat, wird aller Ruf accountweit. Warte, Gold und Nerven, das, ja. Wobei Gold? Also ist gar nicht, was mir das an Gold spart. Nerven auf jeden Fall. Nee, also mehrere Char-Slots haben sie nichts gesagt. Gibt ein neues verbündetes Volk auch. Der innere Krieg. Der Krieg im Inneren ist, glaube ich, das Beste. Aber gut, der War Within. Das ist aber auch scheiße auszusprechen, ne? Aber es war schon relativ nah dran, würde ich sagen. Hallo, ist wieder euer Telar und heute bin ich mal wieder in der War Within unterwegs. Ja, weiß ich nicht. Das kommt noch nicht flüssig, ich sag's euch. Kannst nur nicht sprechen, so ist es. Bitte? Wir haben uns heute die BlizzCon komplett auf Englisch angehört. Und ich habe alles verstanden im Gegensatz zu anderen. Ja, ich bleib einfach bei WoW und gut ist. Oder ich sage einfach weiter Dragonflight, scheiß drauf. Der Weg teilt sich. Moment, seht ihr das? Pack nicht auf Kortak rum. Federn und Blut. Es ist noch Hier gibt's sein Bestes beim Verstehen. noch nicht zu spät. Komm, Tyranne, muss ich die anschieben. Komm, putzel mal ein bisschen in den Tiger rein. Nee, ich habe die Erweiterung noch nicht gekauft. Ich mache das, sobald meine Devisen wieder entbuggt sind. Aktuell werden keine Devisen bei mir angezeigt. Seht ihr unter Verschiedenes? Ich habe 0 Devisen. Die Verderbnis wuchert hier unerbittlich. Was ist das auf der anderen Seite der Brücke? Seid wachsam. Bubble genippt. Elotier? Bei Elon nicht auch ihr. Habt ihr meinen Mann gesehen? Willkommen zum Add-on nach Dragonflight, ja. Sie sind umzingelt. Worauf warten wir? Die Bäume flüstern seinen Namen. Ich rufe Elon um Hilfe an. Der Makel des Albtraums kann nicht entfernt werden. Doch wir können ihn aufhalten.
Ah, da habe ich gerade was mitbekommen, wollte gerade fragen wegen den Greifenrennen. Ihr müsst mir helfen, ihn zu finden. Kann ich Weißt du, ob es reicht, einmal Epic zu kaufen, mit den anderen die Base für die Collectibles? Ja. Ich weiß aber nicht, wie es jetzt mit den Devisen ist, ob du dann mehrmals die Devisen kriegen würdest. Muttermond wird euch beschützen, solange es geht. Alternativ einfach Patch 10.0. 100% nicht, also du kriegst nicht öfter Devisen. Wurde schon getestet und geht nicht. Sonst hätte ich gleich 8K. Okay. Ja, aber hat noch jemand den Bug, dass Devisen gar nicht mehr angezeigt werden? Also das ist schon ein bisschen räudig. Das geht nicht, okay, aber dann hat sich das ja schon mal erledigt. Was ich komisch finde, das heißt, mit Shadowlands endet eine Saga. Jetzt startet die nächste, der War Within. Was denn jetzt mit Dragonflight? Einfach Standalone oder was? Ja, das ist halt so ein Drachen-Add-on, ne? Juckt anscheinend keinen mehr, was wir in der Expansion gemacht haben. Ich frage mich, ob es noch so einen Übergang gibt zur nächsten. Das Einzige, was jetzt so das Bindeglied war die Drachenschuppen-Expedition, ne? Mit der fahren wir anscheinend auf die neue Insel. Und die gibt's da auch wieder. Hatte ich auf einen NRA-Account, hab einfach ausgeloggt und bin pennen gegangen. Am nächsten Tag war alles wieder normal. Okay. Ja, ich denke mal, ich werde morgen ein Ticket schreiben, wenn es nicht da ist. Und dann die Expansion und alles kaufen. Weißt du, weil nicht wenn ich das jetzt kaufe und jetzt einen Bug habe, dass das dann auch nochmal rumbuggt und keine Ahnung, habe ich keinen Bock drauf. Erst will ich, dass das wieder entbuggt ist und dann mache ich das. Übergang werden, denke ich mal, Anduin und Thrall bieten. Die fragen sich, auf welche... Ja gut, haben wir ja in dem Cinematic-Trailer gesehen, ne? Aber... Ich hätte jetzt eher gedacht, dass irgendwie die Drachenaspekte, dass die noch irgendeine Rolle spielen. Wobei der Übergang zu Shadowlands, zu Dragonflight ja irgendwie auch nicht vorhanden war, ne? Eben bist du noch in den Shuttle landen und klopfst hier den Chailer weg und im nächsten Moment tut irgend so ein random Steinkollege diesen Pylon an Türs Hunter quasi wieder zusammenbasteln und wir fliegen auf die Dracheninsel. Das hat eigentlich jetzt auch relativ wenig miteinander zu tun gehabt. Pyrex stirbt und die Drachen werden ermächtigt, das weiß man schon. Ja. Aber das ist ja trotzdem kein Übergang. Danke dir fürs Followen. Der eine Voltossi hat das Amulett in der Hand gehabt, welches Iridikon bei Galakron ausgeholt hat. Ja, das wissen wir ja schon, das ist ja Xalatas. Xalatas. Aber ich muss sagen, ich bin positiv beeindruckt von der BlizzCon. Sie haut mich jetzt nicht komplett von den Socken, ne? So weit würde ich nicht gehen. Aber gefällt mir schon, was kommt, muss ich sagen. Also ich rede jetzt von WoW Retail, ne? Was im Classic-Bereich ist, ist jetzt für mich nicht so interessant. Ich finde es lustig, dass die Leaker mit ihrem Avalon falsch lagen. War das jetzt komplett falsch mit dem Avalon oder heißt nicht irgendeine Stadt so? Ist das alles richtig gemacht, was sie richtig machen hätten? Vielleicht haben die schon die übernächste Expansion vorausgesagt, wisst ihr, was ich meine? Aber ich gebe eh immer nicht so viel auf dieses Leak-Zeug. Ich schaue mir das an, was dann wirklich präsentiert wird. Das mit dem Leak-Gedönse, da steigern sich ja manche richtig rein. Das ist, weiß ich, denke ich mir auch immer.
Meinst du, Blizzard hat einfach genau das gelassen, was geleakt wurde, und einfach nur den Namen durchgestrichen, neuen Namen draufgeschrieben? Um dann zu sagen, ha, bei uns wurde gar nichts geleakt, das ist alles falsch. Das wär's ja. Wir bedürfen eurer Fähigkeiten. Wär schon lustig, definitiv. Willkommen in meiner Traumwelt. Euer lieber Malfurion. Hier, Dixie, bist du noch am Start? Wollen wir danach das mit dem Hexer machen? So in 5 Minuten, wenn ich hier mit der Questreihe fertig bin. Müssten wir wieder das Zeug beschwören, oder vielleicht haben wir ja irgendwen anders dabei, der einen Hexer hat, der die Glass Hall betreten kann. Eventuell. Kann auch helfen. Okay, das können wir gleich machen. Wie gesagt, ich mache jetzt mit dem Char noch die Questreihe kurz fertig, dass ich die ganzen Artefakt-Skins habe. Und dann können wir das angehen. Warte mal, ich kann hier schon mal umloggen dann. Ah, warte mal, ich wollte hier noch die Sachen einstellen, ne? Da war ja was. So, jetzt schauen wir mal, ob das eine gute Entscheidung war, die Marke zu kaufen. Ist die schon... Oh ja, jetzt ist die noch weiter runtergegangen. Also bei 20.000 war sie anscheinend wirklich im Peak. Also alle, die es bei 20.000 gekauft haben, haben alles richtig gemacht. Ich habe es bei 11.000 gekauft. Aber ist immer noch okay, würde ich sagen. Wo bist du, Tyrande? Ich brauche dich. Meine Liebe, ich bin ganz nah. Was, wie schnell das geht, ne? Ist noch gar nicht so lange her, wo ich das vorhin gekauft habe. Wann endet dieser Albtraum? Vielleicht steigt die auch morgen wieder, das kann sein. Wenn die morgen über das steigt, wo ich es heute gekauft habe, dann kaufe ich mir, glaube ich, noch ein paar. Xavius, dafür werdet ihr teuer bezahlen. Stimmt, BlizzCon ist noch nicht um. Aber gut, jetzt werden die Leute halt, die hauptsächlich am ersten Tag das Expansion-Ding kaufen. Vielleicht morgen auch noch mal ein paar, ja. Mal gucken. Kommt mit mir. Isera wird nicht Halt machen, bis diese ganze... Zu mir, Champion. Morgen wird Safe Housing angekündigt. Ich glaube, Housing hätten sie jetzt heute schon angekündigt. Xavius nutzt Malfurion, um mich von unserer Aufgabe abzulenken. Wir sind die Einzigen, die Isera aufhalten können. Oh, Einzigen, die Isera aufhalten mein können. Geliebter. Hunderte von Jahren schliefst du unter der Mondlichtung. Wann immer ich Zweifel hatte, stieg ich in seine Traumhöhle hinab und wachte über seinen Schlaf. Selbst Das ist hier die FSK 12 Version, ne? Die stieg in seine Traumhöhle hinab und hat ihn beim Schlafen beobachtet. Das will uns Blizzard erzählen. Als Malfurion wieder an meiner Seite stand, waren wir eins. Als ob er nie Wahrscheinlich war es so. je so geliebt wie ich. Xavius hat mich in der Hand. FSK 18 Version ist eine andere. Aber die darf hier Blizzard nicht erzählen. Und die anmutigste Kreatur zu unterwerfen, die ich je sah. Das ist eure Gegenwehr. Es schien so real. Die sollen ja untereinander sein, so wie in Zaralek-Höhlen. Finde ich eigentlich ganz cool, dass dann mehrere Gebiete so nacheinander geschalten sind. Vielleicht geht es dann in weiteren Patchen noch weiter runter. Das finde ich tatsächlich richtig nice. So, Hexer ist ready. Jo, in 2-3 Minuten logge ich um. Jetzt mache ich das hier noch kurz fertig. Die Träne haben wir nämlich jetzt. Gibt Schlimmeres, als von Tyrande im Schlaf angefasst zu werden, sage ich. Okay, jetzt ergibt sich immer mehr ein Bild. Er hat quasi ein Poster von Chris Metzen an der Wand hängen. Und daneben auch noch dann ein Bild von Tyrande. Und was hatten wir vorher noch für eine? Da war noch eine andere Dame, wo ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ganze Wand voller Poster. Xalatas, stimmt, die hast du auch noch an der Wand hängen. Und dann natürlich den Teddy noch im Bett, mit dem du abscheuliche Dinge tust, was wir letztens rausgefunden haben. Eine Tyrande in Rages will ich die nicht in meiner Nähe haben. Achso. Wenn sie schwarze Augen kriegt, naja, schwierig. Schwierig, würde ich mal sagen. So, jetzt schauen wir mal, ob das geklappt hat mit den Artefaktwaffen. Wo haben wir denn hier? Einmal Tank.
Also, ich habe jetzt hier die alle. Hidden Skin, das muss ich dann halt noch machen. Gut, da habe ich überall 0, ne? Muss ich mal schauen, welche Hidden Skins ich vom Monk schon habe. Also welche Grundskins. Okay, den habe ich auch. Jetzt habe ich nur Brauweiß da an. Moment. Nebelwirker brauche ich. Nebelwirker habe ich auch. Okay. Das kann ich noch nicht benutzen. Schauen wir mal, ob ich Windwirker auch habe. Okay, bei dem habe ich alle. Da muss ich jetzt bloß noch die quasi 2, 3 und 4 Skins holen. Aber den Grundskin habe ich in allen Specs. Noch nie gesehen, das ist halt die Insel, ne? Das ist die Glass Hall. Auf der Startinsel bist du halt. Okay, den lassen wir jetzt hier stehen. Dann machen wir das mit dem Hexenmeister jetzt als nächstes. Hexenmeister. Was ist denn da für ein Bild gepostet? Von Anduin. Tja, so wirst du verändert, ne? Wenn der Jailer dich umkrempelt. Du, ich mache einfach eine Gruppe im Tool auf, dann könnt ihr euch anmelden. Ist, glaube ich, das Einfachste, wenn mehrere Leute mitwollen. Ich habe den Hexe hier auch abgestellt. Woher hat der Typ eigentlich einen Barber gefunden im Moor? Du, der Typ war, glaube ich, dann so halb untot. Ich glaube, da wachsen keine Haare. Weißt du, was ich meine? Wir können niemanden mehr einladen. Muss er sich nicht rasieren. Ging bestimmt zum Türken oder so. Meinst du, die sind sogar am Schlund, die sind überall, oder wie? So, ich mache mal eine Gruppe auf, die nenne ich Telar und klassische Dungeons. Molten Core ist quasi gemeldet. Der Rule. Holy shit. Ich glaube, da schaut einer zu viel Warcraft-Porn, kann das sein? Zeig mal deine Erfolgspunkte. Ja, warte, kann ich gleich machen. Erstmal laden wir jetzt noch die Leute ein. Okay, waren sogar 3 Stück mit. Ich will es nicht in einen Schlachtzug umwandeln. Müsste ja passen, ne? So, warte, ich kann es hier mal aufmachen. Verstehe auch nicht, warum keiner den Shailer mal so richtig abnibbeln gegeben hat. Nippeltwist. Was? Ja gut, oberkörperfrei war er ja schon mal, ne? Ich mich frage, wenn Anduin aus dem Schlund raus ist Sylvanas auch raus? Nee, Sylvanas hat doch die Aufgabe hier, die ganzen Nachtelfen da zusammen zu klamüsern. Die ist nicht raus. Aber die ist freiwillig da noch. So, das Ritual müssen wir einmal durchführen. Halt, stopp. Jetzt habe ich mal keinen Soulstone gesetzt, fällt mir gerade ein. Naja, scheiß drauf, wird schon nicht der eine rippen. Aber ich kann jetzt nicht aufhören zu casten, sonst habe ich 5 Minuten Abklingzeit. Und wer ist gestorben? Ich bin nicht gestorben.
Oh, Alter, ich hab wieder nichts gekriegt. Hast du bekommen, die Sandalen? Oh, ich hab wieder zweimal nix. Es kommt doch safe in Midnight. Ich denke auch, dass Sylvanas wiederkommt. Hier noch 4 Teile. Ja, ich weiß nicht, ich krieg immer nix, obwohl ich das mit 2 Chars immer mache. Belastend. Naja, ich lasse den gleich mal hier stehen. Was mit... Ja, ich könnte es mit mehreren machen, aber ich müsste die Order-Hall-Kampagne dann erst spielen. Wisst ihr, was ich meine? Gut, danke fürs Porten sage ich, fürs Mitbeschwören, ne? Nee, du kannst da nicht reinporten, das habe ich schon probiert. Order-Hall kannst du nicht porten, da steht dran, das funktioniert nicht. Sonst könntest du ja alle möglichen Leute in deine Order-Hall porten. Warum willst du eigentlich jedem Nippeltwist geben, Kortak? Hast du da irgendwelche Kings drauf, oder was? Was ist denn bei dir los? Mein Test muss in den östlichen Pestler mit der Schnecke da mal reinkriechen bei den Palas. Geht das? Bloody Sinn. Sorry, ist spät. Ich merke schon, da lässt er seinen Fantasien freien Lauf. Ich habe ehrlich gesagt noch nie nachgeschaut. Kann ich dir nicht sagen, das musst du selber machen. Nee, neue Klasse wird nichts angekündigt, aber ein verbündetes Volk halt, ne? Also so diese Zwerge da aus der Höhle, ne? Mit Kristallen überall drauf. Die kannst du anscheinend auch spielen und sogar mit beiden, also mit Horde und Allianz. Heißt, die Horde wird auch die Möglichkeit haben, ja, Zwerge zu bekommen, ne? 200 Jahre alt sein. Aber ich bin mal gespannt, ob Teil 12 wirklich die letzte Expansion ist. Bis jetzt sieht es so aus. Ich weiß gar nicht, was noch kommt. Wie meinst du die Teil... Es ist ja... Also jetzt haben wir 10.0, ne? Es wurden 3 Expansions angekündigt. Also 11, 12, 13. Doch, also Herbst 2024, was auch immer das heißen soll, ne? Kann halt, es sind x Monate, wo es halt rauskommen soll. Oder rauskommen kann. Und so Unterspecs. Hm. Also es wird noch nächstes Jahr rauskommen, aber wann, ne, ist halt die Frage. Eine Klassik zahle ich nicht. Naja, Blizzard hat gesagt, es sind 3 Expansions, ne? Nicht Patches. Wenn du mit einem Epic kaufst, kannst du nur mit einem die 3 Tage vorher starten zu leveln? Ha, das ist eine gute Frage. Da sagst du was, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. 12. Erweiterung ist 13.0. Gut, wenn du es natürlich so siehst.
Aber ich rechne in Patches und nicht in die wie viel der Erweiterung das ist. Sonst wird es bloß verwirrend. Gut, jetzt bin ich überlegen, also Magier hatte ich geguckt, Demon Hunter hatte ich geguckt, Worry hatte ich geguckt, Hexer haben wir beschworen. Muss ich sonst noch irgendwas machen? Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Könnte schnell Dings machen. Na, sag's mir. Die Test-Chars für Timeless Ice, das wollte ich auch noch machen. Wenn in 13 die Titanen und Sagras wiederkommen. Mal schauen, ja. Die Storyline mit Sagras und Illidan ist auch noch offen. Würde ich mir auch wünschen, dass das mal weitergeht. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ups, das wollte ich nicht so machen. So, jetzt lass mal gucken. Errata. Brauche ich. So, den brauche ich noch. Dann brauchen wir den Account noch. Ich habe das Gefühl, Blizzard hat hier heimlich den Preis um 100% erhöht. Angenommen, die Add-ons sind kleiner als die bisherigen und erscheinen im Einjahresrhythmus. Bezahlst du in 2,99 Base Edition statt 94. Ich habe das Gefühl, dass sie aktuellen Content Patch verkaufen als Add-on. Ja, das befürchte ich ehrlich gesagt fast auch. Aber wir müssen einfach abwarten, ne? Aber es schreit alles danach, ja. Wieso denkt das jeder? Ja, weil das naheliegend ist, ne? Patch 11 geht um die Tiefe, Patch 12 geht um die Leere und 13 nach östliche Königreiche, Kalendor Nordend. Wenn Leute dumm sind. Jetzt aber hier. Naja, wir werden sehen. Gut, jetzt gehe ich mal fix nur aufs Klo und dann porte ich mal hier ein paar Chars ran, um die Kiste aufzumachen. Dann holen wir uns noch ein paar Tokens raus. Gleich wieder da.
So, Dalla, bin wieder am Start. Ach, mir hat irgend so ein Scheißviech umgehauen. Oh, verdammt, ich muss den schnell einladen. Auf welchem Server ist denn der? Bevor der weggeportet wird. Muss ich den fix retzen. Weil sonst hab ich ein Problem. So. Okay, dann machen wir das doch jetzt mal in den Fenstermodus. Dann packen wir das andere auch in den Fenstermodus. So, du kommst in den Fenstermodus, du kommst in den Fenstermodus. Der kommt auch in den Fenstermodus. Gut, machen wir da All the Things an. Und dann gehe ich jetzt hier auf irgendeinem Server, ist ja vollkommen wurscht. Horde. Klassenprobe, da müssten jetzt eigentlich wieder funktionieren. So, jetzt schauen wir aber erstmal, was brauche ich denn um... Warte mal, ich ziehe das mal wieder rüber. Also... Außenbereiche Pandaria. Gut, was brauche ich denn jetzt noch? Na gut, da brauche ich den Gürtel, aber ich glaube, Gürtel habe ich keinen, ne? Naja, Gürtel habe ich aktuell keinen. Wie viele Stoffteile? 1, 2, 3, 4. Kette sind 1, 2, 3, 5. Ich mache, glaube ich, Kettenchars. Okay, heißt, dann machen wir uns einen Schamanen... warte mal, da muss ich mir einen Ork machen, ne? Schamane. So, der geht schon mal. Ele. Sonst deaktivieren. Eigentlich brauche ich gar nichts. Oder obwohl... Ich mach mal All the Things an. Ich bin mir nicht ganz sicher, das brauche ich vielleicht. Okay, jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal. Genau, Bank wird accountweit, Timok lernen wird accountweit, Ruf wird accountweit, also wirklich einige coole Sachen. Ja, Bank war auch. Also es soll eine accountweite Bank geben, wo man mit allen Chars zugreifen kann. Hä? Warum kann ich denn jetzt mit dem Testchar nicht? Ach, weil er nicht in der Gruppe... Okay, wollte gerade sagen. Das haben sie noch nicht gesagt. Ich hoffe, dass in dem Deep Dive, dass das dann kommt. Ne? Das wissen wir aktuell jetzt noch nicht genau. Müssen wir mal noch schauen. Aber es... Also... Ich vermute es erst stark, weil sonst, wie wollen sie es machen mit den Taschen und dem ganzen Zeug, was du da jetzt aktuell drin hast? Das wird ja sonst keinen Sinn machen, wisst ihr? Also wenn es nicht zusätzlich wäre. Ich schätze, die ganz normale Bank bleibt und dann gibt es halt wie die Gildenbank so ein Zusatzfenster, schätze ich mal. Also das ist meine Vermutung. Aber jetzt warten wir morgen mal noch den Deep Dive ab. Vielleicht werden da noch die ein oder anderen Fragen geklärt. Und dann fangen wir an zu spekulieren. So. Kann ich das Ding hier aufmachen und schauen wir mal, was wir drin haben. 2 Schuhe. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Purpurschuppen brauche ich noch. Ich habe mir das aufgeschrieben, welchen Spec ich gehen muss. Kette Heal Ordos. Scheiße, was ist jetzt Purpur? Muss ich da jetzt auf DD oder also auf Enhancer oder Ding gehen?
Komm, wir probieren es einfach aus. Ich gehe jetzt mal auf Ele und setze es mal ein und guck mal, was rauskommt. Purpur. Okay, dann müsste das eigentlich mit dem auch funktionieren. Jetzt schauen wir mal. Alter, willst du mich rollen? Ich setz die Last nicht ein, krieg das Richtige, mach's mit Last, krieg dieses Ordos-Scheißding. Ach, ich hasse es. Kann ich mir nicht erzählen. Ja, löschen, nix, Sacha. Das war jetzt mega belastend. Danke dir fürs Followen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das mit dem Eschental hört sich nicht schlecht an. Muss man mal abwarten, wie sich das dann alles ausgestaltet. Das war so der andere Stinkefinger von Blizzard. Ja, definitiv. So, was haben wir hier drin? Hände und Brust. Gut. Mache ich mal Ele rein. Also hier brauche ich ja sowohl das Orders als auch das Purpur-Ding, ne? Das kann ja jetzt eigentlich nur was werden. Ja, jetzt habe ich Orders bekommen, okay. Classic Season of Discovery soll ja auch komplett neue Instanzen also dazu kommen, welche es damals nicht gab. Da bin ich jetzt gespannt. Ja gut, den Raid haben sie ja schon vorgestellt, ne? Der jetzt da kommen soll. Sah schon ganz interessant aus, aber es ist halt quasi kein neues Setting von den Räumen her, sondern nur andere Bosse in den Räumen. Also komplett neuer Raid ist es natürlich dann in dem Fall nicht, aber trotzdem ein kleines nettes Goodie, würde ich mal behaupten. Eigentlich kann ich alles ausmachen, oder? Das brauche ich eigentlich auch nicht. Wie viele Items ich auf der Insel brauche? Eine Handvoll. Ich habe letzten Freitag, um genauer zu sein, habe ich quasi alle meine 120 Chars durchgelockt und auf die Insel geportet, plus nochmal 12 Testchars. Und ja, habe die Items gut runterbekommen. Warte, ich kann es jetzt mal kurz zeigen. Ich muss gerade nochmal einen neuen Sarg aufstellen. Und jetzt brauche ich die letzten, also ich brauche noch 16 Items hier. Also nicht mehr so viel. Die allermeisten habe ich schon. Und jetzt muss ich halt über die nächsten Wochen immer wieder Testchars erstellen, die hinporten, Zeug aufmachen und next, wisst ihr? Du kannst in der Stunde immer 4 erstellen und in der Woche sind es 12 Stück. So funktioniert das. Sogar freut sich auch über jede alte Drecks-Expansion. Die kennt ihr ja auch nicht. Die ist älter als er. Naja, so würde ich jetzt auch nicht sagen. Mach mal den armen Noob nicht runter. Das ist immer noch meine Aufgabe. Als sie rauskam, gab es sich 4 Monate. Ja, nicht schlecht.
so neue Sachen kommen, weil die für Vanilla geplant waren. Ach so, das war jetzt doch nicht so clever, all the things auszulassen. Weil jetzt sehe ich nicht, was ich da noch brauche. Ich muss es doch anmachen. Hatte schon den Grund. Okay, hier brauche ich noch eine Last. Schon mal noch draufhauen. Selbst das wird nicht. Wie gesagt, Wattle ist die letzte das gehypte Add-on für Classic Community. Es gibt so wie keine Classic Privatserver. Im MOP gab es sehr viele, aber nur PvP-only, weil MOP war eine der besten PvP-Add-ons. Ich glaube sogar beste. Ja, aber das Auslassen hätten sie wahrscheinlich auch nicht können, ne? Jetzt machen sie halt ein paar Modifikationen rein. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der ein Classic-Spieler ist, deswegen kann ich da auch nicht das so gut einschätzen. Wie das die Community aufnimmt. Muss man halt schauen, ob Blizzard dieses Classic-Projekt weitermacht, aber scheint ja so, ob sie schon ganz gut zu melken. Deine Eltern hätten so viel Spaß mit Vanilla haben können und dann kommst du und machst einen Strich durch die Rechnung. Schämst du dich nicht? Nicht, dass Snoop seine Eltern WoW gezockt haben. Oder es war von langer Hand geplant als Farmbot-Kind. Das könnte natürlich auch sein. Du flamest Blizzard, wenn du es dann verpasst, wegen den Russen. Hast ja noch ein paar Tage. Nimmt mich jede Nacht, wenn ich schlafen gehe und jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Oh, jetzt aber. Ich mag dich, bin ich wohl der Einzige hier. Das auch weglassen können. Räusper Warrior. Hat schon gemerkt, dass Leute nicht so hyped auf Cutter sind. Ja, gut, das habe ich mir jetzt auch denken können, ja. Ah, okay, die Sachen habe ich jetzt beide schon, aber ich kann mit meinem anderen Char noch was rüberschicken. Moment, wie machen wir das jetzt? Stelle ich mit dem, weil handeln geht, glaube ich, nicht, einen Postkasten auf. Und dann... Das kann ich nicht benutzen. Niemand schickt noch Liebesbriefe. Dann schicke ich ihm jetzt Schultern rüber. So, und das ist jetzt pur. Warte mal, ist das Heal oder Ding? Müsste jetzt eigentlich auch Ele sein, ne? Warte, jetzt setzen wir das. Ich bin ja Ele geskillt, oder? Ja. Drückt mir mal die Daumen, wenn ich die Last einsetze, dass ich das Ele-Teil krieg. Purpur-Schuppen. Komm, jetzt Daumen drücken. Alter, ich krieg das Ordos-Teil raus. Das gibt's doch nicht. Ist das dreckig. Das dachte ich mir auch. Paul Walker, Chris Hemsworth. Die Richtung geht Anduin aktuell, ja. Welt ziehen sie die BlizzCon gerade ähnlich ewig durch den Kakao. Okay. Ja, weil Anduin halt jetzt so strahlend blond, ne, mit langen Haaren war. Jetzt wirkt er halt wesentlich erwachsener. Bisschen rougher alles. Schauen wir mal, eigentlich dürfte nicht noch ein Char gehen, aber jetzt testen wir es einfach mal. Ne, Maximum. Okay, jetzt geht nichts mehr. Es geht nichts mehr. Jetzt kann ich quasi in einer Stunde wieder loslegen. In einer Stunde. Naja. So viele Dinger waren es jetzt nicht.
15 Sachen brauche ich noch. Ich brauche das eine Plattending noch. 1, 2, 3, 4, 5 Ketten. Dann auch noch 1, 2, 3, 4. Na gut, da brauche ich dann immer 2, ne, von den Teilen. Hoffen wir mal, dass Anduin in einer schnellen Kutsche stirbt und verbrennt. Du, der hat jetzt... Wenn der in den Schattenlanden ankommt, der wird sofort wieder zurückgeschoben. Markus, sprich mal bitte einen Namen aus. Hab ich doch eben. Kumpel von dem meinte, Anhin sieht aus wie ein junger Kollege. Gut, wie ein junger Kollege aussieht, weiß ich jetzt auch nicht. Falls überhaupt in die Schattenlande kommt. Licht und Leere wollen ja Safe auch für sich haben. Ja, Kollege, der Rapper ist mir ein Begriff, aber wie der ein Jung aussah, weiß ich nicht. Junger Felix Blume, okay. So. Jetzt bin ich gerade überlegen, dann gehen wir jetzt kurz auf den Druid hier. Also die zwei größten Fragen, die mich jetzt nach der BlizzCon umtreiben, ist A, wie soll es mit dem T-Mog mit T-Sets laufen, ne? Das ist die eine. Und die zweite ist, kommt eine Season 4 in Dragonflight, ja oder nein? Was meint ihr zu beiden Sachen? Einmal an Torus laufen, ATT 100%, wahrscheinlich, ja. Blizzard-Fan, weil ich muss... Bist du schon so alt, dass du direkt ins Bett musst? Ja, ich stream morgen Abend wieder. Wir machen das BlizzCon-Zeug weiter und dann schauen wir mal. Wo geht denn die Artefakt-Quest hier los? Ich muss nämlich die Dingshalle freischalten. Die Artefakthalle. Mit dem Tauren hier. Hey, wo geht denn die los? Normalerweise polst du doch daher und dann gehen sie dir schon auf den Sack, dass du mitkommen sollst. Ja. Abmounten. Ja, hier anscheinend nicht beim Druid. Juckt keinen, weil ich habe hier das alte Teleport-Zeug, also habe ich das anscheinend nie gemacht. Weil ich brauche ja... ich muss nämlich... Moment, wo haben wir's? Erweiterungsfeatures, Legion, Artefaktwaffe. Seht ihr, beim Druid brauche ich quasi Wildheit und Bär sind es jeweils 3 Varianten. Und das hier... Warte mal, das hier ist die Variante. Irgendwo müsste es dran stehen. Keine Ahnung, wo es jetzt dran steht. Ah, hier unten steht es dran. Troll, Zandalari Troll, Hochberg Taure Taure und Kultiraner und Worg. Also ich muss quasi mit jeder von diesen Druids-Arten einmal die Order Hall freispielen. Bloß ich habe jetzt keine Ahnung, wo es hier losgeht, wenn ich ehrlich bin. Achso, ich wollte schon, ob ich auf der Bank die Artefaktwaffe habt, ne? Was kann ich für euch tun? Nee, aber ich habe die Artefaktwaffe nicht. Also ich habe die Expansion anscheinend nicht gespielt mit dem Char. Ja, wo geht das jetzt los? Habe ich da vielleicht schon eine Quest eingenommen?
Kriegsfront, Taldrassus, Nagrand, Malgor, Hinterland, Phosphorgrad, Hochland. Nö, habe ich nicht angenommen. Im Handeln gezwungen. Nee, das ist doch gar nicht. Normalerweise gehen sie dir so lange hier auf den Sack, bis du auch wirklich diese Quest annimmst. Bin das eine Pet Battle Quest? Ne, die brauche ich auch nicht. Tja, das ist sonderbar. Vielleicht habe ich da schon mal irgendeine Vorquest gemacht. Das Schicksal unserer Welt steht auf dem Spiel. Ergebenste Grüße, Champion. Es liegt viel vor uns. Ihr seid unsere Letzte. Ja. Ich habe da so eine Ahnung. Ich port mich mal in die Mondlichtung. Vielleicht geht das da irgendwo weiter. Ich weiß halt auch nicht. Ergänzt eure Stärke stets mit Weisheit. Die Centabras Lager befindet sich am Westufer des Sees. Naralex hat sein Lager am Ostufer aufgeschlagen, aber er entfernt sich oft davon. Also haltet einfach eure Augen und Ohren offen. Artefakt hier. Schau mal an. Die geht einfach in der Mondlichtung los. Warum auch immer. Habe ich richtig geraten. Also das ist schon die richtige Quest. Anscheinend habe ich da vielleicht auch schon mal angefangen und die dann nicht zu Ende gespielt. Jo, ich wünsche eine gute Nacht, ne? Schlaf gut. Ein bisschen Fisch zu Centabra. Na, dann sehen wir mal, ob wir das wirklich hinkriegen. Dafür müssen wir echt alles geben und mehr. Ja, mach schon. Also, weiß gar nicht, normalerweise gehen alle in Dalaran los. Ne? Es kann natürlich sein, dass ich die vor in Legion irgendwann mal angefangen habe und dann habe ich die nicht weitergespielt. Wisst ihr? Also, das kann schon sein. Vorerst. Eluns Licht leuchte über. Es gibt keinen Grund, leise zu sein, Champion. Die Bäume haben mir eure Ankunft Ist es Zeit, mit dem Ritual zu beginnen? Also schön. Wir treffen uns dort. Vielleicht habe ich auch nur die Startquest in Dalaran angenommen, dass das aufhört, dass immer der Typ mich abfuckt, weißt du? Das kann natürlich auch sein. Ach, da hoch muss ich jetzt. Hätte man nur das HDW rauslassen dürfen. Ist das der Typ aus HDW? Also anscheinend ein besseres Namensgedächtnis als ich. Aber gut, das ist nicht sonderlich schwer. Ich glaube, jeder hat ein besseres Namensgedächtnis als ich. Wir dienen dem Land. Ja, ich glaube, so ähnlich hieß der Typ. Naralex, ja. Okay. Du hast noch Schlechteres, na wunderbar. Du weißt nicht mal mehr am Morgen, wie du selber heißt, ne? Die Erschütterungen aus dem smaragdgrünen Traum werden stärker. Die Eule hier. Das Ritual kann nicht mehr warten. Das Ritual wird unsere Energie auf das Portal im Zentrum des Gebildes konzentrieren. Wir müssen Der läuft ein bisschen steif, der Typ. Dafür habe ich ja meinen Perso. Ach so. Tretet in den Kreis, wenn ihr so weit seid. Ausgezeichnet. Der Pfad nimmt Gestalt an.
Er wird mit jedem Moment... Wie war denn das damals? Hat man nicht erst die erste Artefaktwaffe geholt und danach die Order-Hall freigeschalten? Oder war das erst Order-Hall freischalten und dann Artefaktwaffe holen? Bin mir da ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wie rum das war. Artefaktwaffe, dann Klassenhalle. Und mein Namensschild von der ersten. Also, schau, jetzt sagen 2 Leute unterschiedliche Sachen. Weil ich habe mit dem keine Artefaktwaffe und wir schalten jetzt die Order-Hall frei. Also ich glaube auch, dass es dann erst die Order-Hall ist anscheinend. Kann es sein, dass die Druiden schon immer diese Mondlichtung hatten und alle anderen so ein Gebiet nie hatten und deshalb alle in Dalaran angefangen haben? Ja, die Mondlichtung, die haben die Druids schon immer, das ist richtig. Und das Portal zur Mondlichtung ist ja, das ist Standardportal. Und sobald du die Quest gemacht hast, kriegst du quasi das in die Pakthalle. Ich werde diese Albtraumranken aus dem Weg räumen. Geht, sucht die Quelle dieser Verderbnis und zerstört sie. Ich muss mal gucken, ob ich dann beide Artefaktwaffen freischalten muss. Wahrscheinlich ja. Also muss ich wahrscheinlich Tank und DD freischalten. Schätze ich. Des Albtraums geht bereits zurück. Der Weg ist frei. Kommt, gehen wir unserem Ziel entgegen. Den töten und aus dem Combat kommen. Wir haben es geschafft. Ah, diese Wälder sind genauso, wie ich sie in Erinnerung hatte. Eine uralte Magie schützt den Hain der Träume. Hier werden alle Brüder und Schwestern der Wildnis einen sicheren Zufluchtsort finden. Kommt, wir müssen die Druiden von Val'Sharah finden und um ihre Unterstützung bitten. Na, ich glaube, dann konnte man hier die Artefaktwaffen auswählen, ne? Erzdruide Großhuf, wir sind weit gereist, um eure Hilfe zu erbitten. Ich habe das Land aufschreien hören, Kind des Szenarios. Die Legion bedroht uns alle. Geht. Dann müssen wir schnell handeln und die Waffen der alten Zeiten für den Krieg bereit machen. Ja, diese alten Waffen wären sehr hilfreich. Aber wir sind nicht imstande, sie zu führen. Es gibt niemanden, der für diese Aufgabe besser geeignet wäre als dieser Champion. Nun, eure Aufgabe wird nicht einfach. Aber ich werde euch helfen, so gut ich kann. Ach, da musste man in der Höhle die Tuse suchen, ne? Ich glaube, in die Höhle musst du genau einmal rein und das war's dann. Dann machst du es nie wieder. Ihr gehört nicht zu meinem Rudel. Was wollt ihr hier? Ja, meine Stärke gehört euch. Der Hain der Träume ist auf das Mondbrunnenwasser dringend angewiesen. Ich erwarte euch in den Grizzly-Hügeln. Jetzt habe ich heute gar keinen Timok gefarmt, ne? War jetzt nur bei diesen Quests unterwegs, aber gut. So ist das manchmal. Mal gucken, dass ich dann morgen wieder zumindest ein paar Dungeons laufe. Wollt WOD noch ein bisschen weiterkommen tatsächlich, bevor der Patch kommt. Ach, da kann ich direkt die Fiolen nehmen. Ich mach das mal wieder in Vollbild. Das ist ein bisschen angenehmer.
Ach, das war das mit diesem Stumpf, wo man rein musste, ne? Und dann diese Wellen besiegen musste. Und das kann ich mir nur erinnern. Und am Ende hast du da mit Ursok den Spaß. Wo ist denn eigentlich mein Trinken? Habe ich das jetzt... Ach, mir ist das in der Küche stehen lassen. Bin ja wieder da. Sodala. Ich habe vorher meine Flasche aufgefüllt, aber dann so stehen lassen, als ich mein Eis mitgenommen habe. Ja, Alzheimer kickt rein, ich sag's euch. Ganz schwierig. Wann habe ich den umgeloggt? Um 35. Ich mache jetzt diese Questreihen noch fertig und dann kann ich vielleicht danach nochmal ein paar Testchars rüberporten. Und den Rest mit den Testchars mache ich dann morgen. Wir brauchen nur noch ein paar Dinge, um anzufangen. Wir werden nicht jünger. Da sagst du was. Was ist das hier für eine Quest? Bojanischen Tundra, die kann ja nicht. Was muss ich jetzt hier machen? Okay. Irgendeine Quest wird draußen angezeigt. Ich glaube, die Spinne war sogar bei 2 Millionen, ja. Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler, oder? Da draußen ist nix. Blöd. Soll bei dem einen NPC sein. Ah, der hat gebuggt. Der Bär wurde nicht angezeigt. Die erste Prüfung. Feste zu stark. Aufhören. Nicht mehr kämpfen. Eure nächste Prüfung steht euch bevor. Besiegt die Geister und beweist mir, dass ihr den Mut des Speers besitzt. Du, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Es besteht kein Zweifel an eurem Mut. Die letzte Prüfung wartet. Eure letzte Prüfung wird nicht leicht werden, Champion. Ursok und ich kämpften im Verbund. Er schlug zu und ich bewachte seine Flanke. Gemeinsam waren wir nicht zu stoppen. Gibt es jemanden, der an eurer Seite kämpfen würde, Champion? Ich weiß, wozu dieser Champion imstande ist. Ich helfe mit Freuden. Doch im Getümmel einer uralten Schlacht wurden mein Bruder und ich einst getrennt. Und so war ich nicht an seiner Seite, als er mich am meisten brauchte. In dieser Prüfung müsst ihr beweisen, dass ihr diejenigen schützen könnt, die euch ihr Leben anvertrauen. Zeigt mir, dass ihr dort erfolgreich seid, wo ich einst versagt habe. Diese hier ist eure Schutzbefohlene. Bewacht sie, oder sie wird schnell überwältigt werden. Der Baumrennen ziehst, das sieht immer so richtig weird aus, ne? Mit irgendeinem so einen Grafikbug hast. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht mehr, was man für die Katzen-Challenge machen musste. Wenn ich jetzt Glück habe, muss ich nur eine Artefaktwaffe freischalten und das reicht schon. Aber ich befürchte, ich brauche wahrscheinlich sogar beide.
Das muss ich mal im All of Things Discord melden, dass das nicht funktioniert mit dem Sinken mit den Artefaktwaffen. Können wir in den smaragdgrünen Traum reisen und die Klauen bergen. Kommt, lasst uns keine Zeit verlieren. Natürlich. Lasst eure Gedanken ruhig werden. Lasst euch fallen. Dann wird euer Geist in den... Ich frage mich bis heute, warum ich mit meinem Dudu die Base-Artefaktwaffen moggen kann. Hab Artefaktwaffen nur mit dem Hunter, DK, DH Mage und Warlock jemals gemacht und freigeschalten. Achso, du kannst du trotzdem moggen? Das ist komisch. Los geht's. Närrische Sterbliche. Bald wird dieser Ort dem Meister gehören. Ja, manche Sachen sind accountweit. Aber nicht alle. Aber wenn er gar nicht die Artefaktwaffen freigeschalten hat, dann wundert es mich, dass er sie trotzdem benutzen kann. Ich danke euch, Druiden. Diese Albtraumwesen geben nie auf. Sie werden immer wieder versuchen, die Klauen aus meinem Nest zu stehlen. Lord Ursock, die brennende Legion ist zurück. Wir können die Legion und den Albtraum vielleicht zurückbringen. Aber warum ist denn Ursock hier als Geist? Ich dachte, in Legion hat er noch gelebt. Eure Hilfe. Mit der Macht eurer Klauen könnten wir die Feinde endgültig schlagen. Ihr mögt würdig sein, aber wenn ihr mit Hilfe meiner Klauen die Welt verteidigen wollt, müsst ihr euch beeilen. Ich spüre bereits, wie der Feind näher rückt. PvP und Nachtfensterung ist accountweit. Genau, das ist richtig. Mächtiger Ursock, mein Ritual ist kompliziert und wird eine Weile brauchen. Doch es ist der einzige Weg, um die Barriere zu senken. Du bist mich schon müde. Die Feinde sind schwach, aber zahlreich. Ich habe sie. Dann sind es vielleicht die, die du hast, ne? Dann, wenn man anscheinend die nicht dann extra freischalten muss. Zauberwirker, unsere verbündeten Kreaturen der Wildnis. Hört her, kommt uns zu Hilfe. Weiter so, Verteidiger. Wir werden... Ich hörte euren Hilferuf. Sind etwa irgendwelche kleinen... Ihr Blut verbrennt den Boden, wo sie fallen. Lasst sie... Oh, bei den Sternen. Ich verachte Gewalt. Ich hoffe, es ist bald vorbei. Kontrolliert den Kampf. Ihr könnt bestimmen, wo sie fallen. Passt auf, die Albtraumverderbnis hat die Bäume... Es ist getan. Definitiv, Legion war schon ein nices Add-on. Ich spüre eine Eiseskälte in meinem Geist. Einfältiger Bär, ihr seid direkt in meine Falle gegangen. Was für ein Zauber ist das? Xavius, dafür werde ich euch die Kehle zerreißen. Im Gegenteil, Ursock, ihr werdet mir jetzt mit euren Reißzähnen dienen. Ich werde euch bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Ich werde mich euch niemals beugen. Ich bin der Fürst der Albträume. Hat alle BFA Legion Mounts für Gold gekauft, außer die Spinne tat echt weh, das glaube ich. Sind nicht günstig. Ja, Lord Xavius. Es wäre mir eine Freude, Sie in eurem Namen zu zerreißen. Die Klauen! Sie dürsten nach Blut! Geschafft! Ihr habt ihn erwischt! Erwischt haben wir den Kollegen. Wir sollten gehen. Hier gibt es nichts mehr für uns.
Manche Hidden Skins braucht mehr Ruf. Echt, ist das so? Unsere Körper in die normale Welt zurück. Wo soll ich zuschlagen? Ich muss los. Was? Andetoras ET. Habe ich jetzt das Portal? Ja, das habe ich jetzt schon. Okay, das können wir uns rausziehen. Jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ach so, da brauchst du bei Odin den Ruf. Also noch habe ich die Varianten nicht. So, kam mir jetzt schon mal an. Mal gucken. Mal gucken, wie das ausguckt. Wir sind die Wächter der Natur. Geht mit dem Segen des Szenarios, sucht nach einem Ort für die Saat, mit viel Luft und Wasser auf dem Hügel hinter uns. Gut, die Saat enthält Magie vom Anbeginn dieser Welt. Das wird uns sehr weiterhelfen. Mögt ihr euren Pfad stets... Ich habe in der Tat daran gezweifelt, dass ihr euch diese mächtige Waffe aneignen könntet. Ich irre mich nur selten. Warum habe ich jetzt die hier? Ordenshallenkampagne. Ihr seid bereits stärker... Ah, die habe ich mit dem Main freigeschalten, aber mit dem wird es jetzt nicht angezeigt. Das ist immer weird. Aber das habe ich ja mit den anderen. Geht und lasst euch für eure Verdienste beloben. Hoffen wir mal, dass da die Base Appearance dann rausfliegt, ne? Wie kann ich euch behilflich sein? Ihr habt wahrlich Großes vollbracht und immer wieder bewiesen, dass ihr zu den Besten zählt. Eure Stärke, Ich sehe schon jemand, der Wahnsinnige rumrennen. euer Edelmut sind Na, mal abwarten. Es wird Zeit für eine angemessene Würdigung. Es ist mir eine Ehre, euch im Zirkel des Szenarios willkommen zu heißen. Mögen alle Kreaturen der Wildnis euren Aufstieg feiern. Ich muss die Wildnis schützen. Übernehmt ihr bitte die Führung über den Hain. Ich muss zu Szenarios in den Süden reisen. Nur mit seiner Hilfe können wir die Legion aufhalten. Möge Elun euch leiten. Wir müssen uns über das Chaos erheben. Ja, da kann man sich jetzt einen Operationspunkt auswählen. Eigentlich müsste ich jetzt den ersten Ding haben. Aber da ist jetzt Variante 3, 2 und 4 noch drin. Sag nicht, dass ich dann so eine brauche. Oh, bitte nicht. Logge ich mal außen wieder ein. Wenn es jetzt blöd läuft, dann... Boah, aber da habe ich keinen Bock, die komplette Klassenkampagne nochmal mit denen durchzuquesten. Ah nee, da ist jetzt eine schon mal rausgeflogen. Oh, Kulturana. Okay, das hat schon mal funktioniert. Zeigt er mir jetzt hier die Eulengestalt an? Schön.
habe ich doch eigentlich mit dem Main. Oder gibt's da auch wieder eine andere mit Horde? Oh nö, sag bitte nicht. Die habe ich aber eigentlich mit dem Main geholt. Hey, wo kann ich jetzt die... Ah, da wahrscheinlich, oder? Die zweite... Was erbittet ihr von der Natur? Geht in Frieden. Mögt ihr euren Pfad stets klar erkennen. Die Gaben der Natur sind überall. Was erbittet ihr von der Natur? Geht mit dem Segen des Szenarios. Ah ne, da oben muss ich mit einem quatschen. Kann ich das auch als, weil hier habe ich nichts rausgezogen, als Guardian machen? Kann ich die Katzenquest als Guardian machen? Das ist eine Frage. Jetzt gucken wir mal. Ach, hier fliegt, das geht. Soll eigentlich klappen, oder? Werde zu Season 3 so unfassbar viele Punkte in Data machen, weil ich durchgehend ein paar Monate PvP durchballer und auf Ehrenlevel 500 zu kommen, mir alles zu kaufen, was es für ein Abzeichen gibt. Ja, da wirst du auf jeden Fall viele Punkte machen. Also da geht's gut ab, schätze ich mal. Aber zumindest läuft es so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Ich muss halt im Endeffekt nur gucken, dass ich die Artefaktwaffe einmal hole bei Katze und beim Bären. Aber ich brauche das halt blöderweise einmal Warcraft, Tirana, Taure und Troll. Also ja. Ich habe halt leider keinen Troll-Druid hier auf dem Account noch rumflacken. Ich sagte euch, der Schrein ist nicht sicher. Seht, was eure Sturheit angerichtet hat. Jetzt nicht, Verstock. Wir müssen uns um die Verwundeten kümmern. Wenn der Zauberschutz für die Fänge versagt, haben wir größere Sorgen als ein paar blaue Flecken. Ich... Last vor meiner Macht! Ich weiß gar nicht, ob die... Achso, Katze habe ich jetzt hier so gut wie nichts rausgezogen. Ich weiß gar nicht, ob die Artefakt-Skins auch reinzählen als T-Mog, ne? Oder ob das einfach nur für Data ist. Aber, für Data, für All the Things meine ich. Wahrscheinlich ist es nur für All the Things. Ach, den muss ich so Mobs looten. Schau mal an. Es ist schon Ionen her, dass ich die Quest das letzte Mal gemacht habe. Ich bin geehrt. Sehr gut. Jetzt können wir den Gegner... Na komm, schauen wir uns mal an. Am Licht von Elun. Was ist mit dem Schrein passiert? Verstock war am Schrein. Findet heraus, was dort los ist. Ich komme so schnell ich kann zu euch. Lass mich raten, die Legion greift an. Oh. Erbärmlichen Barrieren können die Legion nicht rühren. Die Klingen gehören mir. Euresgleichen wird Aschermanes Fänge niemals bekommen. Schaut genau hin. Die Fänge werdet ihr nie wiedersehen. Wir werden euch jagen, Sterbliche. Ihr zögert nur das Unvermeidliche hinaus. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass so ein anderer Random Druid da ankommt.
Der Angriff der Legion ist abgewehrt. Was führt euch hierher? Was? Die Fänge sind weg. Was ist geschehen? Naja, 2016 ist doch schon eine Ecke her. Könnt ihr mich durch das Ding hören? Ihr solltet jetzt in der Nähe von Wörstock sein. Mein närrischer Schüler hatte es so eilig, dass er sicher seine Fährte nicht verdeckt hat. Wechselt in die Katzengestalt. Dann könnt ihr sie wittern. Die Tore sind verschlossen? Seht euch im Hof nach etwas um, mit dem ihr sie öffnen könnt. Was ihr auch getan habt, es hat diese Verdorrten gestört. Das könnte vorteilhaft für euch sein. Versucht noch einen Schalter zu finden. Ach komm. Ich habe mit dem meisten Druid nur das Tank-Ding geholt. Vielleicht mit Maine, ne? Also ich habe jede Artefaktwaffe einmal geholt, das weiß ich. Aber mit den meisten Klassen halt nur mit dem, was ich halt spiele, ne? Und Katze habe ich dann natürlich nicht so oft gemacht. Mich täuscht ihr nicht. Niemals bekommt ihr die Fänge von mir. Ah, das kann mich auch nicht mehr erinnern. Verschwindet, Dämon! Hinfort! Lasst mich allein! Die Fänge... Nein! Ich beuge mich niemals! Mann, das wird hier so eine Verfolgungsjagd, ich sehe es schon. Was soll das? Lasst mich sofort frei! Seht, was mir ins Netz gegangen ist. Ein wahres Festmahl. Was in aller Welt war das? Vorsichtig! Bleibt doch noch zum Essen. Was war das? Ein weiterer Eindringling. Ich habe nie gesehen, dass die so ein hübsches Nachtelfengesicht haben. Ich dachte immer, die schauen ein bisschen entstellt aus. Na gut, das siehst du sonst immer nicht, ne? Mit den Haaren und allem. Musst schon genau hinschauen. Ich muss näher. Ich will... Freiheit. Ich dachte schon, ich würde zu Spinnenfraß. Ich wollte die Fänge beschützen, wurde aber schnell überwältigt. Ihr habt euch als ein viel würdigerer Beschützer erwiesen. Bitte, nehmt sie. Das ist zu weit entfernt. Naja, das ging ja jetzt relativ zügig. Wir sind die Wächter der Natur. Mögt ihr euren Pfad stets gerade. So, jetzt muss ich hier wahrscheinlich umspecken, oder? Schätze ich mal. So, jetzt muss ich wieder aus- und einloggen und dann müsste es eigentlich abspeichern. Schauen wir mal, ob es klappt. Du hast einfach in einer Woche ein halbes Prozent in ATT geholt. Das ist schon echt eine Menge für dir. Weiß ich gar nicht, ein halbes Prozent.
Nö, so viel war es jetzt nicht. Ich bin jetzt bei 95,37. Weiß jetzt nicht, was ich vor einer Woche hatte. Jetzt sind da nur jeweils 2 drin. Hier diese Ding? Echt, okay. 89. Ja, hab ganz gut reingehasselt. Naja. Gut, ich müsste es jetzt halt noch mit einem Kultirana oder Worgen machen, beziehungsweise halt mit einem Troll, ne? Aber ich habe, glaube ich, keinen Troll. Ich habe halt so viele Druids, die Night Elves sind. Gut wie alle. Also ich hätte halt hier den Telar, der ist halt Kultirana, ne? Den Tauren habe ich und sonst habe ich tatsächlich nur Nachtelfen. Nur Nachtelfen. Da muss ich mir echt noch einen Troll machen oder mal im Discord schreiben. Vielleicht kriegen die es hin, dass es quasi rübergeht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich auf meinen Kultirana so ganz zufällig, wo ich das freigeschalten habe. Und wahrscheinlich habe ich da nicht mal die Ordenshalle. Jetzt gucke ich mal schnell nach. Aber ich bin jetzt auch müde, ich weiß nicht, ob ich das heute noch mache. Eigentlich wollte ich jetzt noch bis halb machen und dann nochmal die Testchars, aber ich merke schon, mir fallen ein bisschen die Augen zu. Mir fallen die Äuglein zu. Seid gegrüßt. Zum Glück habe ich euch gefunden. Ihr werdet auf der Mondlichtung erwartet. Nee. Ah, seht ihr, das ist die Quest. Ich treffe euch dort, sobald ihr hier in Dalaran alles erledigt habt. Das pottet ein zur Mondlichtung. Naja, komm, ich fange es jetzt zumindest noch an. Mögen die Winde euch leiten. Zentabras Lager befindet sich am Westufer des Sees. Naralex hat sein Lager am Ostufer aufgeschlagen, aber er entfernt sich oft davon. Also haltet einfach eure Augen und Ohren offen. Mann, ihr kommt doch nicht wegen ein bisschen Fisch zu... Na, dann sehen wir mal, ob wir das wirklich hinkriegen. Dafür müssen wir echt alles geben und mehr. Stimmt, ich könnte ja einfach einen umwandeln. Sie sagen mir nix. Das heißt... Das ist eine gute Idee. Also gut, wir sehen uns beim Ritual. Aber dann habe ich einen Horden-Char auf einem von denen, wo ich Allianz-Chars habe. Das will ich eigentlich auch nicht. Wobei, ich könnte ihn auf Thrall umwandeln. Ah, wobei, ich weiß nicht, ob ich da nicht irgendwelche besonderen Quests mit dem gemacht habe. Das Ding ist, ich habe das ja auf meinem Horden-Druid, aber auf dem zweiten Account gemacht. Mögt ihr friedlich träumen. Ich bin wach. Ich bin nicht am Schlafen. Wäre halt cooler, wenn All Things das hinkriegen würde, dass ich es rüber sinken kann. Ist es Zeit, mit dem Ritual zu beginnen? Also schön. Wir treffen uns dort. Ich guck mal schneller, ob ich auf dem die Ordenshalle freigeschalten habe. Aber ich meine ja...
Ja, das kann ich auch machen. Ich könnte ihn auch rübertransen, das ist richtig. Naja, es wäre cool, wenn es schon früher kommen wird, ne? Mit den T-Mog-Änderungen. Aber wahrscheinlich läuft es eher so, wie es mit weißem grauen T-Mog lief. Das haben sie dann erst in der Expansion gebracht. Das Ritual kann nicht mehr warten. Warte mal, das hier ist jetzt ein Troll, ne? Ein Troll-Druid. Mal gucken, ob der... Ja, seht ihr, der hat hier das Portal. Schauen wir mal, ob der die Ding hat. Tretet in den Kreis, wenn ihr so weit seid. Seht ihr? Der hat zumindest die Bären, aber nicht das Katzending. Ist halt die Frage, ne? Ausgezeichnet. Der Pfad nimmt Gestalt an. Er wird mit jedem Moment stabiler. Ja, dann habe ich halt wieder einen Char mehr hier. Ich habe halt nur noch 3 Slots, ne? Das ist halt das Problem. Ich da jetzt noch einen rübertrans. Wir sind da. Komm hier, nimm die Beine in die Hand, Kollege. Finden und um ihre Unterstützung bitten. Nein, der Albtraum. In diesem Teil des Traums? Wie ist das möglich? Ich werde diese Albtraumranken aus dem Weg räumen. Geht, sucht die Quelle dieser Verderbnis und zerstört sie. Ja, das ist richtig. Slot ist so oder so weg. Da hast vollkommen recht. Ausgezeichnet. Da hast du recht. Die Verderbnis des Albtraums liegt bereits zurück. Der Weg ist frei. Kommt, gehen wir unserem Ziel entgegen. Muss mal gucken, wie viele Chars ich auf dem zweiten Account habe. Ah, fuck, jetzt bin ich runtergeflogen. Muss das mal kurz groß machen, dann gucken wir mal rein. Da habe ich 47. Aha. Ja, gut. Wir haben es geschafft. Ah, diese Wälder sind genau so, wie ich sie in Erinnerung hatte. Grüße, Erzdruide Großhuf. Wir sind weit gereist, um eure Hilfe zu erbitten. Denn ich habe das Land aufschreien hören, Kind des Szenarios. Die Legion bedroht uns alle. Dann müssen wir schnell handeln und die Waffen der alten Zeiten für den Krieg bereit machen. Ich frage mich ja auch, wie lange es dauert mit dem neuen Stuff jetzt aus Patch 10.2, ne? Also ich schätze, so mit dem ganzen groben, schnellen Zeug bin ich nach spätestens einem Monat fertig, ne? Und dann ist halt wieder wahrscheinlich irgend so ein Time-Gating-Zeug am Start, ne? Oder die Sachen, wo es halt Sinn macht, die nicht gleich am Anfang zu machen, wie jetzt irgendwelche M-Plus-Sachen oder irgendwelche Raid-Kills oder so. Und halt viel Time-Gating-Gedönse. Mal schauen.
Ich würde dann gerne möglichst zügig quasi Legion und WoD-Dungeons weiterballern. Die letzten Raid-Drops dann noch mitnehmen. Dann mal so anfangen, die Außengebiete, den letzten Stuff zu machen, beziehungsweise halt Erweiterungsfeatures, ne, was ich jetzt hier auch gerade schon ein paar Sachen am machen bin. Dass ich das so nach und nach mal abhake. Dass ich quasi dann in der nächsten Expansion anfangen kann, BFA-Raids durchzuzwirbeln. Mal gucken, wie lange sich das alles zieht. Ich habe hier nicht verwendete Glyphen. Genau, eine. Perfekt. Es ist schön zu sehen, dass ihr es geschafft habt, Champion. Wir brauchen nur noch ein paar Dinge, um anzufangen. Hier auf der Insel der Verbannten ist auch nervig. Finde ich, jede Klasse schön zweimal durchballern für Horde Allianz Version der Quest. Ja, das ist richtig nervig. Was ist denn hier eigentlich buggy, dass der Bär nicht auftaucht? Vorher bin ich komplett rausgeflogen, wieder rein und erst dann kam er. Seht ihr? Das funktioniert nicht. Es ist immer noch nicht da. Ich weiß halt auch nicht, was das ist. Komplett verbuggt. Schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Jetzt spawnt er. Das kann ich keinem erzählen, wie hardcore verbuggt das ist. Festet euch im Kampf zu. Stark. Aufhören. Nicht mehr kämpfen. Eure nächste Prüfung steht euch bevor. Besiegt die Geister. Hervorragend. Es besteht kein Zweifel an eurem Mut. Eure letzte Prüfung wird nicht leicht werden, Champion. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid. Ursock und ich kämpften im Verbund. Er schlug zu und ich bewachte seine Flanke. Gemeinsam waren wir nicht zu stoppen. Gibt es jemanden, der an eurer Seite kämpfen würde, Champion? Ich weiß, wozu dieser Champion imstande ist. Ich helfe mit Freuden. Doch im Getümmel einer uralten Schlacht wurden mein Bruder und ich einst getrennt. Und so war ich nicht an seiner Seite, als er mich am meisten brauchte. In dieser Prüfung müsst ihr beweisen, dass ihr diejenigen... Es wird Zeit für Illusionen. Was? Fucking 35k Gold. Dass ihr dort erfolgreich seid, wo ich einst Du, wer es halt unbedingt haben will, ne? Diese hier
Hi, eine Frage. Hab vor 3 Monaten aufgehört, WoW zu spielen. Das heißt auch keine Monatszahlungen. Wenn ich jetzt wieder anfangen würde, habe ich noch meinen Charakter und das Gold-USW? Ja, hast du. Solange du deine Login-Daten noch weißt, ist alles kein Stress. Du behältst alles, auch wenn du Jahre nicht spielst. Das Einzige, was passieren kann, wenn du 1 oder 2 Jahre nicht auf deinem Charakter eingeloggt warst, kann es sein, dass dein Name neu, dass du einen Namen neu vergeben musst, weil er dann halt quasi wieder freigestellt wird. Gehört euch. Sehr gut. In euch lebt wahrlich der Geist des Bären. Jetzt, mit Ursulds Segen, können wir in den smaragdgrünen Traum reisen und die Klauen bergen. Kommt, lasst uns keine Zeit verlieren. Lasst eure Gedanken ruhig werden. Lasst euch fallen, dann wird euer Geist in den Traum sinken. Ich werde bald bei euch sein. Gucken wir mal nebenbei noch auf WoW Thing, ob da wieder was drin ist. Irgendwas Schönes, was ich noch brauchen kann. Leider nicht. Okay, das kennen wir schon. Los geht's. Das kennen wir doch schon. Ja, dass du das Passwort nicht merken kannst, das wissen wir. Das wissen wir nur zu gut. Widerliche Albtraumbestien. Mein bester Freund hat sich die Hand gebrochen, weil er heute Eislaufen war. Er zockt gern und kann Patch nicht mitspielen. Das ist natürlich belastend. Muss halt einen auf einarmiger Bandit machen. Super, vielen Dank für die Info. Ist es schon bekannt, wann das neue Add-on rauskommt? Ja. Irgendwann nächstes Jahr im Herbst. Also ist es halt noch ein bisschen ungenau, ne? Ist ein bisschen schwammig. Das lernen wir daraus, wenn du ein Zocker bist, dann bricht dir lieber dein Bein statt die Hand. Das ist richtig. Hat genau wie du sich Urlaub genommen. Ah, das ist doppelt belastend. Am gestern November. Na, kann gut sein. Kann gut sein. Danke, mächtiger Ursorg. Danke, mächtiger Ursorg. Und wird eine Weile brauchen. Doch es ist der einzige Weg, um die Barriere zu senken. Na gut, dann braucht er seine Hände ja auch bei der Arbeit, ne? Die Feinde sind schwach, aber zahlreich. Ich habe sie schon einmal unterschätzt. Das wird nicht wieder passieren. Kreaturen der Schütz, die Heiler und Zauberwirker. Unsere Verbündeten dürfen nicht fallen. Ist ein Movement-Grip, wieso denkt er, dass er auf Eis anders ist? Oh weia, der Gerker. Steht schon wieder über den anderen Leuten. Ich verachte Gewalt. Ich hoffe, es ist bald vorbei. Menschen, wie du das Chefarzt da austickst. Wo sie fallen. Lasst sie nicht unsere Verteidiger berühren. Na gut, das ist ja ein privater Unfall, ne? Kann er ja auch nichts machen, hat er es ja nicht absichtlich gemacht. Passt auf, die Albtraumverderbnis hat die Bäume befallen.
Okay. Solange du wieder sprechen kannst, kannst du arbeiten. Es ist getan. Wartet. Ich spüre eine Eiseskälte in meinem Geist. Einfältiger Bär. Ja, das ist ja auch nicht sinnig, wenn du krank bist du krank, so ist es halt. Was für ein Zauber ist das? Xavius, Muss das mit dem Raid noch werden? Kehle zerreißen. Im Gegenteil, Ursok. Ihr werdet mir jetzt mit euren Reißzähnen dienen. Habt ihr da eine andere Work Ethic, oder? Bei euch im Krankenhaus? Zum letzten Atemzug bekämpfen. Ich werde mich euch niemals beugen. Also ich werde lieber nicht von jemandem operiert, der selber irgendwie krank ist, weißt du? Schwierig. Ja, jetzt ist schon spät. Jetzt porte ich nochmal 3 Testchars gleich ran und dann hau ich mir in die Falle. Katzen, Artefaktwaffe, die hole ich mir dann irgendwie wann anders. Mal dann morgen. Wir sollten gehen. Hier gibt es nichts mehr für uns. Sagt, wenn ihr zum Aufbruch bereit seid. Jo, bin bereit. Auf geht's. Wo soll ich zuschlagen? Natürlich. Starten wir. Marke wieder bei 385. Ja, echt krass, wie die dann wieder sinkt. Mal gucken, wie es morgen Nachmittag ist, ne? Ob es dann wieder steigt. Die Gaben der Natur sind überall. Geht in Sucht nach einem Ort für die Saat, mit viel Luft und Wasser auf dem Hügel hinter uns. Gut. Die Saat enthält Magie vom Anbeginn dieser Welt. Das wird uns sehr weiterhelfen. Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Schlaf gut. Okay, jetzt ist es da nur noch das Trollding. Gut, das hat jetzt schon mal gezählt. Jetzt loggen wir da aus. Dann gehe ich auf den Hexer rum. Der auf R da. Dann porten wir jetzt nochmal 3 Chars ran. Hier, warte mal, das ziehen wir rüber. So. Jetzt machen wir erstmal einen Paladin. Probe. Gut, also. Dann porten wir den mal ran.
Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe da den Plattengürtel. Je nachdem, was der rauszieht, muss ich den dann einmal rüber schicken. Okay. Postkasten. Direkt traden geht, glaube ich, nicht, ne? Weil Blizzard das blockiert hat. Blöderweise. Aber per Post kannst du es... Voll. Sag nicht, dass ich es im falschen Schall geschickt habe. Es müsste eigentlich schon der hier sein. Naja gut, teilweise dauert es ein bisschen. Also Platte, was brauche ich denn hier überhaupt noch? Ah, da ist es. Alt. Alt ist, glaube ich, Tank. Also jetzt gucken wir mal. Ich stelle den um auf Schutz. Dann setzen wir das hierauf ein. Drückt mir die Daumen, dass das Richtige rauskommt. Ja, das hat funktioniert. Okay. Jetzt habe ich hier keinen Plattenteil mehr, aber den einen Umhang habe ich noch und das ist auch alt. Heißt, auch das müsste ich mit einem zum Beispiel Plattenchar machen. Jetzt gucken wir mal. Ja, vielleicht Platte schon einmal raus. Das Ding ist, Umhänge, wie ihr seht, habe ich mehr als genug. Also Umhänge ist gar kein Stress. So, jetzt löschen wir den wieder. Löschen. Ich mache jetzt noch mal ein paar Schamanen erstmal. Ich habe auf dem 2. und 3. Account auch noch ein paar Chars, die ich jetzt die nächste Zeit leveln werde. Dann kann ich die ja auch noch mal irgendwann herporten, fällt mir jetzt gerade ein. Dementsprechend schauen wir lieber, dass wir ein bisschen Masse wegkriegen. Dann mache ich mir doch einen Schamanen. So. Schicken wir den schon mal raus. Ich war sowieso fertig. Das ist eigentlich so die beste Methode, ne, um hier die Items von der Timeless Ice zu kriegen mit diesem Upgrade. Na, die Schultern brauche ich schon mal. Okay. Also die Schultern sind jetzt auf Purpur. Dann probier es nochmal mit Ele, oder? Müsste eigentlich mit Ele klappen. Oder ich wandle mal das um und schau mal, was rauskommt. Da kommt Orders raus. Soll ich so viel umstellen? Ich glaube, viel hatte ich auch schon Orders, das rausgekommen ist. Ja, das ist jetzt halt kacke. Warte mal, hab ich da nicht einen Haufen Stuff?
Komm, wir machen mal einen kleinen Testballon. Wie läuft's? Setz das jetzt mal normal ein und schau mal, was rauskommt. Purpur. Okay. Purpur würde ich brauchen. Wisst ihr, wenn ich jetzt die Last drauf einsetze, dann kommt wahrscheinlich wieder das Falsche raus. Alter, es ist so dreckig. Ich habe wieder das Ordos-Teil gekriegt, das kann ich mir nicht erzählen. Wenn ich das jetzt nochmal einsetze, kommt wahrscheinlich wieder das Purpur raus. Ja, natürlich. Ach, das ist halt random, so wie es aussieht. Naja, das Schöne ist halt, so kann ich halt mir direkt immer diese Upgrade-Teile holen, ohne dass ich viel machen muss, ne? Ich kann die Chars hinporten. Es muss ich dann halt immer nur eine Woche warten wieder, bis ich halt neue Chars erstellen kann. Aber, naja. Weil ich dachte mir schon auf der Timeless Ice, das wird halt ein Giga-Gegrinde. Du brauchst jedes Mal 50.000 Marken, um so ein Upgrade-Item zu holen, ne? Und das ist halt schon... Also da musst du schon gut reingrinden, würde ich jetzt mal behaupten. Aber so geht's halt echt. Was ich gerade mache, ich porte hier Test-Chars auf die Timeless Ice und öffne hier diese Kiste. Um dementsprechend da T-Mox rauszukriegen. Die Brust brauche ich noch. Was ist das für eine Brust? Panzerbrust, Harnisch, pur... Okay. Der müsste eigentlich mit Ele auch gehen. Warte mal, ich setze jetzt mal das ein. Was kommt dann raus? Ordos. Hoffe ich, dass da Purpurschuppen rauskommt. Nee, wieder Ordos. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht muss ich es doch irgendwie auf Ele oder irgendwas stellen. Schauen wir mal, ob ich noch einen basteln kann. Kein Xaviers Schultergrind mehr. Muss ich mal gucken. Werde ich die Woche bestimmt nur den einen oder anderen machen. Ja. Ich war nur zweimal Xavius die Woche tatsächlich. Schauen wir mal, ob ich noch einen erstellen kann oder ob ich jetzt schon ausgekappt bin. Doch, es geht sogar noch einer.
Also der muss jetzt aber was droppen hier. Das weiß ich auch nicht. Schultern. Auch dieses Purpur-Ding. Ne, ich hab wieder Orders gekriegt, das gibt's doch gar nicht. Ich trade dem jetzt mal noch was rüber. Ich muss jetzt mal was testen, das gibt's, eigentlich kann das gar nicht sein. Ich probiere jetzt mal noch 2 Sachen aus. Ich stelle jetzt mal auf Enhancer um. Was kommt dann raus? Kommt Purpur raus bei Enhancer. Auch nochmal. Ich glaube, ich muss Enhancer machen. Ich glaube, das ist der Fehler gewesen. Guck ich mal, ob ich noch einen erstellen kann, aber ich glaube, es ist quasi jetzt Ende im Gelände. Jetzt hat er meinen Low-Level-Char gekillt hier. Was soll denn das? Ich habe mir nämlich hier einen Level 10er hergeholt. So, jetzt gucken wir doch mal. Mal wieder löschen, aber ich glaube, jetzt habe ich die 4 Chars. Dürfte eigentlich nichts mehr gehen. Das Maximum. Ja gut, Leute, dann hau ich mich jetzt wohl in die Falle. Wenn ihr Bock habt, ich werde morgen Abend auch wieder streamen. Da werden wir uns dann den Deep Dive von der BlizzCon noch reinziehen und wieder das ein oder andere farmen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da selbstverständlich gerne reinschalten. Und ja, dann wünsche ich euch schon mal eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut, euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao.